Lala. Ladies and Gentlemen, UFC ist tot. Lang lebe Fight Night! Ja, ich weiß, es ist kurios, wie wir jetzt auf einmal zu Fight Night kommen, aber es ist Fakt. UFC 4 ist zwar ein gutes Spiel, bietet für uns aber dieses Jahr einfach nicht das, was in meinem Sinne von Entertainment für euch ist. Und jetzt sind wir hier bei niemand Geringeren als den Boxern höchstpersönlich. Ja? Wir sind bei der Creme de la Creme des Boxens. Mike Tyson, Muhammad Ali, die Klitschko-Brüder. Oh, Lennox Lewis und wie sie alle heißen, Holyfield und selbst den fetten Butterbean gibt's. Alle sind da. Fight Night Champions von EA Sports aus dem Jahre 2011, also 9,5 Jahre fast alt. Das fast 9,5 Jahre alt, das kam im März 2011 raus. Und ich habe seit Fight Night 3 kein Teil mehr gespielt. Ich habe keine Berührung mit Fight Night Champion. Fakt ist nur, ihr habt gesagt, das ist geil. Das ist geil. Und deswegen, warum eigentlich nicht? Das Spiel hat nämlich einen Champion-Modus. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe vorhin den Champion-Modus gezwungenermaßen kurz anfangen müssen, weil das Spiel, ehe du ins Hauptmenü kommst, mit dem Champion-Modus startet. Und ich kann euch nur so viel sagen. Der Champion-Modus hat innerhalb der ersten 2 Zwischensequenzen erstens eine Sprachausgabe und zweitens gefühlt schon mehr Story als UFC 4 zusammen. Ja, kein Scherz. Und so wie jetzt gleich der Champion-Modus von Fight Night Champion startet, hätte für mich UFC 4 starten müssen, storytechnisch. Oder zumindest in der Richtung. Ich kann die Story jetzt natürlich nicht nochmal da von vorne spielen, aber es gibt eine schöne Funktion in diesem Modus. Ich kann euch quasi das nochmal zeigen, wie das Spiel gestartet ist. Dafür gibt es den Champion-Modus Videos. Und ich spiele es jetzt einfach mal ab und ihr genießt den Start der Story von Fight Night Champion. Und nicht falsch verstehen, UFC 4 hat Sprachausgabe. Sie war nur verbuggt. Viel Spaß. You caught you with one there, huh? It's okay. It happens. This is boxing after all. It doesn't matter that you got knocked down. You can get him back in the next round. You did the right thing, though. You took your time and you got back up. Your father would be proud of you. That's what champions do, Andre. They get back up. Come on. What is that? Ammonia. That shit'll wake you right up. What did he hit me with? His head. This is a penitentiary, son. That rip ain't gonna do shit but count somebody out, which means you got to knock that cracker on his ass, yeah? And you got one round. Knock the fucker on his ass. Knock the fuck on his ass. Ihr seht ganz richtig. Das Spiel startet im Gefängnis. Wir sind im Gefängnis und im Gefängnis wird geboxt. Und ja, und das fand ich by the way auch sehr beeindruckend, das ist 9 Jahre alte Grafik by the way. Und das ist nicht Xbox One X optimiert. Das ist originale Xbox 360 Grafik. 9,5 Jahre altes Spiel. Das ist sehr beeindruckend, to be honest. Wir gehen also jetzt rein in den Champion-Modus.
Und werden genau da weitermachen. Für den Fall, dass er mir jetzt irgendeinen Speicherstand gibt. Tut er das? Tut er nicht? Interesting. Dann starte ich halt neu. Wieder ein Schwierigkeitsgrad. Ich weiß nicht, ob ich die durchswitchen kann. Da ich aber mit Boxen nicht vertraut bin, mache ich mal Profi. Werd schon irgendwie reinkommen. Okay, dann können wir mal starten. So startet das Spiel auf jeden Fall. Ich hab keine Ahnung, welcher Schwierigkeitsgrad jetzt hier gut ist. Ich mache mal Standard für mich, weil ich eben mit Boxen an sich 0 Erfahrung habe. Also gut. Das kennen wir jetzt schon. Ich kann es skippen. Ja, dann guckt einfach nochmal. Für alle, die jetzt das einschalten. This is boxing after all. It doesn't matter that you got knocked down. You can get him back in the next round. You did the right thing though. You took your time and you got back up. Your father would be proud of you. That's what champions do, Andre. They get back up. Also, Stories kann EA scheinbar schreiben. Das ist es nicht. So, ja, jetzt müssen wir ja erstmal wieder aufstehen. Wurden ja gerade offensichtlich ausgenockt. So, und wir sind eben hier gegen irgendeinen anderen Schläger. Hier wird mit den Fäusten selbst gekämpft. Ich weiß noch nicht, ob das storytechnisch hier illegal ist oder ob das so sein soll. Ich habe keine Ahnung. Weil konnten sie es heute keine Ahnung mehr. Sie sind halt faul geworden, was das angeht. Ich schaffe es, Eis. Dankeschön für den dritten. Also die Wächter gucken zu. So ganz illegal kann es nicht sein. Fucker on his ass. Knock the fucker on his ass. Ich weiß nicht, warum die Zwischensequenzen bei den anderen Seiten schwarze Ränder haben. Das Spiel selbst hat das nicht. Ganz komisch. So, also wir sind halt quasi im Tutorial. Und wir bewegen uns. Wir können blocken. So wie ich das verstanden habe, blockt er automatisch unten, wenn jemand nach unten schlägt. Ich kann mich natürlich auch in alle Richtungen lehnen und dann Konterschläge machen. Ich kann auch klammern. Klammern wird nicht gern gesehen. Offensichtlich wird das auch nicht mal so gut. Aber wir wissen ja jetzt, wie das funktioniert. Man kann auch in mehreren Möglichkeiten spielen, mit dem Analogstick oder mit den Sticks. Also mit den Buttons natürlich. Meine Ausdauer ist ja mega am Arsch. Und die sehen auch ganz schön zugerichtet aus. Das sind halt keine Handschuhe, ne? Jetzt wer findest. Ansonsten haben wir Haken, Jab, Uppercut und das war's. Das ist Boxen. Mehr ist nicht beim Boxen, ne? So ist es halt. Aber lieber habe ich ein weniger interessantes Gameplay und da, also, ja, so. In dem Karrieremodus konzentriere ich mich auf meine Karriere und auf eine gute Story, nicht wahr? Das wollen wir zumindest, die haben. Oh, der Uppercut. Oh! Herzlich willkommen zu Prison Break. Congratulations on your victory, boy. You look real good out there. Oh. We're really fucking impressed. Ah! Welcome to the real world, baby!
Nighty night, bitch. I don't want to die in prison. Easy, easy now, son. Don't try to talk. Just take it easy now. You're lucky they left you breathing. I wasn't always this lucky. This Cuban is no amateur. He could have turned pro years ago. He's been the amateur champ for 9 years. 9 years. Are you gonna let him make it 10? That's right. That's why we're here. To get the gold medal. Now go get him, kid. Okay, und zack, direkt zum nächsten Fight. 4 Runden, 2 Minuten pro Runde. Im Amateurboxen erzielst du Punkte mit klaren Treffern. Okay, das ist soweit klar. Nein, UFC 4 ist kein schlechtes Spiel, aber wir sind halt durch. Und es hat einfach... Klar können wir noch eine Karriere machen, aber noch eine Karriere anfangen. Aber warum sollten wir das tun, wenn es einfach keinen Grund dafür gibt und wir dafür mal lieber so Spiele machen könnten, die wir noch nie gemacht haben, wie dieses hier. Und deswegen habe ich mich jetzt spontan entschlossen, oder wir uns spontan entschlossen, dass wir einfach mal was völlig anderes machen. Nice, oder? Sehr interessant, ich sehe die Ausdauerleistung meines Gegners schon mal nicht. Versuche recht viel mit Ausweichen zu arbeiten, weniger mit Blocken. Weil ich dann nämlich auch öfter, weil ich dann halt Kontertreffer landen kann. Hi, WW-Freak. Und ihr habt gestern eben gesagt, Fight Night Champion war ein richtig geiles Spiel. Und es ist auf einer aktuellen Konsolen spielbar. Ich hätte ja sonst einfach gesagt, wir machen statt UFC 4 einfach UFC Undisputed 3, ein Replay. Aber UFC Undisputed 3 gibt es halt nicht für die aktuellen Konsolen. Fight Night hat allerdings das spendiert bekommen und deswegen gibt es halt immer Fight Night. Vielleicht ist Fight Night richtig geil, wir spielen das noch ein paar Tage. Vielleicht reicht es, wenn wir heute einfach mal ein bisschen reingeschnuppert haben und dann ist gut. Fakt ist, wir werden heute bestimmt einen geilen Abend damit haben. Und für den UFC Undisputed 3 Replay, das machen wir schon auch irgendwann nochmal. Okay, ich glaube, ich sollte schon ein bisschen blocken, ansonsten gehe ich hier gleich down. Oh, das war gerockt, Mann. Und jetzt rettet er sich über die Zeit, indem er grabt. Drecksau. Sind im Game auch bekannte Boxer. Alle Bekannten. Nahezu alle Bekannten. Voll lizenziert das Spiel. Stark, oder? What did I tell you? Keep your hands up. You're throwing punches, but your hands are down. Are you good? Bin sehr gespannt, was das Spiel zu bieten hat. Ich habe, wie gesagt, noch nie in meinem Leben gespielt. Listen, kid, keep the jab working. But I need to see more than one punch. This guy... All right, breathe. Deep breath. Get some water. You're good. You're okay. Breathe for me. Now listen, you threw a white punch and it caught you. All night long, Trey. This is your fight. All night long. All night long. Der Fight geht all night long. Haben wir das auch geklärt. Hands moving, man. Keep those hands busy. You don't need that. Throw that away. Savone's corner did a good job during those 60 seconds between rounds. You can tell that he's a fresh fighter, not the fighter that was clearly dazed in the last round. Mensch, und hier macht sogar der Referee mehr und ist bedeutend, wenn man den bei UFC noch nicht mal sieht. Yeah, the perfect way. I mean, boxing 101, counterpunches. You got a guy coming. Oh, das war der Counterpunch, den ich zeigen wollte. Sehr gut. Make him pay. Halfway through round number 2. If things stay this way, Andre Bishop is going to coast into victory. He has a considerable lead against Joel. Natürlich können wir auch Körpertreffer machen, ist klar. How precise was he there with that 3-punch combo? That's great stuff. He fires one right back after taking one. Gotta love the work by Andre Bishop. Bishop's doing well, sticking to a game plan on the outside.
Ja, bei UFC, die Referees einfach spielen so keine Rolle. Das ist richtig schade. Weil sind die doch so wichtig im MMA. Die Konter, lecker. Bishop's right hand scores well that time. Oh, you see him with the left to the head there? He returns the favor with a right hand of his own. Wir sind hier beim Amateurboxen, ne? Deswegen hier auch mit Schutz und so. Boah, da knallt's. And now he's acting like a fighter, coming back with the right hand after getting stored upon. So, 103 zu 70 Treffer. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Just 10 seconds to go here in the second round. Auf zu klammern. So, jetzt hier nochmal Slugfest die letzten 10 Sekunden. Gib ihm! Verdammt, ja, nochmal eins. Go, Dankeschön für den 29. Sub. Box Champion sagt mir gar nichts. Ich weiß nur, dass ich im Fight Night gespielt habe und das einzige Spiel, das ich sehr geliebt habe, noch was Boxen war Ready to Rumble Boxing. Das war absolut insane. Unfassbar witziges Spiel. And round number 3 is underway. I think Joel Savone may be as shocked as the rest of us. Andre Bishop is scoring often. Good job with 3 flush punches by Andre Bishop. Nein, sind sie nicht, Marc. Ich habe keinen Zugriff auf Online, habe ich bereits probiert. Also mag sein, dass sie es vielleicht sind, aber gerade zumindest nicht. To counter this, and that's going to be controlling range and timing because he can't match up with the physical hand speed. Joel Savone's putting his punches together now. That's a nice combination. Teddy, he did a smart thing right there. Just created enough space and then landed the counter punch. Looked like the will of the wisps, the old great Willie Peck. Made him miss, made him pay. Warum ich keine UFC zocke? Wird mit durch sind. Das Spiel nichts zu bieten hat. Right to the head with that right. Bishop's putting forth a little boom, 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 a 3-punch combination scoring. Ja genau, boom, boom, boom. Da sehe ich mich. Ja, das Spiel läuft auf der Xbox One, ist aber die originale 360-Version, also nichts optimiert. Das ist einfach nur ganz normal, einfach das Originalspiel. So, ihr seht, trotz 166 Treffer, so ein Knockout ist beim Boxen ja nicht ganz so einfach, wie bei MMA-Kampf. Gar nicht beim Amateurboxen. Später sieht die Sache dann ein bisschen anders aus. So, letzte Runde. Das ist ja dann auch 3 statt 2 Minuten. Hier geht's ja auch, hier kommt ja auch extra die Info, dass man hier eben wichtig, dass die Punkte wichtig sind. Oh, schöner Konter auf den Körper. Oh, blutige Nase. Jetzt feuert der, lässt sich auch noch anfallen. Sag mal. Huch. Huch. Oh boy. Oh boy, wie frech, weil er gerade noch voll gejubelt hat.
Oha, 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 okay. Das sollten wir jetzt noch nicht über auf die leichte Schulter nehmen. Rising up after being knocked down. Andre Bishop getting back to basics, landing that right hand. A minute to go in the fight. What a great job. He gave one right back in return. Nice work by Andre Bishop. Joel Savone's gone into a defensive shell, but that shell has cracks in it. So, ich kann das eigentlich ganz ruhig machen. Punktetechnisch sollte der Kampf alleine wegen den ersten 3 Runden locker an mich gehen. With those earmuffs on, you know, going into that pickable defense that he is, he knows he's handcuffed, so he's putting together 3, 4, 5 punches where normally he would only throw 1 or 2, worried something's going to come back. Good combination. Gut. Chill, mach mal Austausch, vollkommen leer. So, wir gehen die Distance. I'm a big guy. One of these judges dare go another direction with this. I want their picture up on a post office board. Most wanted poster. Yes, sir. Right now what we want is So, siehst du mal. so let's send it up to the ring. Nach Punkten muss der Kampf ja einfach an uns gehen. Nö, mal. Die brauchst du ja nicht sehen. It's terrific, honestly. Being voted fighter. Yeah, baby. It's an honor. Gold medal, baby. Yeah. This is my baby brother, my big baby brother, Ray. Hey, big baby Bishop, I'm a fighter too, and one day I'm gonna be right where he is now. Like I was saying, it's a lot of talented boxers out here, and it's an honor just being... Hey, Bishop brothers are in the house. Big baby Bishop, what? It was a fabulous tournament. Truly exciting to watch. But even more exciting, McQueen Promotions is pleased to announce that we've just added Isaac Frost to our roster of boxing talent. Isaac, are you disappointed that Andre Bishop won Fighter of the Games? Disappointed. I'm the heavyweight gold medalist. No one went the distance with me. Nobody here could ever go the distance with me. I am the best fighter at these games. Period. Andre Bishop is a talented middleweight, but I think Isaac makes a good point. Regardless, both these young men could have very bright futures in professional boxing. Alles klar. Schlagt einen Sparringpartner vor dem Rundenende nieder. Das heißt, da muss ich ja richtig reinhauen, ey. Direkt ein Rivale. Naja, der Kollege ist jetzt hier Schwergewicht. Wir sind Middleweight. Das ist einfach nur wieder irgendein blöder Trash-Talk. Nicht mehr, nicht weniger. So, Sparring-Partner. Ich habe seit UFC 4 habe ich quasi Albträume von Sparring-Partner. Mal sehen. Und das Spiel hat nicht nur diesen Champions-Modus, also nicht nur diesen Story-Modus, sondern auch noch eine normale Karriere. Und wir die auch noch machen, das würde ich sagen, das machen wir mal abhängig von diesem einen Modus jetzt erstmal. There we go. Geht doch. Alle Totos. Wir sind quasi noch am Anfang. Wir sind gerade Gold Medalist im Middleweight geworden. Als Amateurboxer. You okay? Beautiful, kid. You got your father's power. Dann soll ich auch Schutz tragen. Ich teile nur aus. Gus,
Despite our differences, I've always said you're one of the best trainers in the business. I don't care what you say about me, Queen. Always nice to see you, Megan. Always nice to see you too, Gus. I'm bringing my daughter into the business. You know how good she is with fighters. I want her to manage Andre. You're a great trainer. Why not concentrate on what you do best and let Megan and I concentrate on Andre's career? Thanks, but I think I can handle it. Isaac Frost will be fighting for a title within 2 years. I can do that for you too. Thanks, but I can handle it. Did this old man ever get your father a title shot? He was on his way! The only way to the title is through me. Not if nobody can beat me. Oh, you think so? You don't know who you're fucking with. Dad. You've been listening to this stupid old man. Dad. You don't know who you're fucking with. Okay, fuck, I Mann. apologize. Richtig Hass. No, you have no reason to apologize. But your father, on the other hand, he chews fighters up and he spits them out. Gus, if we just... Megan, you're a good egg. But no way are we getting in bed with D.L. McQueen. I respect your decision. Lucius Palmer likes to run, but he'll get aggressive at the end of each round. He's good at stealing fights. Good luck, Andre. Danke, Megan. Hallo, Gus, warum können wir Megan nicht engagieren? Das ist eine nette. Hallo. She's right about Palmer. She's a smart girl, that Megan. Wisst ihr? Gefällt mir auf jeden Fall jetzt schon. Würde ich sagen. Tut es. Er wird aggressiv gegen Ende der Runde, ansonsten weicht er viel aus. Das merken wir uns mal. Good evening, everybody. I'm Joe Tessitore alongside Teddy Atlas. We have a big card for you tonight, and a lot of people excited about what we're going to bring you in moments on our undercard. It is the pro debut of the middleweight, Andre Bishop. He will be going up against the KG veteran. Yeah, pro Lucius debut. Let's Palmer go. Here at the Aragon Ballroom in Chicago. Stay with us for that. So, lasst nicht zu, dass Palmer Zeit schneidet, macht den Ring enger und setzt ihm zu. Ja, ist klar, ist klar. Ja, weicht viel aus, habe ich gehört, ne? Genau. Bin Gold Medalist, nehmt mich gefälligst ernst. Okay, alter Blocker. Against a high stamina fighter, a guy that can take you into the deeper rounds. How much is it a disadvantage where it sort of takes away what maybe he's best at? Okay, okay, also sein Gameplan sitzt. Oh ja, der hat gesessen. He may start to dissipate. He may start evaporating right in front of you. Also sein Gameplan ist auf jeden Fall den Gegner müde werden zu lassen. Das heißt, ich darf, was das angeht, keinen Scheiß bauen. Das ist eine Boxerkarriere, das ist völlig richtig. Aber mit Story, nicht einfach nur eine Karriere. Richtige mit Story. Okay, ich habe nicht die unglaublichste Reichweite. Bin mal gespannt, wann das Ende der Runde für ihn beginnt. 30 Sekunden? Das Spiel läuft auch super smooth, muss ich sagen. Ja, es läuft nicht auf 60 FPS, aber es geht echt klar. That's a good job by Bishop offensively. Landing his combinations is key to victory tonight. Combination to the head. So, wann wird denn der jetzt aggressiver? And now we got a fight. He fires back a right hand of his own. Ja, komm, da muss mehr kommen. So geht die erste Runde an mich. Da bin ich ganz gespannt. You know what both of these guys bring to the table. You see them in front of you. This fight's gonna go the distance? No, I think it's kind of like walking outside your house and you Der hat mich ja fast gar nicht berührt. You know it's gonna rain. Der bin einmal richtig übel erwischt. Hallo? Was zum... Nice work on
Okay. Hey, UFC 4 hat gar keine Girls mehr. Die haben Ariane einfach rausgestrichen. Okay, und sie übertreiben es aber auch dezent. Ja, ist ja gut jetzt. Jesus Christ. Back to live action now in what has been a closely contested fight. One of those fights that somebody is still waiting to break through and be a difference maker in. Palmer's just not throwing many jabs here tonight, Teddy. I know that really bothers you. You like a guy that commits to the jab, don't you? Well, that's boxing 101. I mean, that's the fundamentals, and it has so many areas where it serves you. I mean, it sets up your punches. Ja, also sie aber nur im Hintergrund. Die Animationen zwischen Runden aber gibt's nicht mehr. Okay, ich muss mir natürlich ein bisschen umgewöhnen. Ich habe hier nicht MMA-Movement. Die Schläge sind sehr standhaft, sag ich mal. Ja, wir waren im Gefängnis und nach unserem Gefängnisaufenthalt sind wir quasi... Oder war das ein Vorblick? Ich weiß es gar nicht, was das war. Also auf jeden Fall, es hat mit dem Gefängnis angefangen, dann wurden wir Goldmedalist bei Olympia im Amateurboxen und jetzt haben wir unseren ersten Profikampf. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Art Szene war, was noch passiert. Ich will keine Spoiler. Ich spiele jetzt dieses Spiel für die Story. Wenn mir irgendeiner was spoilert, ne, fliegt für sein Lebensende raus. Good right hand by Andre Bishop. Bishop could really use a pit stop here. He needs to refuel. Okay. Yeah, he needs to tie up a little bit. You see him holding on. Okay, und ihr seid alle taub und blöd. Das ist unfassbar. Nein, Spaß. Das mit dem... Okay, ich muss mich mal mehr konzentrieren. Moment mal, bitte. Uff! Hoppala, Moment mal. Oh, Moment mal, der meint's ernst. Nein, als er gesagt hat am Ende der Szene auch, ja, er will nicht im Gefängnis sterben, war dann klar, dass es dann sich darauf beruht, dass nach der Szene, wo er sagt, er möchte nicht im Gefängnis sterben, nicht plötzlich Goldmedalist wird, ne? 4 Jahre waren es immer. Also wir haben jetzt quasi gerade die Story, die Road to Prison. Auf gut Deutsch. Aber ich muss mich jetzt hier ein bisschen konzentrieren. Das ist, ich sollte das hier nicht so auf die leichte Schulter nehmen. But what he has to do is go out there, be defensive-minded. I think get a little time early on. Don't worry about winning or pressing the first part of the round. Just get himself together, then start picking it up after that. What an excellent two-punch combo by Andre Bishop. Mehr Beinarbeit, besseres Movement? Nee, weniger Chat. Das ist die Antwort. Dann passiert auch nichts. Throwing a lot of punches here. Now his opponent is showing very, very good movement. What adjustments can he make to deal with that movement? Well, Joe, when you're fighting a guy who's smart, who's hard to hit, Hier, Rex, werden Sie mal nicht frech. If they're wide, they have no chance at all. And you got to go to the one place that's not moving. Guess where that is? Downstairs. And coming upon the halfway mark of this 3-minute round. Krass, ja, der ist wirklich super passiv in den ersten Minuten. Aber dadurch, dass er am Anfang gar nichts macht. Jetzt geht's los. Ich bin nicht so viel Range bei den Jabs. Dass deine Freundin sagt dir, dass du deine Freundin sagt mir, dass du schon mal frech warst. Ja, das dachte ich mir. Gut, dass ich die ja schon ein paar Jahre kenne. There we go.
underhand right can be so effective. Hey, keep your hands up. Well, as if it's right on cue, Lucius Palmer here at the end of the round, flurrying against Andre Bishop. Takes one, but gives one. Good work by Palmer. Okay, passt. Very good, productive round from Andre Bishop. He can build off of that. Yes, he can. And he will build off of it because you can see his confidence is mounting round by round. So, letzte Runde. No doubt about it, this is close on the scorecards. But who can separate themselves here in this final round? Andre Bishop is determined to be that guy. This is what he's visualized when he Aber ich frage mich, wie er mit seinem Gameplay... Wie gesagt, wenn sein Gameplay nur darauf beruht, dass einer müde wird. Also hätte man mir das vielleicht am Anfang nicht gesagt, dann wäre ich da aber in den Kampf vielleicht anders rangegangen und dann hätte es mich erwischt, aber ich habe offensichtlich einen guten Trainer. Bishop starting to score at ease against his opponent there. Anytime you can land a three-punch combination, you're really hitting your groove. And that had some bite to it, that right hand by Palmer. Time is of the essence now. Du, ich bin entspannt. Ich gewinne den Kampf nach unten. Leute, manchmal muss man einfach taktisch kämpfen. Und ich bin da recht entspannt. Good looking right hand after he got hit. Final minute of this final round of this fight. Keep moving, keep moving. Okay, oh, Riot. Dann steh ich mal auf. Ja, geht noch was. There's a straight right hand. Andre Bishop's chosen a path here where he will not stand toe-to-toe opposite his opponent. He's using some very good movement here against him. Yeah, he is. He's using those feet. He's using those drills real well. But the key here is so, where to use them. He has to make sure gekämpft. That he makes it off to the side every once in a while, not straight back. Schau mal, wie ich dem schon sein Auge da zertrümmert habe links. Two guys like this, brawlers, punchers, that it would go to a decision. Yeah, exactly. I mean, you thought you were going to get a fireworks display, and you wind up getting a little. So, ersten Pro-Kampf gewonnen, läuft. Back here in the Friday Night Fight studios, I'm Brian Kenny. Amateur gold medalist Andre Bishop taking his first steps as a pro this past weekend on the undercard at the Aragon Ballroom in Chicago. Bishop beating former welterweight contender Lucius Palmer en route to his first pro win. Now, we've seen Palmer before here on ESPN. He's a veteran, he's no joke, and Bishop is now considered to be one of the best prospects boxing has seen in decades. By beating a fighter the caliber of Palmer in his pro debut, no less, he definitely made a statement. Andre Bishop clearly a fighter to watch. In other news, heavyweight prospect Isaac Frost scoring the second knockout of his pro career, beating another overmatched opponent on the undercard of a McQueen pay-per-view in Las Vegas. He's now 2-0 with 2 KOs. Okay, und bester Story-Modus überhaupt. Was ist denn hier los? Was zum Teufel? Okay. Interaktives Training. Folge den Anweisungen auf der rechten Bildschirmseite, um am Sandsack zu trainieren. Führe Schläge aus, nutze Kopfbewegungen und Fußarbeit, um Kombinationen abzuschließen. Amen. Das spielen wir. Das spielen wir heute. Achso, ja, mit dem Ding, mit dem Right Stick habe ich jetzt gar keine. Ich spiele mit den Buttons actually. Hab dementsprechend hier keine. Ich krieg das schon irgendwie hin. Ein bisschen üben. Oh, das war actually ziemlich gut gerade. Ah, damn.
Disappointing. Got a kid? I want to see these guys on the floor. Hey, sauber. Go. Hallo Fuchs. The time has come. All the talk is done. Now the fight is set to begin. There's Andre Bishop in the locker room, Teddy, with his longtime trainer, Gus Carisi. Of course, Gus was one who very early on tapped Andre Bishop as a fighter to watch. He said he was full of potential. Yes, he was a tremendous amateur. He won the World Championship tournament. From the State Palace Theater here in New Orleans, we welcome you to our middleweight main event. A much anticipated bout between Andre Bishop and Mike Walker. Okay, find's mega gemacht. Now time for our main event from the State Palace Theater here in New Orleans. Jetzt hier kein Gameplay, das heißt rauf. Schlag Walker mindestens zweimal nieder und gewinne durch K.O. Achso, ich habe richtige Aufgaben. Okay, sure. Und er ist ja offensichtlich ein bisschen offener, was das angeht. Nicht so defensiv wie andere gerade. Hey, there's a lot more to this world, to this fight than just speed. Why don't you start doing other things? Why don't you start feinting a little bit? Get the guy out of position a little bit. Get him into false moves. Ja, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Oh, Moment mal. Ja, Grabber. And he's going to have to stay there if he's going to get through these rapids. Good headshot by Andre Bishop. That's a damaging blow. Halfway through this round. Well placed, well timed combo up top. Good step back. Oh, stark. Beautiful. Bishop parries a Oh, sah wie ein halber Elbow aus. Ja, in der Karriere ist das wohl aus. In Standardkämpfen ist das an, Ultra. Also das habe ich zumindest vorhin getestet. Bestimmt wegen der Karriere. Gott, so viele Kontertreffer. Coole erste Runde. Facing a guy like he is tonight, Mike Walker, he should annihilate him. Yeah, he should, but it's not just about that, it's how he does it. He should go through him, but you want to see him go through him in an effective, efficient way. Der Cut unterm linken Auge. Den merke ich mir mal. Walker's doing a good job of being strong on his feet right now. He was rocked in that last round, but his opponent doesn't appear to be seeing any damage standing opposite him. Teddy, what would you recommend based on what we're seeing here tonight? Well, 2 aspirin and then, oh no, actually I would say a little counter-punching would be just what the doctor ordered. That's a better prescription for him. Ja, der K.O. kommt, Richie, ich kümmere mich. Now he ties up there. How about that hook by Mike Walker? Good right hand by Andre Bishop. He needs more of that. Ja, ganz viele Rechte, Alter. Da geht richtig was. Big shot up top. He really got to him there. Also so vom Spielstil wünscht man sich ja glatt ein Remake. Aber EA soll die Finger davon lassen, das kann ja nichts werden aktuell. Oh, jetzt hat er mal ran hier. Okay, ich muss aufpassen. Aha. Das matscht rein.
Hallo Florian. Walker's back up on his feet. What will he look like in the next few moments of this fight? That's the big question. Was ich nicht ganz verstehe, dass er teilweise zweimal schlägt, obwohl ich nur einmal drücke. Das ist das Einzige, was mir bisher nicht gefällt. Andre Bishop not looking as fresh as when this fight started. I think he's slowing a bit, Teddy. Well, the bad news, that's not the worst news. The bad news is if we can see it, his opponent can see it, he can take advantage of it. And the bell rings, signifying the end of the round. Boah, Alter, wie der aussieht. Oh, ist ja dichter als das von DC gestern, Alter. A new round underway here. Walker, that's a big right hand there. Komm, es zwirbelt ihm die Dinger rein. Komm, links, rechts, links, rechts. There we go. Man kann auch so schön zwischen den einzelnen Kameraperspektiven durchschalten. Oh, da hat die Nase vielleicht ein bisschen Knackes gemacht. Alter, der steht nicht mehr auf. Ich dachte, ich muss 2 Niederschläge schaffen. So viel dazu. Ach, oder K.O., nicht 2 Niederschläge und K.O. Okay, alles klar. Technisch gesehen war es ja der zweite Niederschlag, der dann zu K.O. geführt hat, ne? And baby brother was making his mark as an amateur. Gus had been our father's trainer. He took us in after our parents died. Good. Keep that jab going. Also wir führen quasi die Legacy von unserem Vater fort. At 2-0, the young upstart Andre Bishop is getting a lot of attention, and he has ours tonight. I'm Joe Tessitore alongside Teddy Atlas. We welcome you to this night of boxing here at the State Palace Theater in New Orleans. Bishop, ja, ich würde auch gerne mal an so einem voll edlen Tisch mit super Essen sitzen und nebenbei einen Boxkampf gucken. Oh, der sieht finster aus. Oh, ich glaube, der meint's ernst. Sechs Runden jetzt schon. Oh boy. Daraus sagen wir mindestens 2 Minuten oder gewinnen durch K.O. Alles klar. Oh mein Gott, war es ein böser Konter. Oh, der ist sehr offen immer. Das gefällt mir. Schöne Haken. Oh, klasse Uppercut. Der hat aber auch gesessen, ey. There we go. Und da war der Uppercut wieder. Alter, wie nice die Gesichter, also die Gesichtsphysik ist. What the fuck? Nee, ich lade nichts mehr für die Tour.
Du kannst das UFC-Projekt und auch auf deine Projekte gucken. Einfach auf den Play-Link klicken. Im Dokument. Fertig. Well, that's a good question, Joe. I don't like a fighter to really go after that. It's going to take care of itself. You know, you throw punches. Nein, UFC hat nicht so eine Physik. Bleeding's going to continue, but I don't want my fighter to start now Crazy eigentlich, oder? and aiming only for that. It takes him out of his game sometimes. That's what Andre Bishop wants to do right there, land the right hand. So the young unbeaten Andre Bishop gets another one of these opponents who his trainer Gus Carisi feels very confident. Das wird wahrscheinlich aber nicht passieren, was? Well, his brain trust is very smart. It's not enough for him to be only efficient as a fighter. They want him to be exciting. Cus D'Amato, my mentor, he created the peekaboo style, and there was a reason for that. You keep your hands up, you move forward, you move. Also das macht auch schon mal sehr viel mehr Spaß zu spielen. Das ist richtig cooles Gameplay. Dazwischen kannst du mal eine Minute chillen mit einer echt sinnvollen Storyline. Da sehe ich mich nämlich. Boah. Ich kassiere zwar auch gut, aber... Oh, und dann noch der letzte auf den Hinterkopf. Steht er nochmal auf? Steht nochmal auf. Now he needs to get on that bicycle and stay away from this guy. Punches and bunches, combination up top. Nice. Ja, der Hinterkopf war ja gerade absolut nicht beabsichtigt. War halt ein Schlag und er ist gefallen. Die Atmos auch cool gemacht hier mit den Leuten. Bin echt gut. Rosario's defense is paying off now. Not much action as he Kurz just chillen. ties up. Halfway through round number 2. Takes one, gives one. Boah, die Kombo, Alter. Oh, a big shot comes home for him. Das müsste eigentlich gewesen sein, ne? Once again he hits the deck. Wieder auf die linke Seite. Aha. I kept winning fights. I got people's attention. Hi, Megan. My father told me to find out what it'll take to make you change your mind about working with us. It's easy. Yeah? Yeah. All you gotta do is change Gus's mind. What's that all? You don't have a say in this? Sure I do. I say Gus is my manager. And I guess I'm gonna have to change Gus's mind. Good luck with that. Thanks. Oh, by the way, I was by Keyshawn Hayes' camp the other day. His trainer thinks you're a sucker for the left hook. Keyshawn says he's dropping you with it. Yeah? Well, Keyshawn Hayes entitled to his own opinion. Was er sagt, ich habe einen schlechten linken. Mehr Blut als bei UFC? Definitiv, ja. Die ganze Kopfphysik ist ja auch besser, deswegen wundern tut mich das eigentlich nicht. Und was mich auch jetzt gerade in der Zwischensequenz wirklich schwer beeindruckt, dass die Grafik einfach wirklich richtig gut ist. Ich bin richtig begeistert. Das ist 9,5 Jahre alt, das Spiel. For the East Coast debut of the young upstart Andre Bishop. Tonight, the 3-0 middleweight will be taking on the hard-hitting Keyshawn Hayes. Joe Tessitore alongside Teddy Atlas. Glad you're with us. Ich meinte, dass er einen krassen linken Haken hat. Ja, das meine ich ja. Er hat einen krassen linken Haken. Ja, dann muss ich ihn halt mit meinem linken Haken töten. This guy's got a mean left hook. He's gonna try and catch you with it early. Yeah, I heard about that. Okay, Vorsicht vor dem linken Haken.
Er sah ganz schön... Alter, ist das wirklich meine Gewichtsklasse? Was ich mal kurz ändern wollte, weil ich will schauen, ob ich das ein bisschen lauter machen kann. Kann ich nicht? Okay. Achte auf Kishos linken Haken. Okay. Wow! Okay, das war ein Fest dann. Okay, der blockt recht gut. Who's gonna be the guy that uses speed better? Oh! Shit, da war der linke Haken. Huch! Da war der linke Haken. Das war er. Oh mein Gott. Oh, a damaging left hook by Keyshawn Hayes gets to Andre Bishop. Good effective work with that straight right hand. A stinging uppercut by Ja, du bist nicht zu Hayes. spaßen. The other day when we were talking to Andre Bishop, he said to have success in this fight, I have to land combinations. He landed a good one. Oh, ich habe auch einen linken Haken. Oh, er hat einen stärkeren, alles klar. Oh, ich habe nicht mal Mundschutz. Und ich kann mich verabschieden von meinem Gebiss. Uff, okay. Ganz soll ich ein bisschen gechillter sein. Fine looking right hand by Hayes. Bishop's so dangerous with that accuracy. Wow! He goes down. Oh. He may be close here. Mit dem Jab. Ja, kommt noch ein bisschen durch damit. Hallo Longo. Okay, okay, okay. Jetzt wird zurückgefeuert, ja. Where he's been forced to make a change in the midst of the fight. But now, here we are after one round, and Keyshawn Hayes touched him good with that left hook. Well, when you get up in the morning, what's the first thing you do? You get out of bed, you brush your teeth. Well, the first thing I'd be telling him coming out of that corner right now, you keep that darn right hand up. You don't get touched anymore left hook. Wide punch, and he caught you. So tighten up your punches, all right? Tighten them up. Okay, ist obvious. Und klar, ne? Ja, ist ja gut jetzt, so. Hayes has got to find a way to survive and maybe even do more than that. He was knocked down in the last round, and here, you know, all eyes are on his status here to start this round. Well, Joe, don't put too much on his plate in this kind of situation. Right now, surviving would be enough. He can worry about winning later on. Super two-punch combo by Hayes. Bishop's defense, is it ever good? Look at how easy he's able to block those punches. And Bishop is rocked by a left hook by Hayes. Gott, der Left Hook, ey. Takes a step back, then the counter punch by Hayes. Very similar to what you see Floyd Mayweather do. You know, make a miss, pull that shoulder back, and then come right back with the counter. Reaching the halfway mark of this round. Quick snapping hook and it Wait, ich hab ihn ja gesandt. Komm! Okay, okay. He has his target. He lands a straight right. Ich zeig dem jetzt mal, dass ich auch eine linke habe. Right hand
followed by a very well-placed left hook to the body. That's a good left hand by Andre Bishop. Gottes Willen, ey. Oh, good defense there. That was a fine block by Hayes. Ja, komm. His best when the combinations are landed. He scored well there with that combo. And that's the end of round two. Let me paint this picture for you. You got to figure out a strategy, and your fighter's down to one eye. Well, I hope that he read some history books, or he watched a movie named 300. You saw that movie, didn't you? Great movie about the Spartans where they were outnumbered, and they had to get the terrain right. So, Runde 3. They had to get into the mountains where the greater forces, the Der hat great einen army, Körper, would ne? not be the great army. They could not get in there and battle where they could take advantage of their superior forces. That's what he's got to do. He's got to move the fight into a portion of the ring where he will not be vulnerable on that side. And now he brings the left hand upstairs. Bishop's not jabbing that much right now. That's got to help out his opponent. Yeah, you know, that's like giving him a free one. Because now his opponent doesn't have to worry as much when he walks in. No jab to keep him out. He's going to see the other punches coming so much easier when there's not a jab covering them. Still not moving enough. Good clean shot, returning fire. Well done by Andre Bishop. Oh. Hooks to the head. Hayes is cut, and you can see blood coming from his mouth. Now, I don't know if maybe the mouthpiece caused that, but the bottom line is that he can be swallowing that. Ja, Mann, das Spiel noch mit 60 FPS und noch ein bisschen schärfere Texturen. Ich schwöre, das wäre mega kracher. Komm! Boah! What a fight! Fires off that hook. That is boxing 101. A nice, crisp combination by Andre Bishop. Keyshawn Hayes really having success with that left hook against Andre Bishop. Andre Bishop not looking as fresh as when this fight started. I think he's slowing a bit, Teddy. Well, the bad news, that's not the Ja, echt schade, dass das nicht Xbox One X optimiert wurde. Ah, eine geile Combo, Mann. Achtung, da ist sein Linker gewesen. Bin jetzt down, weil ich dreimal gefallen bin. Oh! Also, da ist eine Rippe gebrochen, oder? Nein! Steh auf! Nein! Okay. Die Rippen sind durch, Leute. Okay, es gibt Checkpoints. Alles klar. Naja, 3 K.O. muss es prinzipiell nicht geben, aber dreimal fällst ist ein bisschen prinzipiell mal tot. Hallo Janine. Okay, also man muss hier auf jeden Fall gewinnen. Good to know. Da gibt es keine Alternative. Aber ganz ehrlich, dann lieber eine geskriptete Story, wo ich jeden Kampf gewinnen muss. Und dafür ist es aber auch eine coole Story. Dann fühlen sich meine Siege wenigstens auch so an, als würden sie was bewirken. Nicht so wie bei UFC, wo ich einen Kampf nach dem anderen gewinne und dann... What the f... Schon wieder diese Linke. Uff. Junge, wie es mich gefetzt hat. Okay, ich muss... Alter. There's always something you have to be cautious with. And right now, Andre Bishop can be dangerous, can Holy shit, ey. Hat dir mal jemand seine scheiß Handschuhe überprüft vorher eigentlich? Very nice defensive guard there. Good work defensively by Hayes. Plus, he landed that counter punch.
Yeah, and he forced him to punch. He made him, he drew it out of him, and then he timed him beautifully. Hayes is giving his opponent headaches here now. He's throwing punches, but he's able to block them away. Andre Bishop just passed a very tough test. No doubt about it that he was hurt. Now there's no doubt that he will fight out. Boah, der rockt aber auch. You see the movement by Andre Bishop, and it's really paying off. Able to avoid that left hook of Hayes. Accurate shot. Gute Kombos, gute Kombos. Junge, Junge, Junge. That's a good job by Bishop offensively. Landing his combinations is a key to victory tonight. Nice work with the overhand right. Hayes' knowledge of the game is showing through. 3 ways to defend. One of them is to block. He did it there well. Oh, schöner Konter an die Rippe. Ja, total. Ich kann den zu 90% vermöbeln. Wenn dem eine seine Linke trifft, bin ich raus aus dem Leben. Bishop's back. Look at him here in the start of this round. Remember, he got tagged hard in that last round. Well, that's the reward you get when you have a good camp and you get yourself in top shape. Good job with another left hand. Oh, that's good stuff. Firing right back with one of his own. Good work by Hayes. And he just holds on there. Der ist immer nur so zum Anfang der Runde recht aggressiv, ne? Takes one to give one. He comes back with a right hand. Straight right, left hook. Very nicely done scoring up. Geile Kombo, geile Kombo. Wie gesagt, wenn ich manchmal so einen Schlag in die Luft mache, wo ich denke, warum drückt er da? Macht das zweimal hintereinander. Also ohne, dass ich das zweimal drücke tatsächlich. Das Einzige, was mir nicht gefällt an dem Spiel bisher. Ich mir das nicht so ganz erklären kann. 90 seconds to go here in this round. Good, solid double jab by Hayes. That worked out really well. Throwing off the right hand after getting tagged like that. Targeted counter punch by Andre Bishop. Nearly flooring him. The hook by Andre Bishop. Andre Bishop unable to get out of the way of that big hook by Hayes. Bishop is searching for an answer here, but you can see that he is battered and damaged, and this could be over soon. And he's an offensive fighter, always been an offensive fighter, always been confident, always been tough, always been the kind of mindset you want in a fighter. Right now, that's betraying him, because he's never been a guy who's had to survive. And right now, he's using those instincts that have never been developed. Das ist ein tougher Kampf. Da kommst du natürlich ganz schön ins Schwitzen, ey. Also macht richtig Spaß. Alter, komm schon. Immer schön ins rechte Gesicht. Was mich schockiert ist, dass er noch nicht einmal gestürzt ist. Schöne Kombo. Huch! Jawohl! Das war meine Linke. Haha! Okay. Oh! Oh, der erste Hit! Und das war meine rechte Bitch! Oh, und 2 linke hinterher! Junge, der steht auf und direkt aus dem Leben genommen. Der steht noch. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. How does he survive? Das gibt's ja nicht. Oh, was ein Fight.
coming to the halfway point of this third round. Digs in with a good solid uppercut after taking one. Hayes' failure. Man, er muss eigentlich die Runde fallen, ansonsten sehe ich hier ein Problem. Ja, mal den einen oder anderen Körpertreffer noch bringen. What a great job. He gave one right back in return. Nice work by Andre Bishop. Boah, schöner Uppercut an den Körper. Oh, wieder schöner Uppercut am Körper. Komm, bring's zu Ende. Oh fuck, das war seine Linke. Good defense turns into better offense for Andre Bishop that time. You're right, you look great. Just don't get crazy in it. No need for that. Hallo Kai. Was ein Kampf, ey. He also understands the business part of this game. He wants his fighter. Jede Runde. Bishop, the ability to block and attack. Bishop's doing well here with that two-punch combination. Ja, Kontertreffer sind mega geil, oder? Unfassbar gut gealtert, Roxanne. Ich bin auch schwer begeistert. Komm, finish him! Wo ist der linke Haken? Hallo, goodbye, Pharrell. Moin, moin. Well, he started the pace. See, that's the funny thing about it. He said it, but he might not be able to keep it up. Scored well with the left downstairs. Was der aushält, ne? Das ist ein übelstes Tier. Oh! Bishop is stunned. He just took a huge punch. See that left hand right there by Keyshawn Hayes? That's where he is so dangerous. Woo! Erklär mir mal, warum das Wort Fass benutzt, Trevor. Zack. Und da war die rechte. Oh, diese Kombo noch nach unten. Zack, 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 bam. Erst die schöne lange gerade und dann zack, 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 bam. Und das ist das mit dem Pussy. Yes. Oh, das war eine Schlacht, ey. Brian Kenny back here in our Friday Night Fight studios. We have an update on the career of rising star Andre Bishop. And while he certainly hasn't taken an easy road so far in his career, Bishop is poised to have his coming out party against top 15 middleweight contender Ricardo Alvarez, something virtually unheard of for a prospect with so few pro fights. What's more, the fight will take place in Alvarez's hometown of Chicago, although we can expect a few fans to make the trip from Philly. Ich stehe voll auf diese Real-Life-Dinger, ey. Ja, cool gemacht. What can I do for you, Mr. McQueen? Andre, I have to tell you something about your father. Before he died, he and I agreed to a deal. I was going to get him a title shot and let Gus stay on as his manager. Sadly, he never got a chance to tell Gus about it. I'll give you the same deal. Keep Gus as your trainer and manager. I'll promote your fights. Megan's young. She's got other fighters. And think about your brother. What about my brother? Raymond's got talent. Not your kind of talent, but he's big. You see how big he is. He could be heavyweight champ someday. Isaac Frost looks unbeatable now. God, who knows? Be smart, Andre. Let me take you and Raymond to the top. Look, Mr. McQueen, I don't appreciate you talking about my father or trying to get me to go behind Gus's back. Stay away from my brother and stay away from me. Are we clear? You have no idea who you're fucking with, kid. Oh, good luck with Alvarez. But I got a feeling it's not going to be your night. Okay.
Irgendwas stinkt hier, oder? Good evening, everybody. Joe Tessitore and Teddy Atlas welcoming you to the Aragon Ballroom here in Chicago, Illinois, for a much-anticipated main event. The stage is set. Now the spotlight falls on the unbeaten, hot-rising prospect Andre Bishop as he takes his first major step up in facing middleweight contender Ricardo Alvarez. Ich lag Alvarez K.O., um den Kampf zu gewinnen. Okay. 8 Runden jetzt schon. Puh, aber immer mehr, ey. Hallo, Patrick. Nicht, dass ich wüsste, John D. Hab ich bestimmt mitbekommen. Of the reach. What do you have to do when you're fighting a guy who you know can bring that long arm out and get there before you can? So there's 2 ways to deal with a taller fighter. One is the traditional way. Just tuck up, get a good defense, and make sure you start working your way in. Slip the punch, take that height advantage away. Bring your legs. The other is to step out, believe it or not. Elicit the taller guy to give Ich denke, das geht schon around. Immerhin reden wir ja auch vom allerleichtesten Englisch. Da kann man jetzt so vermissen. Crashes home with a hook. And there he is scoring with the right hand. Halfway through round number 1. Well placed, straight right hand. And he just Ich stehe voll auf die Körpertreffer ein. Die sind aber richtig nice. Der schön trifft. Bishop's impressing the judges and himself with that right hand. Andre Bishop, that training really paid off. Brian, siehst du mal. Ja, genau, Boom Boom. Genau das. The other day when we were talking to Andre Bishop, he said to have success in this fight, I have to land combinations. He landed a good one there. Will you look at this? Look at this pace that these two are fighting at so early in the fight. Habe ich auch gerade Boom Boom gemacht, ey. Aber was war eher mehr so Boom Boom Boom. Yeah, I want to see who blinks first, though. That's what's interesting to me. Who changes? They can't both keep this up. Andre Bishop's 3-punch combination there is going to impress the judges. And that's the Gute erste Runde. Kid, the judges ain't even watching this fight. Was zum? I can see it in their eyes. McQueen fucked us. We're not winning any decisions tonight. Means you gotta knock this guy on the canvas. Understand? Knock him on his ass. Okay, und geschmierte Punktrichter. Verstehe. Deswegen muss ich den K.O. schlagen. Da will er graben, hab es genau gesehen. Ey, ich habe schon ganz gute Kombis drauf eigentlich, ne? Teilweise so eine 4er-Schlag-Kombo. Sieht mal ganz lecker aus. Auch hier gilt Never Leave it to the Judges. Das ist richtig. Technisch gesehen siehst du ja, also siehst du das in-game nach jeder Runde, nur in dem Modus offensichtlich nicht, weil es halt obviously scripted ist. Also in dem Modus. Gut. Boah, das war ein guter Haken. Ich versuche auch eher so mich müde zu machen, aber da ich weiß, dass ich ihn K.O. schlagen muss, muss ich mal Gas geben hier. He gets hit, but he gives it right back. A little give and take, and here comes the left hand. Sehr gespannt, was die Story hier für uns noch zu bieten hat. Sehr gespannt. Ein bisschen mehr noch auf den Körper gehen. Deckt fast nur oben. Okay.
don't want you to slow War etwas ruhigere, passivere Runde, das ist in Ordnung. Back underway here to live fight action. Tough fights in store. Oh! Big right hand land. Der hat gesessen. Ah, crap. Off. Das ist aber mega epische Musik im Hintergrund. Ja, Pharrell Sven, dankeschön für den Prime Sub. Geil, dass du hier so alte Schinken supporten möchtest. So muss das, danke dir. He's got the perfect platform, the perfect form for it. The guy's walking in right now, not moving his head much. He can time him, he can counter him. I like how Bishop is fighting smart right here, really countering effectively. Ja, er macht die Uppercuts zum Körper, so muss das. Bishop's doing really well on the outside, utilizing his jab. He took a shot, but he gives one of his own. Ich würde jetzt gerne so gerne sagen, ich kann ja chillen und nach unten geht das bestimmt alles um mich, aber haha. Danke, Sven, bedeutet mir viel. Komm, letzten Sekunden. Ja, ich kann nicht mehr, keine Ausdauer. Okay, Runde 3 von 8. Bishop went out there in that last round and just executed his game plan beautifully. He won it with ease. Der steckt auf jeden Fall gut weg. Also hier ist nichts mit innerhalb von ein paar Sekunden ausnocken. Hey, die Kamera ist gerade von dem einen in die Hand gespawnt. See, that's what the corner should do for Andre Bishop. You send him out there as a pressure better fighter. He looks fine here to start this round. Huch! He goes down for the first What? time. Alter, links bin ich ja sehr anfällig offensichtlich. Hoppala. Huch. Die Linken der Gegner. Ich hab den noch nicht einmal down gekriegt. This is why so many feel Andre Bishop has such a bright future. Look at the countering ability against Ricardo Alvarez. Boah. Nein, ich sitze über meine Ausdauerleiste und das ist für euch überhaupt nicht wichtig. In a later stage of the fight like we have right here, when you see one guy consistently getting hit with the right hand, what is the answer? Move your head. Now he's putting his punches together. The combination Du kannst sagen, was du willst. Die Gegner sind hier kein Frühstück. Doubles up the jab to the head. Takes one, but Oh! Oh! Oh, die Rippentreffer. Jesus Christ, der wird instant abgebrochen. Rippe gebrochen, let's go. Yeah. 11-0. We were ready to make a move. My future looked bright. Easy Top 10. Habe ich den mit den Uppercuts gerade die Nieren gebrochen, ey.
Gym's closed, fellas. Oh. We didn't come here to work out. What's going on? We came to have a little talk. Wollen die mich gerade umbringen? I thought they were McQueen's thugs, but they were cops. What the? Dirty cops on McQueen's payroll. Wrong fucking move, kid. Wrong fucking move. Good evening, everyone. I'm Brian Kenny, and welcome to Friday Night Fights here on ESPN. Before we get into tonight's action, some shocking news this week involving middleweight prospect and amateur gold medalist Andre Bishop. Reports are coming in that Bishop has been arrested for allegedly carrying an unlicensed firearm and assaulting 2 police officers. Details remain spotty, but the word is there was an altercation in the late hours of the evening between Bishop and the police at Carisi's Boxing Club, the gym where Bishop trains. The word of 2 decorated police officers was all it took. My dreams, my freedom, everything was taken from me. Everybody up! Cell block D, get up! Nobody could help me. I had to help myself. I couldn't let this place beat me. I did what I had to do. I fought. Those crackers been talking so much about kicking your ass, they think they can take you one-on-one. I had to agree to some conditions, though. Bare knuckles. No refs, no rounds. You fight until somebody quits. Or can't get up. I like those conditions. And let's go get it on. Erkenne jetzt denn bitte die Storyline? Remember now, that professional boxing shit ain't gonna help you here. You got to knock this motherfucker out. Was geht ab? Bare Knuckles. Let's fucking go. Bleib als Letzter übrig. Kein Ringrichter, keine Regeln. Ja, dann bring die Sau doch einfach rum. I don't fucking care. Kill die! Nummer 76. Guten Abend, was habe ich verpasst? Alles. Offensichtlich auch, wie ich hier gerade zu Boden gehe. Bare Knuckles in die Fresse. Zack, boom, weg ist es. Aua. Nein, das ist ein Konsolen-Exclusive. Wie fast jede Kampfsimulation. Okay, ich darf nicht einmal down gehen. I see. Der Story-Modus ist überragend. Ja, ich muss mich hier offensichtlich konzentrieren. Hier kann jeder Treffer das eine sein. So, das heißt, er ist aber auch direkt raus. Schöner Uppercut und das linke Auge. Der steht wieder auf. Ich war insta-dead. What happened? Dann war ich wohl super knocked out, I guess. Aber ich komme hier nicht mit irgendwelchen Headbutts und Low Blows. Wer bin ich, Mann? So. Boom. Boah, und das Kinn gesetzt.
Oh, die Combo, Alter. Get wrecked. Come on. Wirklich? Der die Uppercut-Kombos überlebt? Boah, jetzt hat er aber. An die Schläfe. Halt's Maul. Wollte schon sagen, ey. Bin ich jetzt für ein Badass Motherfucker, Alter. Gus? Oder Megan? Oh, Bruder. What's this I hear about you signing with D.L. McQueen? No way, Adrian. Yo, Mr. McQueen told me Pop was gonna do the same thing. And you believe that? I believe this. Yo, Mr. McQueen has done a lot for me. And Dre, I'm gonna be smart. I'm gonna let him keep doing what he's doing. Raymond, you'd be smart to stay away from McQueen, man. I always wanted you I ain't you, Dre. I'm me. I'm a heavyweight, Mr. McQueen. Mr. McQueen believes I can be the champ. The champ. I'm going for it, brother. I gotta do what's best for me. How's Gus taking him? I had to let Gus go. Raymond, no! I didn't have no choice, Dre. Gus can't give me a shot at the title. Mr. McQueen can. Dad realized that too late, and I can't make that same mistake. I gotta do what's best for me and not what's best for Gus. Dre. Come on, man, you understand. It's like that. It's like that, Dre. It's like that. Gus retired from boxing. Isaac Frost became heavyweight champion. Baby brother was fulfilling his dream. And here, it's the same old business. Time to skin another head. Bin schwer begeistert bisher. So, bleibt als letzter übrig. Ja, ich mache euch kaputt. Oh, schützt den ganzen Körper. Ja, dann schützt den ganzen Kopf, dann solltest man deinen Körper schützen. Alter, wie alles an ihm. Das ist besser als in UFC. Das ist 9,5 Jahre alt. Uff. Oh, die Kombos, Junge. Ich mach mich nackig. Au. Hat ihr einfach noch was dran gelegen, was sie auf den Markt schmeißen. Das ist halt einfach Fakt, oder? Da steckt ja richtig Liebe in dem Spiel. Hey, motherfucker. This shit isn't finished. What the hell are you talking about? I'm ready to fight right now. Get your boy ready. Whoa, whoa, whoa. He just had a fight, he ain't had time to rest. I don't fucking care, Ace. He's gonna fight me right now, or there's gonna be serious problems. Okay? Fuck it. Let's go. Okay. Oh,
Das war ein böser Uppercut von ihm. Okay, und die Headbutts sind ja sowieso alle Bullshit. Ach, jetzt savest du dich. Ah. Boah! Oh! Der letzte Uppercut wieder. Ansage ist raus, oder? So. Ich komm raus hier. Jetzt wird aufgeräumt. I lost my youth. I lost my career. I lost my dream. Ja, oder auch nicht. Now what? Wie lange saß ich denn? 10 Jahre? Baby brother got me a job as an assistant trainer. Listen for the bell, man. Relax. Potter boy. Very lucky for an ex-con to have a job. That's what I like to see. A brother taking care of his brother. Andre, welcome back. Hey, Mr. McQueen. Raymond? Andre, you remember Mr. Franco? Andre. Mr. Franco has retired from the force. Works for me now. Must be a big change for you. Hope you learned to stay out of trouble. Now he's learned his lesson. Andre. I'm sorry the way things worked out for you. But I've been taking good care of Raymond while you were away. We can't afford distractions. I hope we can count on you to help your brother. It was good just to be back in the gym. It was good to see baby brother doing his thing. And it was good to be back in the gym. Put your weight on your lead foot. Turn your hips more. It'll increase your power. There you go. Thanks for the advice. This gym's got a reputation. I can't have people looking in here see me slapboxing. Jokes, huh? Nice. I was starting to think you didn't like me. Yeah, well, being on the outside takes some getting used to. Guess I'm still adjusting. I like you just fine, Megan. Always have. Was für eine nice Charakterentwicklung er gemacht hat. Durch den Knast. Und er sieht halt 1000-mal besser aus. I never liked Mason Brooks. Off und low blow. Supposed to be sparring. Oh, fuck you, has-been. This shit wasn't low. Fuck you know about it anyway. You ain't even a fighter no more. Why don't you go clean some toilets or something? Whatever. Yeah, that's right, bitch. Go clean them toilets. Yeah, I left something in there for you, too. Yo, Brooks, chill out. Oh, what? You want to do something about it? Get out of the ring, Raymond. Dre, what you want? Raymond, get out of the ring. Okay. Okay. Wer als erster einen Niederschlag erzielt, gewinnt. Ja, dir gebe ich gleich mal einen Niederschlag, ey. Ist er nicht eigentlich Heavyweight? Ich weiß ich nicht. Gefühlt. Huch. Gib dem Typen, ey. Ja! Geh ran! Wo ist der gefürchtete Uppercut?
Da ist der gefürchtete Uppercut. Let's go. I heard you beat up one of my heavyweights. Richtig. Look, I'm sorry. All right, we were sparring. I didn't want to. Mason Brooks is an asshole. He needed that beatdown. I like him better already. In that case, I'm happy to help Mason become a better person. Mason's a ranked heavyweight. You whipped a ranked heavyweight. Innerhalb von no Still time. in great shape, Andre. I can get you work as a sparring partner. Are you serious? Antoine Barr's camp starts in 2 weeks. Let's go. Bin wieder im Business. Zwar nur als Sparring-Partner, aber hey, schlag mindestens zweimal mit Körpertreffern nieder, nicht mit Kopftreffern. So, meine Uppercuts funktionieren auch in der Körperregion. Ich bin da ganz entspannt. Ja, Mann, die Muskelmasse, die er im Knast zugenommen hat. Auf jeden Fall auch. Ja, malträtier seine Reppen. Huch! Ja, du weißt, weil ich durch bin. I guess it's that? Ja, genau. Ich bin quasi... Aber hey, ich mache immerhin genau das, was verlangt wird, ja. Mein Sparring-Partner hat bei UFC nicht das gemacht, was von uns verlangt wurde. Ich mach das. Gut, gerade nicht. Ja, gerade habe ich ihn ausgenommen. Aber, ne? An sich konzentriere ich mich genau darauf, was er möchte. Nämlich auf den Körper. Und gefühlt die längsten 3 Minuten seines Lebens. Hält auf jeden Fall gut was aus, so viel steht fest. Oh, mal wieder einen Uppercut einbauen, ja. Oh, das sind aber auch Kombos. Stell dir vor, du wirst links getroffen, beugst dich deswegen, dein Körper beugt sich nach rechts und von rechts kommt dann einer, Junge, da ist nichts mehr mit deiner Rippe. Du kannst in dem Moment wahrscheinlich froh sein, wenn du überhaupt noch atmen kannst. So, jetzt nicht auf seinen Kopf gehen. Einfach drauf. Ja, was soll passieren? Soll er mich ausnocken? So, das war aber ein Körpertreffer, oder? Get dragged, Bro. So, siehste, perfekter Sparring-Partner. You want to see me? Have a seat. You sparred with 2 heavyweights and you whipped both their asses. Richtig. Andre, you could make a comeback. And how am I going to do that? With my help? I still want to be your manager, Andre. How would your father feel about that? I no longer work for DL. We have philosophical differences. Uh-huh. But I can get you a license, and I can get you a fight. If you want to fight. Of course he wants to fight. It's in his blood. Yes! I'm coming out of retirement too, kid. Told you I'd change his mind.
Nice. Jailhouse boxing makes you tough, but it ain't professional. You know that, kid. You're a heavyweight now. Heavyweight is a different world than middleweight. I don't want you to embarrass yourself, so look, we're gonna start with a couple of low-key fights in Mexico. Okay, ab nach Mexiko. These guys are durable, and they will be coming to fight. Let's go! Willkommen in Mexiko, Leute. Holt euch mal was zu knabbern, macht eine Pinkelpause. Gleich knallt's nämlich richtig in Mexiko. Und dann sehe ich schon die ganz bösen Fights kommen. Wir sind jetzt Schwergewicht, weil der Knast hat uns nämlich hart gemacht. Und ich sag danke, Ragnomi, für den 12. Sub. Bin gleich wieder da. So. Musste mich kurz umziehen. Im Real Talk. Stream ist für mich immer noch die absolute Hölle im Moment. Auch wenn es vielleicht keine 34 Grad mehr wie unter der Woche waren. Sind hier immer noch 30 Grad. Und mit den Lampen sind hier immer noch vor meinem Rechner 40 Grad. Und ich bin im absoluten Trouble. Für mich ist das nämlich gerade, wenn man natürlich auch noch so hier ein packendes Spiel, wenn man mit Emotionen dabei ist, spielt. Ich komme schwer damit klar im Moment. Und mir geht auch echt nicht gut, deswegen. Aber, was muss, das muss. Dann muss man sich halt auch mal umziehen. Weiter geht's. Wir sind in Mexiko. Geil. Geil. Good evening, I'm Joe Tessitore alongside Teddy Atlas. And we welcome you to the Mexico City Plaza here in Mexico City for our main event. Stellt euch mal so eine verdammte Karriere in einem UFC-Spiel vor. Wie ich es feiern würde, mit verschiedenen Storyzweigen, je nachdem, ob du gewinnst oder ob du verlierst. Boah, das wäre so geil, Mann. Oh. Gott, will ich das feiern. Was? Für Mexiko macht man gefühlt alles, Striker? Wer sagt das denn? Holt ihr deinen ersten im ersten Schwergewichtskampf einen Sieg? Ja, muss ich ja, ne? Komm ja gar nicht drum rum. Voll! Hört doch mal auf mit diesen verdammten macht ihr deinen Kämpfer selbst und werd the greatest of all times. Das haben wir mittlerweile machen wir seit 6 Jahren. Gib uns oder gib uns wenigstens 2 Möglichkeiten. Also gib einem die Möglichkeit, einen selber zu erstellen. Und dann wirst du halt einfach greatest of all time, wenn du da auf sowas Bock hast. Und gib uns eine richtige Storyline. Mit einem vorgegebenen Char, nachdem weiblich oder männlich, völlig egal. Und dann macht er eine geile Storyline draus. Kann doch nicht so schwer sein. Als ob das niemand feiern würde in dem Genre. Das ist doch keine Sache, die es nur im Boxen gibt. Ich verstehe das nicht. Also, ich kann euch nur sagen, der Typ kann nix. Und diese Nachschläge, ey. Nee, der Mexikaner schlägt nicht zurück, der kann gar nichts. Jetzt, wo ich Fight Night Champions spiele, muss ich sagen, dass ich legit noch enttäuscht von UFC bin. Also versteht mich nicht falsch, UFC 4 ist ein super Spiel. Ja? Es ist eine großartige MMA-Simulation, ja. Das macht es perfekt. Aber dieses Pseudo-Karriere-Modus-Zeug ist einfach unentertaining as fuck. Das macht mich traurig. Nee, ist kein vorgegebener Schwierigkeitsgrad. Ist einfach, ich habe normal genommen, Standard, weil ich ja keine Boxerfahrung habe. Aber das spielt auch keine Rolle, der Mexikaner kann doch nichts. Wir wurden auch schon in anderen ganz schön zerruppt, ne?
So etwas wie Journey in FIFA, nur nicht über 3 Teile. Warum müssen wir denn jetzt auf FIFA? Hier, das ist ein Fighting-Spiel. Ich brauch... wann bucht ihr mir ein Flugticket nach Mexiko? You can do this. You can do this. I need another round for you. I need you to be busy this round, Ich frage für einen Freund. Let's back smart and not get caught. Back smart. Hands up. Über was haben wir gerade geredet? Ja. Oh, wer hat sich der Mexikaner jetzt endlich mal? Also. Nein, ich brauche keinen Vergleich mit irgendwelchen Fußballspielen, wenn ich auch offensichtlich Vergleiche mit Sportspielen, Kampfspielen habe. Ich meine, okay, das Spiel will keine Box-Simulation sein, weil ansonsten wären solche Schlag-Kombos natürlich nicht möglich. Aber das ist auch spielt gar keine Rolle. Was macht der Mexikaner nicht so schnell platt? Wir wollen mehr Rundenschilder sehen. Rap. Wie UFC ist tot. Ist das so schlecht? Ich habe vor 30 Sekunden noch quasi noch gesagt. Es ist ein super Spiel, aber es gibt für mich keinen Grund, es zu streamen. Cause why? Das kann man wunderbar auf der Couch spielen als Simulation, aber es bietet mir einfach nichts mehr. Wilder Panda, Dankeschön für 60. Subman, Dankeschön für 5 Jahre Support. Danke dir. Well timed by Andre Bishop. He took a step back, landed the counterpunch. Exactly what he wanted to do. Bishop's the kind of boxer that wants to do just that. Find the target, get the combination working, land both punches. Mal abgesehen davon war der Journey-Modus jetzt nun wirklich nicht sehr geil. Also bei allem Respekt, aber... Nice work, the left hand to the head. So unterhaltsam war das jetzt nicht. He got hit right there, but he also gave one. Solid effort by Andre Bishop. Well targeted two-punch combo by Andre Bishop. Kombos. Ja, Wilder Panda, es ist verrückt. Habt ihr ein Glück, dass ich ihn nicht K.O. gekriegt habe? Oder habe ich das etwa mit Absicht gemacht? Perfect. Perfect. Let's get close and set up the hook, Trey. Move in with the jab. Head and body, all right? Ja, Soldat, das war auch noch ein echt gutes Spiel. Kein Zweifel. Der Kampf geht über die Distance, oder? Ja, das hättet ihr wohl gerne, wa? Das mit der mexikanischen Musik im Hintergrund, das ist richtig viel Liebe zum Detail. Was? I wouldn't be a judge? Junge, der Mexikaner stirbt gefühlt. One of those examples of what every trainer would really like to have, and that's a fighter with good hand speed. Yeah, and he's showing that right now. Now, the trainer. Leute, wir haben gestern eine sehr geile Entscheidung getroffen, nicht weiter UFC zu machen, sondern dieses Spiel zu spielen. Ohne Scheiß, ne? Ich komm ganz schön oft. Ich mach ganz schön oft Körper-KOs, ne? Pulled out into a world of trouble, a world of punches. I give him a lot of credit for even getting up from that knockdown, but he still has to impress and move forward here. Yeah, I applaud him. I give him credit, but I also Gib dem noch 2 Minuten. That's one of the reasons he got Man kann auch eine Karriere machen, Killer. Das ist es ja. Das Spiel bietet eben beides. Einen Hollywood-reifen Karriere-Story-Modus und den ganz normalen Karrieremodus. Das ist ja das, was ich meine bei UFC. Du kannst den Karrieremodus ja machen, aber warum nicht auch noch einen coolen Story-Modus nebenbei? Kann doch nicht so schwer sein. Der muss ja auch nicht lange gehen. Dieser Story-Modus, wenn wir heute an einem Abend durchspielen, versteht ihr? Geht nicht darum, dass der 20, 30, 40 Stunden geht. Geht darum, dass er mich einen Abend lang mächtig unterhält.
mehr will ich doch gar nicht in so einem Spiel. Das reicht mir völlig aus. Selbst wenn er nur 4 Stunden geht und von vorne bis hinten durchgeskriptet ist. Macht er trotzdem Spaß offensichtlich. Ne? Teddy, there are opportunities that are here for him, aren't there? Yeah, counterpunch opportunities because he got an opponent who's walking in a little bit. Now he has a chance to start wenn wir danach noch den Karrieremodus starten, müssen wir uns einen Mexikaner erstellen, oder? Good work with the uppercuts. Nice job there. Bishop could really use a pit stop here. He needs to refuel. Yeah, he needs to tie up a little bit. Chavez is right in the way of that hook to the Mein head. Gott, hält der viel aus, diese Heavyweights, ne? And the round comes to an end. Genau, El Tigre kommt zurück. Ist nicht so, als gab's den nicht schon mal. That's what we need. Keep the pressure up. And I'm telling you, this guy... Keep your hands up. Don't worry now. I just need you to focus. Keep your hands up and keep working the jab. So with the start of this round, we've reached the halfway point. Be interesting to see what we're in store for down the stretch of this fight. Alle müssen besser, das ist lustig. Ich find's mega geil. See him trying to cut down that tree with a well-placed right hand. And oh, what a good, strong uppercut by Chavez. Guck mal, jetzt kuschelt der schon, damit wir noch mehr Runden kriegen. Oh, diese Combo gerade. Halt die Schnauze, ey. Solid, perfectly executed combination. Antonio Chavez is down. He's gonna have to beat the count. Das war's, Leute. Schluss aus Mexiko. Der kann nicht mehr. Brian Kenny back here on Friday Night Fights. Big pay-per-view this past weekend. Isaac Frost defending his heavyweight title again, stopping Reggie Stewart in 2 rounds for his 14th successful title defense. Promoter D.L. McQueen has begun touting Frost as one of, if not the greatest champions of all time. That seems a bit premature, but there's no arguing with Frost's record. Undefeated, all his wins coming by knockout. Quite a feat. In other news, can former middleweight contender Andre Bishop make a comeback after spending more than 5 years in prison? And can he do it as a heavyweight? It's one of the more fascinating stories in sports. We'll, of course, have the latest for you here on Friday Night Fights. Ich liebe das. Das ist so geil. The Mexico City Plaza here in Mexico City is home to our boxing card tonight, and it's headlined by a heavyweight clash. Good evening, everybody. Ja, ein Glück, dass wir in Mexiko bleiben. This is just the second fight at heavyweight for the former middleweight prospect, the American Andre Bishop. Tonight, Bishop will face Raul Castillo. Raul! Round 1 underway between Achte im Fight auf Castillos Körperangriffe. Also das ist jetzt ein Mexikaner, der sich wehrt quasi, ja? We will watch for the naturally smaller man Bishop to utilize some movement and try to keep a distance. Das ist ein Mexiko-Emote. Ihr meint ein Booty mit einer mexikanischen Unterhose, oder was? The trainer of Andre Bishop that's a huge left he just scored with. Muss ja nichts sagen, aber ich bin schon auf die Schnauze. I think he's going to go down after getting tagged right there. He doesn't know where to go. I mean, he's like a guy that's caught in a hailstorm. He's trying to get to the other side of the street, but he just doesn't know where it is now. Nice block that time. It was intended to the head. Raul Castillo is ich glaube, ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Der Typ ist böse. Wolf mit Sombrero. Und was macht er mit dem Emote dann? In unseren Slots verstauben lassen?
weil es keinen Grund gibt, das zu posten. Alle 6 Schilder. Alter, bei dem kann ich froh sein, wenn ich gewinne. Ey, nix Schilder jetzt. Teddy, what are some of the things you look for early on when you get a big puncher against the guy that really likes to take the fight? Warum geht meine Ausdauer eigentlich runter, wenn er mich grappelt? Was für ein Cheater. Catch the guy as he's coming to you. Don't wait till he gets inside. You know he's coming in. Tee off on him. The other day when we were talking to Andre Bishop, he said to have success in this fight, I have to land combinations. He landed a good one there. Ich stehe auf Combinations, ich mach die auch. Combo by Andre Bishop. They trade shots. He comes back with a right hand. And now he's targeting upstairs. Fine looking right hand by Andre Bishop. Okay. Nice. Listen, Andre, I don't want to see one punch. You're throwing the uppercut, but I need to see another punch after that. He steps inside, uppercut, and hook. Well, anyway, let me say you're welcome for the wonderful world you know. So, Luca, für die nächste Runde. Also, Dankeschön für die 5 Subs. Dankeschön. I need you to relax. Believe it. Extra lang die Sequenz für euch. Der hört ja gar nicht mehr auf. Hallo? Wir haben es verstanden. Bishop's recovered nicely here. The start of this round, and he is proving to me at least that what happened in that last round Sollte eigentlich nicht Klammern Ausdauer bringen. Oh, keinen Sinn, oder? Good defensive skill. He's committed to that left hand, and it's working out. Scored well up top. Staying away from those headshots with his defense up top. Andre Bishop getting back to basics, landing that right hand. How about that exchange? Stamina-Vampir, ja, richtig. Beim Grabben beißt er mich. Das ist es, der beißt mir in den Nacken. Denn meine Ausdauer ist jetzt schon gefühlt broke. Ich bin in einer Runde gespielt, ey. That is exactly what the corner wanted to see. A good combination punch by Andre Bishop. I think Bishop scored really well there. He just damaged his opponent with that power shot upstairs. Committing upstairs now. He goes there again. Finish with a hook. Bang the body. That's a big... Did you see that? Oh, an explosive headshot there. He is down. Oh. Ja, Luca, krass, ne? This is nothing new to Bishop. He's been down in life and inside the ring, and he's gotten up. He knows how to behave. He's been in those circumstances outside the ring, and that will serve him right here. Good way to bring it back with the left hook after landing that right to the head. Good block by Andre Bishop that time. He'd like to see more of that. Here's one for you now, he says. Right back with the left hand. Puh, der Mexikaner meint's ernst. Der erste war ja wirklich nur Frühstück. Uppercut the left, uppercut with the right, then the left. Always uppercuts, okay? Keep busy on the inside. Bang the body, then finish with the uppercuts. Die Musik im Hintergrund. Ich feier's. We could turn this around, Dre. We could turn it around. Stop fighting his fight. Keep your distance with... Genau, uppercut, 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 and then a finish with an uppercut. Bishop's legs are just fine, thank you. That was the big question. Alter, meine Ausdauer ist so RIP. Ich weiß nicht, wie ich das hier schaffen soll.
You know, Joe, we talk about having a good chin all the time, being able to shake off a good blow, but this is part of having a good chin, being able to recover after being shaken out, after the round before. A headshot blocked. Look at that combination by Andre Bishop. What a bulldozing uppercut by Raul So, Bulldozing Uppercuts, da sehe ich mich His nämlich. opponent is opening up and coming forward, so I would think there's some opportunities that exist. Yeah, I think some counter-punching opportunities not on the front end, but on the back end. It seems to me that Bishop is right now uncomfortable with. Weißt du, der sagt mir, ich soll vor seinen Körpertreffern aufpassen, hat mir aber zweimal im Gesicht ausgenockt. Okay, meine Ausdauer lässt runter, holy shit, ey. Halfway through this round here. Nice strike after catching one by Castillo. And you see what he can do when he sends that right to the head. Pace yourself. Good combination with a flush left hook to the body and then that right hand. Hör auf zu klammern! Mach mir meine Ausdauer, lässt immer weiter runter. Was soll das? Also meine Gesamtleiste. Oh, he is stunned. He could go down. Oh, he's hurt right there. He is hurt. Big shot comes crashing home. Late goings here of this round, and he goes down. Can he survive it? Ich glaube, den Kampf müssen wir nochmal machen. Komm, steh auf! Shit. Nee, ich hab's ausprobiert. Wenn ich selber klammer, geht meine Ausdauer auch zurück. Ganz komisch. Hier steht sogar, er wird dir mit Klammern Energie rauben. Halt immer eine Armlänge Abstand. Und das hat er gut gemacht. Also sein Gameplan, mir Energie zu rauben, hat perfekt funktioniert. Good evening, everybody. I'm Joe Tessitore, and we welcome you to the Mexico City Plaza. I'm alongside Teddy. Also ich muss sagen, das war jetzt mal ein schwerer Kampf. The American Andre Bishop taking on the Ich verstehe zwar nicht so ganz, warum mir das Energie raubt auf da, aber ist okay. You remember when Andre Bishop was a good, hard-charging middleweight prospect? He was a great combination puncher. That's what he's doing now as a heavyweight here. If that keeps up, this is going to be a good night. The right hand scored by Andre Bishop. That's a good job by Bishop offensively. Landing his combinations is a key to victory tonight. Good job on the two-punch combo by Andre Bishop. Castillo's right hand did a nice job that time. That worked well for him. Bishop has to shore up that defense. He is taking far too many body shots from Castillo. Power puncher facing a high stamina guy, a well-conditioned guy. How can the well-conditioned fighter best guard his body so that the power puncher isn't targeting him? Well, move it. Get on his bicycle a little bit. Don't stay right in front. If that power puncher is the power puncher, that's his strength. But his weakness is he probably has to have you right in front. Give him angles. Committing to the body work with the double jab. Castillo's blocking ability is doing well for him there. Oh, he took some damage, but he gave some back with the right hand. Red-hot action to open up this fight. Both men throwing, both men landing. It's been a long time since I've seen something like this. I think it was in a film library. Watching Hammer and Hank, the great Henry Armstrong, never took a step backwards, kept going forwards. Up top with the right hand. Okay, gute erste Runde. Back upstairs he goes. Damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, oder? Dass ich das skippe. Castillo
Castillo's left, landing well. Andre Bishop's showing you what it takes to be the best in this business. Good, crisp combos. That is a big right hand after eating one himself. What impact with that uppercut by Andre Bishop. Use the ring! Use the ring! He returns the favor with a right hand of his own. Big shot there. He is not meant for life on the outside there, and he just paid the price. He goes down. Because he didn't make his mind up. If you're not going to work out in front, get to a distance where you're safe. He stood there at a bad distance. No man's land. Halfway through round number 2. Use the ring! Use the ring! Aí, acabou, gostei. By Andre Bishop. Snaps that jab out. Okay, die nächste Runde gönne ich euch wieder. Frustrating his opponent with great defense. Here's a moment here as you see the step back counter punch where you realize Denk dran, this is uppercut, 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 and then finish him with an uppercut. Look at the little subtleties here, Joe. What he does is he forces him into a position to stop the punch. And then when he stops, steps back, makes a miss, and comes right back. If I'm Bishop's corner, I'm really upset right now with how many body shots their fighter's absorbing. He comes with the straight right hand. And now he's targeting upstairs. Relájate, relájate. Relax, relax. You're okay, you're okay. Keep your hands up. Ja, da kann sein Auge kaum öffnen, aber Got you with ansonsten. your hands down. Let's keep them up. Das sind immer lange 3 Minuten für euch, gell? Bis zum Rundenende. Good job. Don't stand in front of this guy, okay? Hey, TV-Boy. Start of a new round, and I give credit to Boah, direkt der Konter. Let's go. good shape. He could be on the deck in moments. Well, he just went from hunted to hunt. Oh, a big shot comes home for him. Oh, and now the real test. So sieht's nämlich mal aus. After going down a second time. So he is able to get up to his feet after that knockdown. But Teddy, it's what's ahead that's the problem. Yeah, we're getting a peek right now into his heart, into his soul. Was, der ist sicherlich kalt. Das ist in Mexiko. Ich bezweifle ganz stark, dass das da kalt Flush ist. shot, banking away those body shots with the left hand. A little head hunting with the right. Castillo's taken a lot of punishment with the right hand. Teddy, you've said many times, it's where you put your own head when you get hit by those right hands. Well, one place I could tell you where not to put it, in the middle. And he needs to move it to the left, outside that right hand. You can actually see how heavy Bishop is breathing right now. He's desperate to get some air into those lungs. He better close that mouth before he's desperate to get his jaw wide. Good clean shot, returning fire. Well done by Castillo. Both men digging in with uppercuts. Right on the mark with Boah, the top. die Hook-Kombo. Oh, and he returns fire with a left hand. Castillo smashed by a hook. Andre Bishop just being smart on Stay the away outside. from those, come on. Oh, and they decide to trade there. Ja, ich hab gerade eigentlich so einen geilen Konter setzen There's a können. straight right hand. Targeting each So langsam other, sollte ich the ihn finishen, exchange was sonst krieg ich ein something Problem. I need you to keep pushing this guy away from me, okay? Keep pushing him. Get some space and then throw the hook, all right?
just step to the side, but step off with the hook. Mensch, schon wieder Runde 4. All right, breathe, deep breath, get some water. You're good. You're okay. Breathe for me. Now listen, you threw a white punch and he caught you. Ist überhaupt noch ein Auge offen? Das sah gerade literally so aus, als hätte er keine Augen mehr offen. Da verpasst er ja offensichtlich sehr viel. Here we go with the 4th round. Bishop's got to be thrilled with what he was able to accomplish in the first half of this fight. And as we start this round, clearly he wants to keep things in the same order. Well, part of the testing of anybody being successful in anything, in boxing, in anything, is how do you handle prosperity? We're going to find that out right now. I know that sounds like a good problem and a half, but does he get carried away with himself? You know, does he get a little cocky? We're going to see. Use your feet. Do you see any way in which he can take his opponent's aggression and turn it against him? Yeah, the perfect way. I mean, boxing 101, counterpunching. You got a guy coming Referee, das muss man doch eigentlich mal change abbrechen. his mind. Make him miss, make him pay. Double up your punches. Halfway through round number 4. See, Andre Bishop, that training really paid off. Just back to basics with the 1-2, boom, boom. 1-2, boom, boom. Oh, that's a big shot with the left hand. Ja, da hätte ich mehr antizipieren müssen gerade, aber ist schon okay. Yeah, baby. Ja, ganz genau hast du sie noch. Back up top he goes. Right to the belt line. You see he comes over the top with that right hand. A real solid shot. A huge uppercut by Andre Bishop. Ja, froh, das meinte ich ja gerade mit. Ich hätte antizipieren müssen. Nice job by Bishop with the power shot. A crushing 2-punch combo by Andre Bishop. Junge, beide Augen sind, ne, das rechte ist noch minimal offen. Alter. Extra lang für euch offensichtlich. Let's keep him at a distance, okay? When he comes in, throw the uppercut, you understand? He's moving in with his head now. Shoot that uppercut, then get out. Ja, ja, finish with an uppercut. After an uppercut. And before that, don't forget the uppercut. So a fresh round is underway, but is it a fresh fighter? Castillo's corner is hoping so, based on what we saw at the end of the last round. Das Auge ist aber kaputt, Assassino. Also be hoping that his opponent across the way doesn't come out here like the executioner to get this over with, because if he does, I think it's over. 1-2, 1-2. You got this one. That right hand serving him well. Castillo's defense is now serving him well. Nice job blocking that punch. Castillo macht das schon deutlich besser, ne? Punch, punch. Able to get away from Besser that als head geworden, shot der with the block. Castillo. Oh, that's good stuff. Ich weiß nicht, wie er das macht. Wenn er nur ein Auge hat, aber muss ich halt offensichtlich etwas mehr. Warum ist das jetzt schon wieder normal? Ja, ich muss einfach deutlich mehr linke Hooks machen, damit das rechte Auge sich auch komplett verabschiedet. Comes right back at him with a left hand. That's great stuff.
Ja, der Karrieremodus wird natürlich keine Story haben, ne? Das sollte aber dann klar sein. Müssen tust du gar nichts. Richtig! Das Einzige, was ich offensichtlich muss, ist über die Distance gehen, weil ansonsten gibt es einen Aufstand im Chat. Bin schockiert, dass ich den nicht down kriege, ey. I like the way he went up top that time with the hook. That's it. At this point, Andre Bishop can just put it into cruise control. Yeah, they have that choice. They can go into the prevent defense and coast home, or they know the business, and Gus knows the business. They want to be an attraction. He could say, go out there and finish. Make people talk about you when they're leaving this arena. Ist so. Das rechte Auge ist immer noch ein bisschen offen. Mal ausflippen, wenn der Scheiß-Typ nach down geht. Ich kann ihn jetzt down machen. Es gibt keine Runde mehr. Das ist die letzte. Die hatten Bauchnabelpiercing, ja. Ist auch schlimm. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht noch down gehe. Das heißt, ich sollte den Kampf eigentlich auf Distance halten. You know, where the guy thought that he went to bed and all his teams were winning at halftime. He woke up and found out that he owed a lot of money. And he said, what are you doing? And the guy said, Charlie, maybe no one told you. We don't pay you off at halftime. This fight's not over. Keep your concentration. This is what they worked on in training camp. Another good combo by Andre Bishop. Bishop's hand speed right now, the difference with what we just saw, able to land that combination. Yeah, he's probably going to need a little bit more down the road, but right now, that's got him in front. Wie der ausrastet noch mit seinem halben Auge, ey. Like a fighter, coming back with the right hand after getting scored upon. Was? Warum hast du sie noch? Warum? Da hat mir doch gar nichts getan. Ja, ich bin tired, Alter. Bin extrem tired, ey. Good effective work with that straight right hand. He clinches when he gets to the inside. Keep moving. Keep moving. One to the bottom. What a great job. He gave one right back in return. Nice work by Raul Castillo. And out of nowhere, things can turn like that. Wir gehen die Distance. Everything was looking good. Now it's looking bad for him. Well, that's exactly why, because nothing was coming at him. His opponent wasn't throwing back. He got a little lax, and he paid a price. So nämlich. Castillo hat die ersten Runde 5 und 6 angefangen zu kämpfen. Oh, das tut mir ein bisschen leid. Ja, zu Recht. So. Da ist der Sieg in Mexiko. Mexico City was a big success. Auf jeden Fall. We're talking about Andre Bishop again. Welcome back. It feels good to be back. Thanks, Megan, for everything. I know Franco and my father set you up. I can't prove it, but I know it. You wouldn't do something like that. I know what kind of man you are. And I know what kind of man my father is. You know, it doesn't even matter anymore. I did the time. It matters to me, Andre. So what now? We gotta get you cleaned up. Wie clean up? Nein. Like a bum no more. Thanks, Gus. Hey, thank me later. Let's get to work. Come on. Come on. Megan, was soll das? Nice work, Megan. Nee, nicht nice work. You too, Gus. Fuck Megan. Was ist passiert? Ich bin einfach der Geilste.
Ja, gut, Assassino. Ja, gut. Der hat uns einfach wieder kahl gemacht. Was soll das, Megan? Ich mochte dich. Bin sehr enttäuscht. Schlechte Story. Ich weiß ja nicht. So. Interaktives Training. Wer ist das und was hast du mit meinem Charakter gemacht? Achso, oh ja, das hat nicht funktioniert. Okay, und fuck him. I'm just maybe a crazy old man, and if you think about it, maybe they're right. Maybe I am just a crazy old man. But you know something? It isn't what people think, Andre. In boxing, it's about what you know in your gut, what you know in your heart. And I know in my heart, you got what it takes. And I know in your heart, you know you got what it takes. When you come right down to it, all that matters is heart. Ja, sauber. Well, this could be a major hurdle to overcome for Andre Bishop. Look at this replay. I believe this is where he hurts that right hand. What the? All right, kid, how you doing? Right hands, bro. Are you sure? Oh, yeah. What do you want to do? Use my left. It's all about heart, kid. It's all about heart. And a good stiff left jab. The fuck? Runde 2 von 8. Gewinne diesen Kampf mit einer Hand. Wenn du mit der rechten schlägst, riskierst du bleibende Schäden. Well, one of the things he has to do, Joe, is make sure that nobody other than us knows that he hurt that hand. He's got to go out there and not show his opponent that that's bothering him. Use the left hand, maybe every once in a while fake like you're going to throw the right hand so your opponent doesn't know, doesn't take advantage of that fact. And Andre Bishop now appears reluctant to throw. Ja, ich kann nur links schlagen, ne? And now another left. Ja, natürlich, another left. Das soll er machen. Oh, einmal rechts benutzt und meine Ausdauer und Energie und Schäden-Ding ist komplett im Arsch. Oh boy, okay. Darf also gefühlt nur noch eine Taste drücken. Machen wir so. Darf wirklich nur noch eine Taste drücken, ey. Naja, 2 natürlich, aber... Wow, das ist crazy. Interessante Aufgabe. Muss es halt auch mal ein paar Uppercuts sein mit links. Fasten your seatbelt. More turbulence ahead. And now a well-placed hook to the head. Whew. The other day when we were talking to Andre Bishop, he said to have success in this fight, I have to land combinations. Das passiert in der ersten Runde, ey. Johnson's putting forth that hard work he did in training camp there, landing it. He is damaged badly there. Oh! He goes down in the later stages of this round. He's going to try to survive it. No. Stand up! Stand up! Come on, get to your feet. Well, in that last round, Andre Bishop got stunned there. I'll be very interested to see how he starts off this next round after listening to trainer Gus Carisi. Well, I think they're always talking about the psychological parts of this game, so I'm sure that he's going to come out at least looking like he wants to get right after the guy and then control himself before he gets too close. He wants to show the guy that there's no bad effects, that I'm okay. Uff.
Bishop's corner did a good job in that last round. They really got their fighter back to where he needs to be after being damaged in that last round. And that's not the only good job they did in the corner. They did a good job in the camp because obviously they have him in top shape and it's paying dividends right now. Great movement to get away from those punches. This is one of the most impressive, gutsy displays we've ever seen out of Andre Bishop. It is absolutely certain to me now that he hurt that right hand. He's completely a one-armed fighter right now, just utilizing that left against Meldrick Johnson. And Sehr cool, dass die Kommentatoren dann auch drauf eingehen. Keep moving. Teddy, what would you recommend based on what we're seeing here tonight? Well, 2 aspirin and then go, oh no, actually I would say a little It's mega counterpunch weird, would be just what the keine doctor Kombos machen ordered. zu That's a können. better prescription for him. A well-placed, gutsy uppercut after being tagged. 90 seconds to go here in this round. Takes one, but gives one. Good work by Meldrick Johnson. Let's see some more head movement. He comes back with the left hand again. He got hit right there, but he also gave one. Solid effort by Andre Bishop. Use the ring. Use the ring. Right hand over the top, very accurate with it. Close the jab. Solid right by Johnson. Meldrick Junge. Johnson's on the bad end of a big hook upstairs. Solid jab by Andre Bishop. Scores up top with a left. Crashes home with the uppercut. And the ref's not going to tolerate the headbutt there. He hands out the warning. Well, Andre Bishop must have a cut on the inside of his mouth. It must be damaged up pretty good because there's a significant amount of blood showing up from his mouth. Das Blutbad. Andre Bishop now just has to turn things over to Gus Carisi in that corner and hope they can Wie do sehe ich a denn lot aus? of work on that cut in these 60 seconds. Exactly. You never know how a fighter's going to behave when he's tested in that way. You know, he's been tested where he's been hurt, things like that. But when you're cut, you never know what a person's going to do, how he's going to behave. You're looking good. Looking good. Another round, and if it keeps up with the rest of them, it'll be closely contested and hard to score. Now hugging on the inside. You're still not moving enough. Move! Move! Move your head. It'll be interesting to see how this plays out from here. Bishop's cut is now changing the course of this fight. Well, the fighter's been trying to do his job. Now the corner man is the most important person right now in that ring. He has to do his job and stop that bleeding. Scored well with that right-handed Meldrick Johnson. And just grabbing on to Sollte his echt opponent. viel auf Distance bleiben hier bei dem Kampf. Face yourself. Nice strike after catching one by Meldrick Johnson. Bishop's landing a combination here. That's what he does when he's at his very best. Wenn man nach Combinations kann ich noch nicht ganz so machen, wie ich gerne wollen würde. That's a razor-sharp uppercut by Meldrick Johnson. They both decide to bring it. Lands flush with the combination upstairs. Bishop's the target of a hook. That's okay, let's go! And he engages in the clinch. A quick, devastating hook by Andre Bishop. A well-placed left hand up top. Back to the head he goes. Schöne Hooks. That's it! And Great there's the combo. left hand working well for him again. Good flush shot by Andre Bishop. Solid straight right hand. You know, I didn't think we'd be saying this about him, but Teddy, right now, stamina is a real question mark for Bishop. Yeah, and it's hard to understand how it would be because he's always been in shape before. You look Can at his durchgehen. body, it's not always an indicator, but it looks like he's in shape. You have to wonder if he assumed something and was a little overconfident in this fight. And here's a little insight we're getting from our ringside researcher. He says that Andre Bishop actually had a previous injury to that damaged right hand. And get this, Teddy, it happened during his prison term. Bishop's favorite punch is the jab, and tonight
He's loving it. Well, the jab is the table setter, Joe, and he set a beautiful table tonight. Napkin on the left, you know, small fork on the left, knife on the right, and the food right in the middle. And he's eating all night. You taking some English etiquette classes? You getting hungry? Schaut doch einfach irgendwann mal das schon nochmal. Combination punching. Good job with another left hand. Johnson's mouth is bleeding badly. And look at how well Bishop is scoring with that left. That's nice work by Bishop there, landing the left hand. And makes that nice right angle on that hook upstairs. He's committed to that left hand and it's working out. So weird, nur mit einer Hand kämpfen zu dürfen. Johnson's putting his punches together now. That's a nice combination. Bishop's fighting real smart here on the outside. Oh, a nice two-punch combo by Andre Bishop. Das finde ich eigentlich auch ganz cool mit der Challenge. Sowas hätte man halt auch im UFC einbauen können. Keine Ahnung, irgendeine Verletzung und dann halt nicht irgendwie, du fällst ein halbes Jahr aus, sondern hey. Ja gut, nee, kannst du eigentlich bei UFC nicht machen als Simulation. Du darfst ja niemals verletzt kämpfen, ne? Aber es könnte natürlich technisch gesehen während deines Matches passieren, aber dann müsstest du halt eine scripted Storyline machen. Egal, ich finde das cool hier. In the general direction of the head, set up the other punches. You don't want to get carried away for looking to pinpoint that exact spot. Where's it written that you need to win a fight with both your left and your right? Bishop is doing a beautiful job of boxing well, moving, and sticking that left hand and scoring. Johnson's making for a very inviting target right now. Ja, wie gesagt, kann ich nicht oft genug erwähnen. Das Spiel ist 9,5 Jahre alt und es sieht unglaublich gut aus. Läuft auf der alten Generation. Unfassbar. Und ist nicht optimiert worden. Die originale, unveränderte Version. Irre. They know that the opponent only had 60 seconds to recover, and they're figuring. Der Kommentar ist extrem gut, ja. Lands flush with the two-punch combo by Andre Bishop. Good combination punching out of him here. Yeah, exactly. It's kind of like a musical, except right now I don't think his opponent likes the tone of it. Combo lands to the head. Bishop's left working well that time. Nee, du könntest halt zwangsweise bei UFC wenigstens sowas wie Challenges einbauen, so, weißt du, wenn es so, keine Ahnung, gewinnen Kampf, in dem du keinen Leg-Kick dann machst. Etc. Irgendwie sowas halt. And now another left. Meldrick Johnson's jammed by an uppercut. Hit the bot. Jump on. Nice. What a big shot. This is going to take some guts to get up from this. Once again, he goes down. Au, mein armes Ohr. Get up, get up! Hurry, get up! Steh auf! Fuck! It can all change so fast in this game, and for Andre Bishop, the injured right hand changed everything as Meldrick Johnson was able to score the knockout victory. Shit. Teddy, this will be very interesting to see if Andre Bishop is favoring that right hand, because our video evidence clearly showed that he hurt that right hand.
But the hand that you use probably 90% of the time is the left hand. That's the lead hand, that's the setup hand, that's the jabbing hand. His corner needs to tell him now there's nothing wrong with that hand. Go out there and behave like a fighter. Go out there and win the fight. And look at how much he's favoring things now. Utilizing the left hand much more. Andre Bishop not coming with that typical Jabs jetzt raushau. we're used to seeing. Ja, muss ja offensichtlich. There's another left hand from him. Good clean shot, returning fire. Well done by Andre Bishop. Good looking jab there. Andre Bishop, when he was in his prime, he always had a very good left hand as a middleweight. Now he's showing he can do some damage with it as a heavyweight. Great work offensively, landing that combination by Johnson. Now he goes to the gut with a right hand. Showing you some defense there with the block. He comes back with the left hand again. That's a good job by Bishop offensively. Landing his combinations is a key to victory tonight. Oh, and he's got something for him himself, and it's a left hand. Double jab by Andre Bishop. Wir spammen die Jabs ist raus. Irgendwann fällt er schon um. Andre Bishop is just going to do further damage by throwing the right hand the way he just did. To the head he goes with a left hand. Johnson's defense is paying off now. 3 minutes gone by in this round. Okay, er hat einen guten Cut am Auge. Good action throughout. We'll see if it keeps up in this round of what has been a very even fight. Nice two-punch combo by Andre Bishop. Andre Bishop's hand speed is the difference here. I mean, that's what that combination was all about. I know einen Counter-Jab machen. He just got off faster, sooner. Bishop's absorbing a hook. And there's the left hand working well for him again. And another left hand lands for Andre Bishop. He's showing what a skilled fighter he is with the counter-punching. Well, the old timers used to say, when you're calm in there, when you're in control in there, you can make him do what you want. He made him tie his shoelaces. Ja, war jetzt zwei gute Konter hintereinander. Offensively scoring with that left hand. Comes across with a hook up top. Move! Oh, nice job by Andre Bishop there, landing that jab. Coming to the halfway point of this third round, and a well-placed counter by Andre Bishop. How about a return to sender with the left hand? Right back to it to the head. Little head hunting never hurt, does it with the hook. Ja, Johnson ist auch ein Vieh, ey. Pulls the trigger right away with the left hand after getting tagged himself. Scored well up top. Oh, that's good stuff. Firing right back with one of his own. Good work by Andre Bishop. Keeping him honest with the double jab up top. Bishop's tagged by a hook. Good job with another left hand. Andre Bishop, he's been working hard on that jab, has Bishop, and here he's putting it to good use. Johnson's corner has to give him some advice here because that left hand has been scoring too consistently. Exactly, Joe, and there's nothing else that he really has to worry about. Take that out of the equation, he'd be winning the fight. That was a good round for Andre Bishop. He just went out there and controlled everything. Nach Runden wäre das alles kein Problem. Also hier geht es halt darum, so viele Runden auszuhalten. He did it like a good, solid fighter. He has his Muss eben target. mit nur einer einzelnen Hand, ne? Bishop staying away from trouble. He's out there on the outside. Headshot lands, was a hook. That's it. Bishop's picking up right where he left off. Remember how he finished that last round? Yeah, he really finished strong, really fast. And you know what? This is a thinking man's fight. I know a lot of people are going to say Teddy's just an aggressive fighter. No, he understands, and his corner understands that his opponent only had 60 seconds to recover, and they're jumping on him, figuring that the opponent hasn't recovered. Very accurate two-punch combo by Andre Bishop. He's committed to that left hand, and it's working out.
Oh, veteran move. Counter shot to the head. Scores well to the head with the right hand. You're doing That's great. a forceful two-punch combo by Andre Bishop. This is just beautiful to watch. Watch how he just links one to the next, Teddy. A beautiful sequence, almost like musical notes being played. Well, exactly. It's a nice tune because it just follows. One, as you said, follows the other. Nice and smooth. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich gerade auch weit davon entfernt war, den auszumachen. Took a shot, now he gives a left. Look at that. The hook came home with ease. Voll in den Uppercut gelaufen. And now another left. Very clever move there. Little defense turns to offense. The counter punch by Johnson. Scores with the combo to the head. And now he scores well with the straight right. Able to land the hook to the head. Like what I see in there. Hälfte erst geschafft, ne? Übel. We showed you the video evidence earlier where we saw the replay of Und diesmal habe ich meine Bishop Ausdauer injuring that deutlich besser im right Griff. hand. The word we're getting ringside is that injury dates back a bit, and it may be the cause of all his problems. They say he injured that right hand while he was in jail. Andre Bishop's doing well here with that two-punch combination. Schöner Konter natürlich. Johnson's able to land a good, solid left hand. Good flush shot upstairs. It seems to me that Bishop is right now uncomfortable with the pace that's being set in this fight. Wow! Andre Bishop is on the receiving end of a power shot that scored the knockdown. Well, this is like a microcosm of his life. He's been down outside the ring before and has gotten up too. And that will serve him because he has survived very difficult things outside the ring, and he is thinking of that right now, believe me. Andre Bishop is damaging himself every time he throws that right hand. He is in serious pain. Serious pain, rufen wir mal Sugar an, ey. There's another left hand from him. Well, I don't know if he's hip to the idea of becoming a counter-puncher, but I get the sense you'd agree with it. Yeah, definitely. I mean, he's got the perfect platform, the perfect form for it. The guy's walking in right now, not moving his head much. He can time him. Ja, uppercut. That's great stuff. He fires one right back after taking one. Gotta love the work by Meldrick Johnson. How you doing? You okay? So Andre Bishop returns to trainer Gus Carisi after being tagged in that last round. What is Gus going to say to him? Well, he's going to say something like, as soon as those birds stop singing in your head, Scheiße, unser Auge ist concentrate auch on why you mega got dicht. hit. You didn't move your head after your last punch. Don't let that happen again. As this fight continues, it's becoming obvious that Bishop is actually comfortable winning this fight just with that left hand. This is impressive stuff. Focus. You got this one. Really solid left hand by Andre Bishop. That's exactly what his corner wants him to do. Good double jab by Andre Bishop. Nee, Chaos, aber es bietet mir halt nichts mehr, um es noch zu streamen. Bin halt durch, ne? Wow, what an uppercut. Würd's mir aber nicht holen, wenn du die Vorgänger gespielt hast. Nicht zum Vollpreis. Get your hands up. You can see him timing that double jab to the head. Hey, keep your hands up. And there's the left hand working well for him again. What a great job. He gave one right back in return. Nice work by Andre Bishop. Bishop's going about this in a completely different way. He was knocked down, and now he's abandoned everything that he trained up to this point to do. He just threw the game plan away, Teddy.
Yeah, now there's good and bad to that. The good is maybe he had to make a change because he didn't feel what he was doing was working, obviously, or that it could work throughout the duration of the fight. But the bad to it is also that he's doing something he's unfamiliar with now. And his opponent knows that too. His opponent, I think, is going to get more aggressive. Boy, sharp two-punch combination by Andre Bishop. Ja, einen mach ich schon noch. Good job with another left hand. Hooks to the head. Just a dominating evening by Andre Bishop tonight. He is clearly up big on the scorecards. Trainer Gus Carissi has to know it. You can just see by the way he's dealing with him in between rounds. 2 Runden müssen wir noch irgendwie durchhalten. Go two ways with it. Get the rounds out, work on things, carry him a little bit, or go close the show. Here we go. Action to start the 7th round. What an excellent two-punch combo by Andre Bishop. Fine work with the left hand. He landed well by Johnson. Johnson showing you that sublime skill right now with that two-punch combo. You see him with the left to the head there? Johnson's got those earmuffs on and he's got his Den Typen, ne, den kriegst du aber auch nicht down. Da merkst du mal, was für ein Unterschied es ist, dass du nur mit einer Hand kämpfen kannst. Wenn ich meine Rechts-Links-Kombos hier rauspfeffern könnte, dann wäre hier ganz schnell Feierabend bei Mr. Johnson. Aber kann ich nicht. I mean, he stopped right there in the middle of the highway. Cars are coming. You know, pull off somewhere. You know, get the heck out of there. Aber guck mal, normalerweise, das ist genau das ist es eben. Meine Auswahl geht auch nicht runter, wenn jemand grabt. Das macht auch einfach gar keinen Sinn. Das mag beim Mixed Martial Arts vielleicht funktionieren, aber nicht beim Boxen. Das ist total sinnlos. Das war einfach nur eine Spezialfähigkeit, ein Perk von dem. Und halt eine Challenge. Aber keinen Sinn einfach. See, if I'm in the corner of Andre Bishop, I'd be telling him right now. Johnson's clearly affected by that. He turned. Endlich! Remember earlier he was on the canvas. Now he's looking down on his opponent. And we thought it was a bad thing earlier for him. It turned out to be a bad thing for his opponent because he got careless here. Das wird was, Chaos. So he goes down but able to get up to his feet. Teddy, what should he be thinking about now? Well, right now just surviving, but if he survives, then he better figure out why he was put on the floor. And now another left. Jetzt jubeln wir noch nicht, wir haben noch eine 8. Runde. Yeah, they have that choice. They could go into the prevent defense and coast home, or Letzte Runde. And Gus knows the business. They want to be an attraction. He could say, go out there and finish. Make people talk about you when they're leaving this arena. Let's go. It's been that kind of night for Andre Bishop. Everything he does works. One more round to keep it that way. And as a trainer, you might remind him of that movie if he watched it, The Gambler. You know, where the guy thought that he went to bed and all his teams were winning at halftime. He woke up, he found out that he owed a lot of money. And he said, what are you doing? And the guy said, Charlie, maybe no one told you, we don't pay off at halftime. This fight's not over. Keep your concentration. Takes one, but gives one. Ganz genau, dieser Kampf ist nämlich noch nicht vorbei. Bishop's had success so far, just based on his pure hand and foot speed. But there is some concern. Yeah, you know, you got a guy with a real fast car. He needs a racetrack. He needs the right place to use that speed to kind of run with it a little bit. Right now, his opponent needs to change that landscape. Don't give him that racetrack. Step out of range a little bit and leave him there. Let him shadow box, but don't stay in a position where he can be effective. Doubles up the jab. 1-2, 1-2. There's another left hand from him. Woof. Hey, you gotta see that coming. Let's go. Wir bewegen halt sehr langsam nur noch. Shake it off.
scored well up top. Doubling up the jab by Andre Bishop. Bishop's combination punching is working well here. Okay, we go into distance. 8 freaking rounds. Yeah, this is one you would think there's no drama in the reading of the scorecards. Let's hear those scorecards and send it up to the ring. Natürlich, wichtig. Musste der Sieg sein, Alter, die linke Brust. Oh, und Kraftreserven. What do you think of Andre Bishop as a challenger? I think you're an idiot for asking me that question. You get paid to do this? It's your first show? Challenger. I think it'll be a challenge not to kill Andre Bishop. Little Andre can't even throw a punch without breaking his hand. Those were Isaac Frost's words just a few short months ago after Andre Bishop apparently hurt his hand in a fight right here on ESPN. After only taking a short break to let the hand mend, Andre Bishop back in action tonight against heavyweight contender Reggie Stewart. Many are interested to see if the injury will have lingering effects on Bishop, in what should be a very entertaining heavyweight matchup. Let's go back ringside to Joe and Teddy. Boardwalk Hall here in Atlantic City, the next stop for the heavyweight career of one Andre Bishop. How's it feel? Feels good. Feels real good. Good. Because you gotta knock this guy out with him. It's time to show the world that Andre Bishop is as good as new. Bishop's focus is front and center as he makes his way to the ring right now. Geil, Moment, kurz. Stewart's making his way down to the ring, and he does so with a confidence where he knows he put all the hard work in, and he's ready to explode inside those ropes. Boardwalk Hall in Atlantic City, home to our heavyweight fight tonight between Andre Bishop and Reggie Stewart. Of course, Bishop has been labeled the comeback kid. Now So, Stewart mit einer rechten K.O. schlagen. Ach so, weil meine rechte jetzt wieder funktioniert, wa? Los geht's. Und das ist ein Contender jetzt hier, der Stewart. Ja, machen wir das halt mal. The right hand is healed, and watch out, he's on the attack. Well, that's easy for him to say, but the fighter has to feel that it's all right. You know, it's a mental thing. In the gym with the big gloves, with the headgear, yeah, it's been okay. Now with the small gloves, no headgear, early on, you have to wonder whether or not there's going to be a little hesitation in throwing that hand. Das ist ein ganz schöner Riese, ey. Aber wenigstens darf ich wieder normal kämpfen, ey. Ja, man kann meinen beliebten Kombos wieder raushauen. Here's a good example of how he feels about it. He's throwing it. Good right hand. Genau, throwing it. In a matchup like this, Teddy, we know the outside fighter is going to try to stay away from that power puncher. But what about the outside fighter putting forth his own offense? What can we look for and expect from him? Well, distance will create offense for him. Misses will create offense. What he has to do is allow the aggressive fighter, the power guy, to do some of his work for him. When he tries to get in, make him miss, make him pay. Das ist auch gar nicht so einfach, muss ich sagen. Also, es ist wirklich nicht so, dass du hier reihenweise deine Gegner auf den Boden schickst. Und hier muss ich es jetzt sogar noch. Good headshot by Andre Bishop. That's a damaging blow. Tremendous pace being set early on here between these two. Nicht Can't see uninteressant. this fight going the distance with this pace. No, not unless something changes, like moving their heads a little bit. The left hand coming into play by Stewart.
Vor allem, wenn ich ihn jetzt mit links auf den Boden schicke, muss ich das nochmal machen, ne? Ja, moin. Das gefühlt, als dürfte ich jetzt auch nur noch mit einer Faust arbeiten. Yeah, he not only has skills, so that's what I like about him. We have a lot of guys that have speed, they have power, but he fundamentally puts it together. Andre Bishop on the receiving end, but Bishop also on the giving end of a power punch. Der weicht sehr gut aus. Little head hunting with the left. He got hit right there, but he also gave one. Solid effort by Andre Bishop. And now he brings the left hand upstairs. And there's a right hand by Andre Bishop, and another. That's a good sign. DK, Dankeschön für 7 Monate. Andre Bishop was a good, hard-charging middleweight prospect. He was a great combination puncher. That's what he's doing now as a heavyweight here. Dismisses his opponent's headshot. Bishop's right hand working well that time. He scored well. Stewart smashed up top. Another huge shot comes in early on in this fight from him. Well, he understood that his opponent, Joe, was a slow starter. He's jumping right on him, taking advantage. He took a shot, but he came back with a right hand of his own. How about that? Bombs away to the head by Andre Bishop. That's a big Wird der für den Gegner auf dem Gold-Schwierigkeitsgrad? Naja, auf dem Gold-Schwierigkeitsgrad ist das halt weniger Arcade, mehr Simulation. Da darfst du halt nicht rumschlagen wie ein Wilder. Hey Chrissy, willkommen zurück. Dankeschön für den zweiten Sub. So, ja, da musst du, auf dem Gold-Schwierigkeitsgrad musst du halt richtig boxen. Da musst du halt wirklich vernünftig agieren, sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Hier auf dem Schwierigkeitsgrad halt mehr oder weniger Slugfest machen, ne? Da gehen aber die Kämpfer halt dann auch meistens die Distance. Back to action here at the start of this round, which is just part of what has been a very evenly fought fight. One of those fights that's going to be very hard to score. Accurate shot, straight right hand comes in. Teddy, there are opportunities that are here for him, aren't there? Yeah, counterpunch opportunities, because he's got an opponent who's walking in a little bit. Now he has a chance to start to chuck something back at him a little. How about that left hand? Big shot. Oh, the hook got to him. He is down. Ah, Alter, wie das Blut auf meine Schulter gespritzt ist. Oh. Well, this is like a microcosm of his life. He's been down outside the ring before and has gotten up too. And that will serve him because he has some. Oh, das wäre bedeutend einfach ohne die Challenges. Ich muss halt so aufpassen. And he is thinking of that right now, believe me. And coming upon the halfway mark of this 3-minute round. On the mark with the straight left hand. Und ich muss ihn K.O. schlagen. Ich kann ja hier nicht über Distance gewinnen. I hope Reggie Stewart didn't think Andre Bishop wasn't going to throw that right hand. He has no qualms about letting it go. That's a nice right hand that time by Andre Bishop. Nein, aber ich liege gar nicht so am Future hoch. Das, glaube ich, sieht man noch, oder? And you see what he can do when he sends that right to the head. Bishop's found the punch that'll always excite a crowd, and that's that straight hand, that power shot. You can see it coming, and there it is. Well, he must be pretty happy that he's got an opponent that throws all wide, all round punches, because straight beats round. That's a serious power punch he just landed to the head. Oh, a good right hand by Andre Bishop. Was ein Schlagabtausch.
stunned. He just took a huge punch. You can do this. You can do this. I need another round from you. I need you to be busy this round, all right? Let's box smart and not get caught. Okay. Andre Bishop's corner now with a big task at hand. They've got to make sure that their fighter has his senses back after being knocked down. Oh, he's hurt right there. He is hurt. You know, his opponent's doing a good job of just being patient now and working his way on the outside and working well. He just stopped. Ah, ich hasse es, wenn er noch einen Schlag zu viel macht. Why? Because he was standing in front not doing nothing. If you're not going to work, get out of range. Don't let your opponent work. In der Tat, Shaka. At this point, you have to feel that Andre Bishop's right hand is fully healed. He continues to throw it here in the midst of this fight against Stewart. You know, there's a lot to like with Andre Bishop, but right now, I don't like the way he looks in terms of his conditioning. No, he looks like he's slowing down a little bit. And you got to wonder if it's a little mental, too. He got a little discouraged that his opponent is still there. Look at the mess in the ring right now. Stewart's cut is just Also die eine Ringseite ist wirklich mega blutig. We think that judges are not influenced by the way a fighter looks, because if they were, no rounds are going in his favor. He's a weeble wobble in the ring right now, just wobbling away. Zones in on that overhand right. Great pace to this fight, Teddy. These guys are not coming out of fifth gear. Nobody's slowing down. No, they're fighting a 6th, 7th, and 8th gear. Good shot to the head with that right hand. He snaps a jab. Double your jabs. He is wobbly and damaged and just flailing with his arms trying to punch back. That cut that opened up earlier, it just becomes worse and worse as the fight moves Alter, schaut euch mal dem sein Gesicht an. Not helping his cause. He went right out Die linke there after the Gesichtshälfte cut was ist tended to, and he got popped right on that same spot. He has to do a better job defensively of giving that cut a chance for the medicine to work. Whether or not Andre Bishop's right hand is fully healed, the bottom line is he continues to have success with it here tonight against Reggie Stewart. Ja, McFriends, wir haben ganze Freitag und Samstag UFC gespielt. Und haben heute Fight Night angefangen. Also, gesehen schon. Ein paar unfassbare UFC-Kämpfe waren dabei. Aber ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit. Und es war alles im gesundheitlichen Rahmen. And you can see he wanted to do that as he holds on there. Hook off the jab. Hook off the jab. Bishop's hitting the mark right now. How precise was he there with that three-punch combo? He just gave his opponent a really good taste of how fast his hand speed is. Yeah, you know, a lot of times Ich habe mir echt Sorgen, den hier noch down zu kriegen. You know, can damage a guy right away, obviously, and it can intimidate an opponent. But hand speed can do the same thing. Ganz schönes Biest, and I think it's intimidating right now to his opponent. He's afraid to let that jab go because he might get counted with one of those lightning right hands. Solid left hand to the head. He's showing what a skilled fighter he is with this counterpunching. And now we got a fight. He fires back a right hand of his own. How about that? A huge right hand lands from Andre Bishop. There's that overhand right. Fuck, ich habe noch 2 Runden, ihn down zu kriegen. Nee, 3, ne? Wir sind jetzt in der 6. Okay, 3. Uff. Und endlich Energie habe ich aber auch nicht. Could be heading towards a stoppage. Oh, that's good stuff. Firing right back with one of his own. Good work by Reggie Stewart. Wäre man natürlich nicht schafft, auf den ganzen Kampf nochmal zu machen, ne? I think it has come to that point.
He's behind on the cards. He's just got to be. Going to take a knockout to win this? Yeah, I think so. And it's going to take a certain kind of attitude or strategy, a change in strategy. You go into the fights, you don't look for a knockout. You're looking to use your jab, you're looking to set up punches, you're looking to go round. Das Problem, ich traue mich halt jetzt gerade wirklich nicht wieder die coolen Kombos machen. Weil ich echt keinen Bock habe, neu anzufangen, weil ich ihn mit der falschen Hand ausnocke. That's a momentum changer upstairs. Good looking right hand after he got hit. Andre Bishop, even more adversity for him to overcome here. Now, some blood coming from his mouth. Well, that was his intention, and that's what he's doing. Not engaging in the fight, but clinching. No risk, no fun. Nee, Fun ist es nicht, wenn ich jetzt gleich nochmal 8 Runden spielen muss. Das ist kein Fun. It's really, really wet noodles. Andre Bishop utilizing that right hand well. There's no doubt in my mind that it is fully healed. Crazy. That's great stuff. Nee, weil du brauchst die Ausdauer nicht sehen. Das ist völlig unnötig. Gotta love the work by Andre Bishop. Committing now to the left hand. Good straight shot. Solid right by Andre Bishop. And yes! Und das war mit rechts. He goes down. Oh, he may be close here. Aber der wird wahrscheinlich nochmal aufstehen, oder? Now that's impressive. Yes! All week long, everybody was talking about the injury to the right hand of Andre Bishop. He just knocked out Reggie Stewart with that right hand. Isaac, which Bishop brother hits harder? Which Bishop brother hits harder? That's your question? I get these people. Well, neither one of them can punch like me. I can guarantee you that. But between the two of them, well, I'd say little Andre hits harder. I mean, the jailbird's washed up now. I mean, he was a genuine contender. But the big baby, well, the big baby has always been a pretender. Bishop gegen Cooper is next. Good night, old friend. Wenn ich diesmal jetzt keine Vorgaben mehr habe, wird es hoffentlich okayisch sein. Better than a good old-fashioned, meaningful heavyweight fight in Vegas. Glad you're with us. Joe Tessitore alongside Teddy Atlas, coming to you at the site of so many great heavyweight fights through the years, the Thomas and Mack Center. Tonight, Andre Bishop takes on Dwight Cooper. Ja, richtiger Trash-Talker, der Typ. 10 Runden im Zweifel. Okay, Dwight Cooper einfach nur besiegen. Wait, warum blutet ich denn direkt wie ein Schwein? What? 10 Sekunden, ich blute wie ein Schwein. Cooper trying to get away from Bishop's attack. And now we see that cut, and that's become a very inviting target. Holy shit, aber wie übel. Only see that cut though, because he might get a little over anxious, get a little heavy only on that side. Nice. Well, let's talk about what kind of a fight this could end up being, because as far as we see it, both guys are really committed to the cause here. They want each other. Hey, look, the old times would say these guys are harder to miss than they are to hit. Now that looks like a middleweight fighting a heavyweight there. Look at the hand speed from Bishop. And that's exactly the advantage he was going to need coming into this fight to beat the bigger man. Blocks that punch. A little give and take, and here comes the left hand. Good 1-2 from Bishop. He landed that right hand flush against Cooper. Good job snapping out that jab. You know, if you're watching Muhammad Ali, you know you need a jab to move on the outside. But if you're coming forward, you need a jab, and there's proof of it. That's a good job by Bishop offensively. Landing his combinations is a key to victory tonight.
Very nice work to the head. The right hand landed. Took a shot. Now he gives a left. Auf jeden Fall ein sehr fordernder. Teddy, what kind of a pace of a fight do you think we're going to get tonight? A lot of action here between these two, a power puncher against an in-fighter? I think, Joe, in the perspective of the inside fighter, he doesn't want it to be a fast pace. You know, if you're wearing a nice leather jacket, you don't want to be in a rainstorm. You'd rather a drizzle. And of course, you got a guy throwing hard punches. You don't want a heavy rain. I think the inside Das ist innerhalb der ersten 10 Sekunden passiert. Boah, muss der mich übel erwischt haben. Uff. Schütze dein Auge und hol dir den Sieg. Erlaube Cooper nicht zu viele Treffer auf den Cut. Das ist also scripted. Okay, jetzt sieht die Sache doch gleich ganz anders aus. Aber ich sag's ja, lieber scripted und coole Momente schaffen als gar nichts. He has those hands up high, trying to protect that cut eye. Cooper's defense, is it ever good? Look at how easy he's able to block those punches. Cooper's defense is insane. Good jab by Cooper. Takes one, but gives one. Good work by Andre Bishop. Don't walk into his punches. Come on, kid, focus. Halfway through this round, the trainer of Andre Bishop was talking about the fact that, hey, this is a different beast fighting in the heavyweight division. He wants him to block some of these big blows. Ja, genau. Ich darf mich maximal 14 Mal treffen lassen, quasi. Bei 15 wäre natürlich over. Oder andersrum, bei 15 ist, darf ich maximal kassieren. It's one thing for the corner of Andre Bishop to tend to that cut between rounds, but Bishop himself has to protect it, and he's doing a good job of blocking punches that are targeting it from Cooper. Cooper's giving his opponent headaches here now. He's throwing punches, but he's able to block them away. Andre Bishop needs to be so careful right now Ja, ich habe ein Drittel that the ref durchgelassen. doesn't stop that fight, because Cooper is landing punch after punch against that cut eye. You're not winning the rounds, man. You're not winning the rounds. I need you to start with your jab and then go on and go to the body. Go to the body. I want you to chop down with your right to the body. He's timing you coming in. He's timing you. Oh, wow. Das ist aber jetzt jede Runde. Okay. Ja, soll er mal meinen Buddy angreifen? Das macht halt überhaupt gar keinen Sinn, dass ihm der Trainer gerade sagt, geh auf den Buddy. Wenn er offensichtlich auf meinen Cut gehen soll. There we go. Da geht die Shotgun ans Ohr. Where he shouldn't be, and he paid a price. He went down from a big shot. Now he's got to have some big guts to move along. You're going to find out exactly what he's made of. There's Cooper putting out that jab. You can see the trouble that Bishop has had with it. Bishop with a nice combination, a good old 1-2 landing on Dwight Cooper. Ganz im Gegenteil, Speedstar 2011. Der ist so im Defense-Modus, der macht ja schon fast gar nichts mehr. Great combination from Bishop. Bishop's cut is not looking good at all. I'm getting the sense that this fight could be stopped at any moment. So the key is where the cut is. When the referee brings the doctor up to look at it, he's going to look at whether or not
getting worse will imperil his health down the road. This is a real concern now for Andre Bishop as Dwight Cooper is landing punch after punch against that cut eye. He could get a TKO victory here if that continues. Protecting his head oder wäre well das dann wahrscheinlich, würde das erklärt werden, wenn der 15 Treffer drauf landet, wahrscheinlich Referee Stoppage oder so. Gus Carisi gives him the green light and says, hey, you got him right where you want him. I mean, Bishop got to his opponent there. Not an experienced guy like Gus. Übel aus. He'll tell him, stay after him. You got him a little bit hurt. Keep pushing him downhill a little bit. But he'll tell him, do it the right way. Don't get careless. Cooper's got to hope that these 60 seconds Wow, jetzt sind wir bei 3 von 15. Stopp. Warum 3 von 15? Da wir nur 12 Treffer kassieren. Super two-punch combo by Andre Bishop. Bishop's giving us a taste of some of that athletic ability, that hand speed right there. Good combination. And his opponent, though, now is going to have to show us that he could do something to sort of, you know, adjust to this, to counter this. And that's going to be controlling range and timing because he can't match up with the physical hand speed. He got hit right there, but he also gave one. Solid effort by Cooper. Close the jab. Finish with the hook. Je länger der Kampf dauert, desto schwerer wird's. Just back to basics with the 1-2, boom, boom. 1-2, boom, boom, da ist es wieder. That wants to do just that. Find the target, get the combination working, land both punches. Ja, genau, die Vaseline hält jetzt nicht mehr so lange, deswegen hält man noch 12 Treffer aus. Kann man gut erklären, das ist in Ordnung. Akzeptiere ich. A solid uppercut by Cooper. Give credit to Dwight Cooper. He has gone on the attack against that cut over the eye of Andre Bishop. He's trying to earn himself a TKO victory here. Ja, Gas, ich mach das. He gets off with a combination up top. Takes one, gives one. The right hand scores well. Well, his opponent is opening up and coming forward, so I would think there are some opportunities that exist. Yeah, I think some counterpunching opportunities. Opportunities not on the front end, but on the back end. Hey, keep your feet moving. Deep breath. Deep breath. Just get some water. Now look, you can score punches with your jab. Easy, okay? Easy. I need you to string together your punches. Okay, okay, that's it. Listen, kid, keep the jab working, but I need to see more than one punch now. This guy doesn't like your power. Ne, jetzt sind wir bei 4 von 15, also die Theorie mit dem Abziehen gibt sich da nicht aus. Ich gehe mal davon aus, dass es einfach pro Runde ein bisschen schwieriger wird. Jump on. Nice. You see him holding on. Uppercut. Keep working the body. Cooper's banged by an uppercut again. And now he's targeting upstairs. Cooper's failure to get away from his opponent's right hand is really the difference in this fight. Yeah, it is. He continues to get hit with the same punch. Needs to slip to the left. Still plenty of time to work here. Ja, was wollen wir wetten, dass einfach nur jede Runde 1 hochgeht? Now Bishop looking to counter Cooper. Gets that right hand over Cooper's jab. That is boxing 101. A nice crisp combination by Andre Bishop. Nice strike after catching one by Cooper. He took a shot, but he gives one of his own. A left hand scores.
Muss ihn nur besiegen, ne? Naja, nur ist natürlich was anderes. Bishop's doing a nice job being comfortable on the outside. That cut has opened up now over the eye of Andre Bishop. It does not look good. If Dwight Cooper can land another punch or two, he may get a stoppage victory. Carissi's game Guck mal, wir haben es doch schon wieder ein bisschen zugemacht hier. Ist cool. He has a lot of momentum. Yeah, now when he gets back to the corner, of course, Gus only has to tell him, keep doing what you're doing. 6 ist es a guy jetzt. like Gus, Okay. you remind him, hey, it starts with the jab, always fundamentals. Bishop now utilizing that jab against Cooper. Das ist immer -5. Das wäre jetzt das, was mir am sinnvollsten eingefallen wäre. Goes up top with a right hand. Das ist natürlich blöd, dass ich gerade mit Absicht mich habe ein bisschen schlagen lassen, damit die Zahl hochgeht. Yeah, well, that's the problem, Joe, when you put those earmuffs on, but you don't move your head. doing great. Some of them Good are going to work. get through, and just as importantly, you handcuff yourself, so your opponent is going to stay Ja, in there ich finde a das mit little den bit Challenges longer, auch knowing gut. that nothing's coming back right away. Back to the body. Left hand came after the jab. Commits to the straight right. Now you can Ich habe die see 5 nicht Bishop gelesen, taking John. advantage of the countering Verzeih es mir, dass ich mitten im getting Kampf that nicht right hand over Cooper's jab. jeden Buchstaben It richtig seems to lesen me kann. that Bishop is In dem right Fall now Zahlen. Uncomfortable with the pace that's being set in this fight. Well, he started the pace. See, that's the funny thing about it. He said it, but he might not be able to keep it up. Hallo Marty, hallo Marty. Good right hand by Andre Bishop. He needs more of that. Hallo, warte. Cooper's in a tough spot right here. He's going to be swallowing blood. So, wie war das Holzhacken, Schatz? Erzähl. And that can really cut his win. Ich hack hier auch Holz, nur anders. Like a sledgehammer, that uppercut by Cooper. 10 seconds remaining in this round. Mein Gott, der sieht aber auch schon zerfleischt aus, ne? Very good Gestandene Wirtin dann. Andre Bishop. He can build off of that. Yes, he can, and he will build off. Was viel besser im Bier einschenken, das merke ich mir. Round by round. Muss ich ja nie mehr zum Kühlschrank gehen. They are back to action here, but that action has only favored one man. Completely one-sided. Don't stay Hard in to one see the spot. scorecards coming into play here with how dominating he's been. Keeps his hands up defensively, protecting the head. Bishop snapping that jab. The combo lands upstairs. Andre Bishop's knowledge of the game is showing through. 3 ways to defend. One of them is to block. He did it there well. Moin, danke schön für den 6. Sub. Guten Abend. Takes one to give one. He comes back with a right hand. Halfway through the 7th round. Really good work right there, landing the 2 punches in sequence by Andre Bishop. Nein, das ist er. Nicht im Story-Modus. Nur im normalen Schnellfight quasi. Vielleicht im Karrieremodus auch, aber das kann ich dir erst später sagen. Teddy, is there blame that needs to be placed on his cut man? Could he have done more? Well, really, the trick to being a cut man is pretty simple. It's not rocket science. You have to have Normalerweise gibt es zwischen den Runden auch eine genaue Analyse, by the way, wer wie viel Schaden eingesteckt hat, wer wie viel Ausdauer hat. Das gibt es aber im Story-Modus halt alles nicht. But you need a little help from your fighter. You need him to move a little bit on his bike and give those medicines time to work.
the end of round 7. Very good. You gotta keep working, Andre. Keep working. Give it all you got. Gottes Willen, Round ey. 8 is underway. So early on here, you can already see that Andre Bishop looks like a much fresher fighter after taking a break after the last Bitte, wir round. machen das Tony Hawk's Remake. Nicht mehr, nicht weniger. Die anderen Tony Hawk Teile haben vor nicht allzu langer Zeit mal wieder hier gestreamt. Keep your head moving. Bishop's 15 ist, by the way, normal Striker, ne? Das so ist auch im Boxen. Crisp combination. Here's one for you now, he says. Right back with the left hand. Bishop's not just Komm loading jetzt, up. Mann. He's landing combination punches like he did right there. Pace yourself. Right to the head der war with that böse. right. Good smooth work by Andre Bishop. That's classic counterpunching. Yeah, what he did was he pulled that right shoulder back. You know, he just pulled it back, gave him the left shoulder, and then gave him the right hand. Aber du könntest es ja nachgucken, Spitze, wenn ich mal nicht live bin. landing a combination So here. ist es ja That's nicht. what he does when he's at his very best. Turns over that hook upstairs. Good clean shot, returning fire. Well done by Andre Bishop. Wäre 12 nicht Quatsch, weil es dann unentschieden Punktrichter technisch sein kann. Cooper's got something to Was think ist auch about irgendwie so eine now. Championship-Regel? He just threw a punch and had one coming right back at him. His opponent scored well with the counter. 10 clicks of the talk. Oh, that's good stuff. Firing right back with one of his own. Good work by Cooper. You watch this kind of an effort tonight by Andre Bishop, and you completely understand. Wir sind in der 9. Runde, also das erste Mal, dass wir in die 9. Runde kommen. Yeah, and you understand why he thinks he will be a star. Not just a champion, but a guy who will draw crowds. And I'm not surprised, or at least I wouldn't be surprised if he's not in the corner right now. Kann sein, dass 12 Standard ist, aber es gab auch definitiv schon genug Kämpfe über 15 Runden. Well, he ties up there. Oh, and he returns fire with a left hand. Bishop's hand speed is right now the difference. Teddy, you got faster hands, you're halfway home. Yeah, that's a great asset to have, is to be able to do that. But there is Boah, es ist so krass, der Typ geht einfach nach down, wa? Wann ist er mal down gegangen? 5 einmal oder so? Good combination to the head. Little head knocking with that right hand. 15 Runden. Oh! Can he get up from this? He's done it before. Endlich 15 Runden ohne Deckung. Ja, Mann. Muss eindeutig nur Rocky Rewatch machen. Komm, bleib unten bitte. 9. Runde, es reicht. Fuck. Cooper's climb back up from the canvas may inspire him. Looking good. Teddy, what does he need to do right here? He has no balance. His legs aren't underneath him. Well, you know he can't move because he's going to fall on his own, or the referee's going to stop it. So believe it or not, he's either got to grab or he's got to stand on the rope, stay right in front of the guy, and move his head to make a miss. He can't use his legs. Ja, Lonko, beim Boxen ist es so, dass teilweise die Runden 10-7 und so gewertet werden. Da kann das natürlich immer unentschieden ausgehen, also deutlich mehr natürlich. Als jetzt bei MMA im Allgemeinen. You can certainly get rid of a lot of mistakes.
Wir gehen in die letzte Runde. 10 fucking Runden. Und Cyber ist zum 32. Mal am Start. Dankeschön. They know the business. Gus knows the business. They want to be an attraction. He could say, go out there and finish. Make people talk about you when they're leaving this arena. You just look at Andre Bishop's opponent, and you can almost see it in his face that he feels he has no chance. Bishop has dominated all night long as we're here in this. All night long, alles klar. Bishop, he's got one more decision to make. Does he want to just go out on the stage and take his bows afterward? Or does he want to bring the curtain down? Does he want to go after it? Comes right back at him with a left hand. Cooper's coming out to fight this round after being knocked down in the previous round. Teddy, any idea? Do you think he's recouped enough here? Well, we're going to find out very quickly by looking at his legs. You're going to look downstairs just like you look downstairs in the basement of a house to see whether or not those bricks are in place or whether or not some of the mortar. Never leave it to the judges. Also ich sag's mal so, diesen Kampf kann ich ja unmöglich richtertechnisch verlieren. Aber we never leave it to the judges. Can you believe that? There is no way he could continue on. It is done. Hat mir ja nur 10 Runden gekostet, ey. DL has agreed to a fight between you and Kobe Nichols. If we beat Nichols, we'll be in the top 10. What are the conditions? He says there aren't any. There's always conditions with DL. I'm sure we'll find out what they are. But we really need this fight. Okay, let's go. Ab in die Top 10. Wir sind durch, Ati. Das ist alles. Good evening, everybody, and welcome to Boardwalk Hall in Atlantic City for our heavyweight main event. Top 10 ranked Kobe Nichols against Andre Bishop, the comeback kid. Teddy Nichols, number 8 in the world, a legitimate heavyweight contender trying to land himself a world championship. Andre Bishop, a former middleweight who went away due to legal problems and now comes back as a contending hopeful in the heavyweight division. Well, it will be the first time a smaller guy beat a bigger guy if Bishop wins this So, 10 Runden. Besiege Kobe Nichols. Körpertreffer sind sein Wunderpunkt. Körpertreffer sind sein Wunderpunkt. Bishop wants to be added to that list. In a matchup like this, Teddy, with a power puncher against a fast fighter, who has the advantage the longer the fight goes on? Well, almost always it's going to be the power guy because he's not going at a fast rate. This doesn't bait. He's placing his punches. The quick guy, he's letting it all go. Now you know why a lot of folks like this heavyweight version of Andre Bishop. Look at what he can Jetzt sag nicht, ich darf keine Körpertreffer machen. Naja, okay, da ging jetzt aber ein Körpertreffer durch. Right. Andre Bishop and his cornerman Gus are just disgusted by that. That seemed like a legal body shot, but yet the ref is deducting a point for a low blow. Low blow Massaker, verstehe. Mal sehen jetzt, wie der Hase hier läuft. So einer ist es also. Tja, bisschen ist korrupt, wa? The other day when we were talking to Andre Bishop, he said to have success in this fight, I have to land combinations. He landed a good one there. Nichols' cheek is cut, and you can see it's opening up now. Boy, that could be a factor later on. Bishop's able to land a nice, clean left hand. That's a big striking blow to the head by Kobe Jetzt haben wir hier wieder so ein kleines Slugfest, ey. Well targeted two-punch combo by Muss er offensichtlich sein.
Shake it off. Uff, das Business versucht aber auch mich definitiv nicht mehr nach oben zu lassen. Scored well upstairs with the right hand. End of round. Those shots went low, Gus. I know, kid, I know. McQueen's got this referee in his pocket. That's his condition for giving me this fight. I lose. Nah, ain't gonna happen. That's right, kid. You're gonna wear this guy out, okay? Keep moving. Keep that jab in his face. Counter upstairs when he opens up the punch. Do not go to the body. Upstairs, you got it? I got it. Stay upstairs. Okay. Fucking Typ schmiert natürlich alle, wa? Here we go. Round 2 is underway. Lass dich nicht disqualifizieren, ja moin. Bishop is stunned. He just took a huge punch. And now he has to grab. He has to get in close and make sure that he kills some time. Dann muss ich halt mit Jabs auf Distanz halten. Get in there. Let's see some more head movement. War so aggressiv in Runde 1 und das sieht auch schon zugerecht aus. Bin sauer, Leute. Werde hier verarscht. That is a sharp uppercut by Andre Bishop. Ja, Zeit für Jabs. Jabs hauen die nicht um. 2011 Rain. Solid right by Kobe Nichols. And you see what he can do when he sends that right to the head. Bishop's got it down pat. Straight is great. Straight punch wins. Yeah, especially when your opponent is standing straight in front of you. Defense. More Letzte defense. 1997 Funktion. Das kann schon sein, He comes with the straight right hand. dass ich das auch vermutlich gesehen habe. Da, Andre Bishop. also, kann Flush schon right sein. hand to the head. Scores up top with a left. Weil das war so die Zeit, so zu Henry Maske Zeiten, oder? Ich schlag gar nicht unten! The referee just stopped the fight. Disqualification with the excessive foul. Scheiße. You know, Joe, that's a good point. That may have been his intention to get out. Ja, Frage beantwortet, Assassino. I know, kid, I know. McQueen's got this referee in his pocket. Here we go. Round 2 is Ich benutze halt die Taste, die eigentlich für unten schlagen ist, um hier auszuweichen, also um mein Head-Movement zu machen. Ah, Problem. Das macht natürlich ein bisschen schwerer jetzt, weil ich weniger Head-Movement machen kann. able to dismiss it. He's had so much success throughout his career as Andre Bishop, and the right hand's been a big part of it. That's a good job by Bishop offensively. Landing his combinations is a key to victory tonight. Oh, and he's got something for... Wow! Down goes Andre Bishop. Boah, voll auf die Nase, ey. Stand up! Stand up! Aua. Well, this is like a microcosm of his life. He's been down outside the ring before and has gotten up too. And that will serve him because he has survived very difficult things outside the ring, and he is thinking of that right now, believe me. And there's the left hand working well for him again. A little head hunting with the right.
Andre Bishop's doing exactly what you should to be a strong... Look at that! Oh, this is going to be close. He may be able to survive the round, but he has gone down now. Oh. Ich bin immer noch begeistert, was für eine Gesichtsmusik das Spiel aus 2011 hat. Okay, das sollte uns lieber nicht nochmal passieren. I have to give Andre Bishop credit here. We have a referee in this fight who's not doing his job. He's biased against Bishop in calling him for low blows, what appears to be legal body shots. But Bishop has still had success, even though he's no longer going to the body. Well, I agree with you. I give him credit. I think that Bishop has taken all the bad things that have happened in his life and he's using them in a okay, versucht das jetzt ohne Kontern zu schaffen. Also die Challenge des Matches ist es einfach, natürlich nicht nur keine Körpertreffer, sondern auch noch auf Konter zu verzichten, weil wenn du konterst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einmal irgendwie unten triffst, leider recht hoch. I think Bishop scored really well there. He just damaged his opponent with that power shot upstairs. Bishop's recuperative abilities being tested to the limit here. Just 60 seconds to gather yourself after being knocked down in the last round. Now, we talk about the fighter, but it's important right now for the corner, for the referee, for the doctor to know that he does have those kind of recuperative powers. So they give him the benefit of the doubt. Maybe the ref gives him a little more time than he gives somebody else. Up top with the right hand. Bishop's putting forth a little boom, boom, boom. A three-punch combination scoring. Oh, he is stunned. He could go down. Solid. Jawohl, da ist der Uppercut. He goes from being the victim to handing out the punishment. Nichols is getting back up to his feet after being knocked down. More punches. There we go, jetzt aber. And he goes down again. Will he get up from this? Oh, ist das schön. Andre Bishop was reticent to put forth a body attack all night long, but still, he earns the knockout against Kobe Nichols. Andre, I know you don't want to fight your brother, but I remind you, this meeting was not my idea. It was Raymond's. I need this fight, Dre. The public has doubts about who deserves the fight for the title, me or you. You stole your brother's thunder, Andre. Man, I didn't steal anything. It's not about that. I've been Big Baby Bishop ever since you won the gold medal. I never had a chance to be anything else, never even had a chance to be my own man. Sorry, Raymond. I didn't mean to... As my brother, you owe me the chance to prove myself. Okay. Okay. Wie ist UFC 4? Ist ein sehr gutes Spiel, das absolut keinen Inhalt bietet. Bruder gegen Bruder, huh? That's why part of me keeps wondering how the hell did we get to this point? It's not going to do us any good to worry about it, is it? I mean, we're here. Raymond isn't worried. Raymond's wanted this opportunity his entire life, since the two of you were kids. He's bigger than you, but he wants to shine brighter than you. He wants to get out from under your shadow. So he's gonna fight like hell. Oh, what? He's got something to prove to the world, to himself. You've got to give this 100%. You're not going to be doing Raymond or yourself any favors by taking it easy on him, or by looking for a way out. You got to give it 100%. Ja, sicher. Nachstriker.
Brian Kenny back here in our Friday Night Fight studios. Andre Bishop's latest win over top contender Kobe Nichols puts him squarely in the heavyweight title picture. After years of dominance by the champion, Isaac Frost, we now have a situation where both Bishop brothers are considered legitimate challengers for the title. The surprising news from the offices of promoter D.L. McQueen this week is that the Bishop brothers have signed to fight each other, a heavyweight eliminator that's already being billed as sibling rivalry. The winner will earn the right to face Frost in what could be the biggest championship fight in decades. Good evening, everybody, and welcome to the MGM Grand here in Las Vegas. Perhaps one of the most unique fights you will ever see. Brother against brother. Andre Bishop facing his estranged brother, Raymond Bishop, in a heavyweight eliminator to see who can move on and take on the world champion, Isaac Frost. Teddy, this is an odd one. Who could ever think family members facing off in the squared circle? Well, you have that old saying, you hear it quite often, but never quite this way, where you say. Kein Wunder, dass sie das als Riesenfight promoten. Das wäre unter den Klitschkos damals ebenfalls so gewesen. Aber wie John schon schreibt und wir vorhin im Wiki auch nachgelesen hatte, Klitschko gegen Klitschko hat es nie gegeben, weil sie es damals zu Beginn ihrer Boxkarriere ihrer Mutter versprochen haben. Dass das nie passieren wird. Das ist jetzt einfach mal ein ganz normaler Kampf, in dem ich einfach kämpfen kann, wie ich will. Brother versus brother. It's all right, just keep moving. Ja, war ein Knaller von meinem Bruder. Jetzt geht auch über 12 Runden. Jetzt meinen sie es ernst. Ja, Klitschko gegen Klitschko, die werden gefühlte Milliarden bekommen, wenn es zu diesem Kampf je gekommen wäre. Die haben so viel Geld dafür geboten bekommen und sie haben trotzdem nur Nein gesagt. Aber, der Jahrhundertfight wäre das gewesen. Einfach nur des Namens wegen. Nicht, weil es vielleicht ein guter Boxkampf gewesen wäre. Good work toe-to-toe there. Both fighters got in on him. Andre Bishop, when he was in his prime, he always had a very good left hand as a middleweight. Now he's showing he can do some damage with it as a heavyweight. I like that step back. Schöner Konter. Just enough to be out of danger, but still close enough to then land the counterpunch. Well, that's what happens when you have that kind of experience. You're calm enough. Ich denke, die Klitschkos haben das genau richtig gemacht, dass sie diesen Kampf nie haben stattfinden lassen. Klar, für uns wäre das damals in dem Moment natürlich absolut insane gewesen, aber wenn man jetzt natürlich das mal viele Jahre später reflektiert, war das bestimmt eine gute Entscheidung. What's going on, kid? You look like crap out there. Hey, sag mal. Let's pick it up, okay? He might be your little brother, but he's got a big punch. And he's gonna put you on your ass if you're not careful. So let's get it together. Now! I've been Big Baby Bishop ever since you wanted to go, man. I never had a chance to be anything else. Never even had a chance to be my own man. Jetzt leg dich ja nicht hin für deinen Bruder, ne? Das rast dich aus. Here we go. Round 2 is underway. Keep going. Wow. Seht ihr, das passiert, wenn man in den Chat guckt? Fuck. Oh, das passiert nicht, wenn man in den Chat guckt. Das ist tatsächlich scripted. Er legt sich jetzt wirklich für seinen Bruder hin? You alright, Dre? Sorry I had to knock you out, big brother. Brian Kenny back here on Friday Night Fights. A shocking turn of events in the battle between the Bishop brothers this past weekend, as Raymond knocks out his older brother, Andre. Andre was unable to beat the count after a big right hand from Big Baby in the second round.
The stage is now set for a heavyweight showdown between Raymond Bishop and the champion Isaac Frost. Welcome to Las Vegas and the MGM Grand, where there is a great atmosphere for this heavyweight title fight. And why not? We have two of the best in the business going at it. As the young upstart Raymond Bishop, who earned his title shot by knocking out his brother Andre. Ja, aber das ist jetzt hier nicht irgendwie so eine Rocky-Storyline, dass jetzt irgendwie Raymond stirbt im Ring oder so. Great anticipation here, great crowd. The reason why we have a great crowd, not just because you have two of the best, but you have two guys that have a style that almost guarantee that the fans are going to enjoy it. Fireworks from Bishop and Frost are anticipated. Let's see how it works out. Isaac Frost coming down to the ring now. And what a nice reception as he is completely focused in on his goal tonight. Wait. The start of round one for the heavyweight title between What? Isaac Frost, the champ, and the Ich spiele Isaac Frost? Raymond Bishop. Okay, das ist ein Plot-Twist. Huch. Oh, ich kommen sehen. There it is! Hits him right on the spot. Go, Isaac! Double it up now! Double it up! Well, there's a question to be answered now with Raymond Bishop. Verliert keine Ausdauer. Can he fight on? Can he go on and pull out this fight after being knocked down? Good combination punching by Isaac. Now this is Oh! Der ist Dragunov. An ugly situation has developed here. The paramedics are rushing into the ring. Come on, Ray, get up, man. Bishop is absolutely motionless. Give us some room, people. We need to work. Isaac, do you feel bad about what happened tonight? Do I feel bad? No, that's not how this works. This is called boxing. Let me do this. Listen, I'm not gonna cry every time some clown gets hurt, right? Raymond Bishop knew the risks when he stepped into the ring with me. Maybe if he ever wakes up, I'll knock some sense into his stupid ass. Tell DL he could have whatever he wants. Get me in the ring with Frost. I know emotions are running high right now, but in the heat of battle, people say things, ugly things. That's all for now. Please. Tell Andre Bishop he doesn't have anything I want. Everybody wants this fight to happen. I don't. Candace, could you send Franco to escort my daughter out? Good night, Megan. Good night, DL. Good night, Ms. McQueen. Franco, my father's letting you go down for setting up Andre Bishop. I don't know what you're talking about. You will. I'll show myself out.
Nice, Megan. Nice. If I'm going down for the Bishop job, you're going with me. You gave the order. What the hell are you talking about? Your daughter just told me that I'm going down for setting up Bishop? How does she even know about that? Down. She doesn't know anything. Don't fuck with me, McQueen. Nobody can prove anything. It's your word against the next con. We're fine. I still don't like her sniffing around. Excuse me. I forgot my phone. If I'm going down for the Bishop job, you're going with me. I believe Andre Bishop has something you want. Megan, you can't do this. Megan! Megan! I have to admit, I did not want this fight to happen. Even though both fighters wanted it. Even though the public wanted it. And even though I would have made a ridiculous amount from it, I did not want this fight to happen because I did not want to risk two tragedies happening to the same family. Now we know Raymond Bishop, a fine boxer, a fine young man, is going to recover fully from his injuries. I am proud to announce TL McQueen Promotions is bringing you the fight the challenger has been demanding. The fight the champion has been demanding. The fight you have been demanding. Isaac Frost versus Andre Bishop for the heavyweight championship of the world. May the best man win. Good evening and we welcome you to Ein Las Vegas bisschen for the Gänsehaut. heavyweight championship fight Oh shit, between ey. Andre Bishop and Isaac Frost Und sehr here geil at gemacht, the oder? MGM Grand. Isaac Frost, one of the best power-punching, intimidating champions we've seen in the grand history of the sport, not long ago laid an absolute beatdown on Raymond Bishop, Andre's little brother. Now tonight, Andre seeks revenge with emotions running high, Teddy. And that's the key word there, Joe, emotions. You know, this sport is about skills and wills. Wenn ich nichts gemacht hätte als Frost, wäre bestimmt die Zwischensequenz einfach Overtime losgegangen. And go out there and be a good fighter, be a champion. You have to control that. You get mad, your opponent takes advantage of that. This is a true test. Whether or not Bishop can This is a true test. Das wird bestimmt kein normaler Fight. Isaac Frost is approaching the ring now, and this ring walk can tell you so much. Look at the focus on his face. Okay, this is good. This is good. Any questions from the challenger? Any questions from the champion? Yeah, I got one. That's a little random, though. I'm sorry. Okay. Break it up. I want to see a nice, clean fight. Touch up. Gott, was für ein Vieh, ey. This guy is a friggin' animal. Don't even try to win the first couple of rounds. Just survive. Let him tire himself out. Yeah, I got it. I mean it, kid. This guy's a friggin' animal. You seen what he done to Raymond? Use your feet. Keep your hands up. Stick around for a couple of rounds and he'll get frustrated. I guarantee you. Got it, Gus. Okay, Gus weiß schon Bescheid. Ich mache einfach jetzt 600 Runden lang gar nichts. Mit dem Tier möchte ich mich wahrscheinlich auch gar nicht anlegen.
Überstehe die ersten 2 Runden. So geht's ja schon mal los. Es geht los, Leute, mit Überstehe. Alles klar. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es absolut nicht möglich ist, ihm irgendwas anzutun. Hallo, Cassandra. Ich chill, Leute, ich chill. Lass ihn müde werden. Ja, einmal einen Jab anbringen möchte ich schon, damit ein bisschen Ärger, ne? Gott, seine Treffer, Alter. Is this the type of stylistic matchup, Teddy? A high stamina guy against a power puncher that many would describe as, oh, that's a little dangerous for the big favorite, for the big power puncher. That can be a trap. Yeah, it can be a trap because anytime you have a guy with high endurance, that means mentally he's fit. That means he probably has a good chin if he's been rounds before. And the power might not be enough. Nice work, the left hand to the head. Ja, Frost sieht so aus, als könnte er mich jederzeit aus dem Leben nehmen. Hey, this is a different beast fighting in the heavyweight division. He wants him to block some of these big blows. Come on, you know what to do, champ. Let's go. Frost left now getting into the mix. Off, Alter, durch die fucking... Durch den Block einfach zerfetzt, ey. Frost braucht eine eigene Gewichtsklasse. Animal Division oder was? Okay, ich sollte nicht einen Jab machen, oder? Ich bezweifle, dass man ihn K.O. hauen kann. Ist bestimmt durchgeskriptet. He knows how to behave. He's been in those circumstances outside the ring, and that will serve him right here. All right. How you doing? When the dangerous power punching world champion Isaac Frost fought Raymond Bishop, Andre's younger brother, he had damaged him at this point of the fight. Not the case tonight, as Andre is playing it safe. Well, I think what the case is tonight is Bishop learned from the mistakes of his younger brother. He's not making those mistakes. He's not standing in front of the bigger Frost too long. He's controlling his ego. He's keeping it all about business. Bishop's thinking defense first right now, Teddy. I mean, you can just see it in him. He's thinking strictly, hey, what happened earlier, I don't want that to happen again. And that's what his opponent wants you to think. So that's all you need to know, that you can't think that way, especially since that's not his style. Joe, if he was a counterpuncher, it'd be okay. You know, your defense creates offense when you're a counterpuncher. He is not that kind of fighter. He can't win this way. Eieieiei. Halfway through this round here. Was hat er da gerade gerufen? Good combination by Isaac Frost right there. The jab and then the straight hand. Ja, wir müssen ihn halt müde werden lassen, ne? Bin ja mal gespannt, was noch passiert im Verlauf der Story. Also des Kampfes. Stimmt, wie gesagt, durchgeskriptet. Covers up nicely, gets rid of his opponent's body shot. Off! Die Deckung ist schon runtergegangen, wo ich gar nicht noch festgehalten habe. Beautiful work, like we talked about. He's slowing down a bit, so let's help him out a little. What do you say? I want you to go downstairs and give him some power shots now. I want you to chop that wood for 3 rounds. Got it? Knock the air out of his lungs. 3 rounds. Power shots. Pound that body. You got it? I got it. Pound that body. Good man. Okay.
Dann eine 75. Powerschläge heißt richtig Hooks. Ja, okay. Habe ich dafür aber jetzt auch wirklich 3 Runden Zeit? Das muss jetzt nicht in der Runde passieren, oder? Teddy, he did a smart thing right there. Just created enough space and then landed the counter punch. Looked like the will of the wisps, the old great Willie Peck. Made him miss, made him pay. You need to block more. That's nice work by Bishop there, landing the left hand. I don't know if Bishop saw this opening or if his trainer told him to go after it, but the body of Isaac Frost is right now an inviting target, and Bishop is taking advantage of it. Okay. Darf halt noch nicht down gehen, wa? Okay. Eine ganz gute Strategie gerade. Right on the mark with the hook up top. So right from the start in this fight, he's committed to the body shots. Well, that's the time to go there right at the beginning because body work pays off for you later in the fight. No sense in wasting time. That's a big flush punch landing on it. Wow! Bishop is down. Can he get up? Gefühlt ist mein Oberarm gebrochen. Alter. Holy shit, what? Oberarm gebrochen. Da bist du chancenlos. The fight is over. Bishop's unable to get him. Alles klar. One more time. And round number 3 is underway. You see him zeroing in with that left hand to the body. Good flush shot upstairs. He got all into that one. That was a solid uppercut. Well, there's one way to slow the champ. Andre Bishop with a stinging body shot to Isaac Frost. Come on. He digs in with a left hand to the body. What a sharp, piercing hook by Andre Bishop. Good left hand by Andre Bishop. Oh, what a hook upstairs. Let's see some defense. And you can see that Andre Bishop's body work is now having quite an effect on Frost. He is slowing down a bit. Defense, more defense. Keep moving, champ. Stick and move, that motherfucker. Schöner Treffer. Back to the body. But it's a tough moment for Andre Bishop right now. He's hurt. I can hear his corner saying, spit out. Wow. Andre Bishop is down. Darf ich nie down gehen eigentlich? Nee, darf ich, okay. Einfach den an. Well, this is like a microcosm of his life. He's been down outside the ring before and's gotten up too. And that will serve him because he has survived very difficult things outside the ring, and he is thinking of that right now, believe me. That's a good job by Bishop offensively. Landing his... Oh! No! 2 Sekunden Verschluss. Down goes Andre Bishop. Oh, nee, das war's.
Okay. The ref stops the fight. Das ist schon okay, Leute. Wenn das Finale ist, alles in Ordnung. Das soll schon mal schwer sein. Huch. The trainer of Andre Bishop was talking about the fact that, hey, this is a different beast fighting in the heavyweight division. He wants him to block some of these big blows. Oh, and he digs in with a body shot, does Andre Bishop against Isaac Frost. He brings an uppercut that really does damage there. Fires off the hook. Look at that. Völlig egal, wie ich das mache, wie viele pro Runde. Sobald er 75 steht, kann ich chillen. Ist völlig egal, ob es ein 2, ein 1 oder ein 3 mache. Aua. Es spielt doch keine Rolle, ob ich aggressiv bin oder nicht. Ich muss die 75 voll machen. Ob ich die auf 3 verteile oder nicht, das spielt doch gar keine Rolle. Okay, jetzt war ich nach dem ersten ausgenockt. Interesting. And round number 3 is underway. A good solid uppercut from Isaac Frost, wasn't it? Let's go. You're okay. Stay with me. One of the fastest punches in the game. You see how he just turns over that hook? All of a sudden, a glimmer of hope for Andre Bishop. That was a good body shot. His opponent dazed and stunned. Isaac Frost lands a damaging blow to the head. Oh, Bishop got battered right there. Bishop was absolutely battered right there. The one thing he's got to do, wow. And Bishop goes Okay. Get to your feet. Ich finde der richtige Taktik schon. Calm down. Well, we know he can get up. What we don't know is how steady he will be on those legs. But we know his personality. He's an offensive-minded fighter, and he has to control that right now. Right now, he has to think about defense. Cover up! I think Andre Bishop has found something here. More and more body shots landing against the champ. A well-placed left hand up top. Protect yourself. Doing great. Oh, he turns it over right. Good, solid. Oh! Nee, das war von Andre 2011. Bishop down. Will he be able to survive this? Aber da siehst du mal, wie gut das Spiel gealtert ist, wenn man sich fragt, ob das ein neues Spiel ist. Okay, gehen wir es ganz ruhig an. Nein, Konsolen-exclusive. The trainer of Andre Bishop was talking about the fact that, hey, this is a different beast fighting in the heavyweight division. He wants him to block some of these big blows. Move! Work the body. Scores well to the head with the right hand. Right to the body. Andre Bishop is in a Alter, einmal aufgemacht. Holy shit. If I'm Bishop, I clinch. I tie up. I just hug that big tree opposite me. The other day when we were talking to Andre Bishop, he said to have success in this fight, I have to land combinations. He landed a good one there. Well, there's one way to slow the champ. Andre Bishop with a stinging body shot to Isaac Frost. Come on, champ. Oh, that uppercut got Das ist so sick, Alter. Bringt der einmal was durch bis zum Arsch. Boy, he was hurt, but now he's got... Wow! How will he overcome this? Bishop is down. Boah. Get up, damn it! Oh, das war knapp. This is nothing new to Bishop. He's been down in life and inside the ring, and he's gotten up. He knows how to behave. He's been in those circumstances
outside the ring, and that will serve him right here. Bishop's putting forth a great combination there. Wow! Boah, diese Uppercuts, ey. He's been here before. Ludi, das ist ein Boxspiel. Ja. Okay. Doch, UFC ist schon gut, aber ich bin durch damit und hab nichts mehr zu zeigen. Ich will auch nichts mehr zeigen. Macht der mich kaputt. Let's go, champ! Circle him! Good stuff from on. He is not in good shape. He could be on the deck in moments. Please, Gus Carisi back with his charge. Andre Bishop, after a disastrous last round, he hit the deck. Well, you know, he's saying something to him like, hey, look, I know you have a good chin, but quit showing it to me and go out there now and make sure you perform the way you're supposed to do fundamentally. Stop making those mistakes. All right, you look great. You look great. Just don't go fucking crazy in there. No need for that. Just box smart for me, all right? I want to see more jabs and keep your distance. Wait for the opening, all right? You got it? Ja, man muss die 75 zwingend schaffen. Start of a new round, but will it be much the same? Andre Bishop's been down numerous Ich denke nicht, dass der müder wird. Well, if there was a mercy rule like there is in Little League Baseball, guess what? It would be invoked right now, and this would be over. Come on, champ! Don't let him tap. Zoning in on that gut combination punch downstairs. How about that power punch by Isaac Frost that time? That was something sweet, wasn't it? Isaac Frost landing a left hand again here. hit the body. Watch that. I like the way he went up top that time. Wow, a big punch just crashes home on. Oh! And that shot puts Andre Bishop down. Now his personality hurts him because he's going to want to get right after the guy, and he shouldn't. Uff! Nee. Fuck. And it's over. Look at this. Bishop's unable to get himself. Das wären in der Tat intensive Runden. Das glaubst du, Pepper. Ja. Ich hab noch ein bisschen Zeit mitgebracht. Really on the mark. And Isaac Frost able to open up a cut above Andre Bishop's eye. That is not a good sign for the challenger. Oh, and he digs in with a body shot, does Andre Bishop against Isaac Frost. Hey, you got some of that too. Let's go. That's what Andre Bishop wants to do right there, land the right hand. Oh, you gotta love Isaac Frost there landing the uppercut. That was something. He's had so much success throughout his career as Andre Bishop, and the right hand's been a big part of it. Move, Isaac, move! Ja, der erste Versuch war der beste, weil ich da einfach nur das gemacht habe, was ich wollte. Ohne dass der Chat schreit, nee, mach das mach das so, mach das so. Ja, merkt ihr was? Saw this opening or if his trainer told him to go after it, but the body of Isaac Frost is right now an inviting target, and Bishop is taking advantage of it. Oh, you need to block more. Work the body, kid. Body shot. That's a good job by Bishop offensively. Landing his combinations is a key to victory tonight. Good right hand. Frost left, landing well. Protect yourself. Able to block that away. It was targeted for his head. Bishop's putting his punches together now. That's a nice combination. A well-placed overhand right. 10 seconds to go in this third round. Scored well with that right hand to the body. And round 3 comes to an end. Work the body all night long, Andre. Ja, all night long.
Here we go with the 4th round. Targeting that belt line with the right hand. Oh, what an uppercut. Ja, dieses Tier, ne? Great work by Isaac Frost. Too many of those punches by Isaac Frost, and this night's going to be over. Able to land another power shot early on here, Teddy. Does he have to worry about trying to keep up this pace? No, I don't think so. If he keeps at this pace, he's not going to be around to worry. Look at that combination. Nein! Andre Bishop hits No! the deck. Bishop able to get back on his feet, but will he be steady on those feet? I think he will, and believe it or not, I think there may be an opportunity for him to catch his opponent coming in a little reckless. Hey, you got some of that too. 90 seconds to go in round number 4. A stabbing right hand comes in by Andre Bishop. Right to the belt line. See that comes. Let's go. Watch the body shots, champ. And now a well-placed hook to the head. Let's go, champ. Circle him. Hit the body. And now he scores with that left to the body. Let's see some defense. Come on, champ. Don't let him tap the body. Working the body. And Bishop is stunned. He just took a huge punch. Bang the body. Off! This is where his opponent could... Well, it's a tough moment for Andre Bishop right now. He's hurt. I can hear his corner saying, spit out your mouthpiece. They're just looking for any excuse right now to get some time. It started in round 4, and here in round number 6, we're seeing more of the same. A solid body attack by Andre Bishop. That was a left hand that came raining in on him. He does not look good right now. Expect him to clinch. Oh, ich bin da irgendwie raus. Keep moving, champ. Stick and move. Bishop's coming out here after being knocked down in the previous round. How important is it for him to be cautious here, to make sure that he does have his legs underneath him? You know, it's a little bit of a double-edged sword there, Joe, because if you're too cautious, Okay. your opponent, he reads it. You're not in that ring alone, you know, and then he's going to Jetzt get lasst more uns aggressive. So you want to einfach go nur out nicht, there, nur maybe nicht bait him a ausgenockt little werden. bit. Let him think you're okay. Let him think you want to go Dann die after längsten him. 1,5 Let him Minuten think meines you want Lebens to jetzt. engage a little bit, and then wind up boxing, staying on the outside, buying some time. Halfway into round number 5 here. Keep it up. Big uppercut from Isaac Frost, who's a big man. Richtig. Oh. How bad is it, Gus? Oh, it ain't pretty. But we can handle it. You gotta give us some time, Dre. Protect that eye. Don't let Frost touch it or the ref will stop this fight for sure. No way. Give us a couple of rounds. We'll get it under control. Don't let him mess it up. I got you. I got you.
So, schütze deinen Cut. Ach du Scheiße, also nochmal überleben. Oh no, ich darf mich 8-mal treffen. Hier, das werden lange Runden. Das werden sehr lange Runden. Do you see any way in which he can take his opponent's aggression and turn it against him? Fuck. Yeah, the perfect way. I mean, boxing 101, counterpunching. You got a guy coming at you, no better way than to change his mind. Make him miss, make him pay. Isaac Frost really targeting that cut above the eye. Yannick Vega, ey. Ist gleich Zeit für deinen Text, ich schaff das gerade eh nicht. This fight could be stopped. Isaac Frost is damaging that eye of Andre Bishop. We could have a TKO here. Keep popping the jabs, back to the body. Nee, ist nicht zu hart scripted, es soll eine Geschichte erzählen. Also keine Geschichte, wenn du in der ersten Runde ausnockst, dann kannst du Karrieremodus spielen. Okay. Ich liebe den Story-Mode von dem Game, habe ich einige Male gespielt, damals auch Freunden gezeigt. Zu Recht, danke für 65. Okay, und im Blutbad liegt er. Bishop's in a good action here tonight. Both guys bringing their best, and both guys meeting each other stride for stride, punch for punch. Tough fight to score here as we're back underway. That's it, just like that, just like that. Good block. Das ohne Checkpoints wäre absolut unmöglich, Mann. Oh, I like it. Nice work, champ. Just like that. Back to the head. Naja, in 5 Runden Boxkampf erzählst du halt keine gute Geschichte. Andre Bishop knows Isaac Frost is going to come after that cut above the eye, and you can see he is holding his guard up high, trying to protect it. Straight hook, straight hook. Keep popping the jabs, Isaac. I want to see that jab. Ja, ich glaube, die Rocky-Filme hättet ihr auch nicht geguckt, wenn alles in Runde 1 vorbei gewesen wäre. Betonung auf alles. Teddy, what would you recommend based on what we're seeing here tonight? Well, 2 aspirin and then, oh no, actually I would say a little counterpunching would be just what the doctor ordered. Kannst den ganz sicher nicht klammern, den Typen. Ich hoffe, hier werden auch wieder 5 Cuts abgezogen, also 5 Treffer abgezogen wie vorhin. Good combination by Isaac Frost right there, the jab and then the straight hand. Downstairs, upstairs, downstairs, upstairs. Ja, ja, ne, ganz genau, deswegen spielen wir das ja auch nicht mehr. Commits to the overhand right and it serves him well. It's all right. Keep moving. Hä? Teddy, the last thing you want to show a shark is blood in the water. Well, Andre Bishop has blood over his eye, and the shark is the heavyweight champion of the world. It could work both ways, though, Joe, and that's what Bishop is hoping for. It could get your opponent to get over anxious. Look to zero in on that. You know, X marks the spot. Looking to land a big shot, and then Bishop, being a smaller guy, he can take advantage of that over-aggression. He can outbox him, outsmart him. Another thudding shot by Isaac Frost, this time the left hand. Oh, that's a big hook right there. Straight hook, straight hook. Ja, das ist ja auch unser Gameplan. Frost hat wahrscheinlich noch nie 8 Runden lang gekämpft und deswegen ist er jetzt dann irgendwann gleich müde. Und dann kommt unsere Stunde. Pace yourself. Back to the head, champ. Lands a Uff, uff.
Kann bestimmt auch K.O. gehen, unabhängig von der den Cuts, oder? His opponent being able to land anything clean up top tonight. No, because his opponent is not making the proper adjustments. You know, when the head is moving, the body's still there. You can't catch the head. Ja, nix. So ist EA 2020 halt. Ist halt nicht mehr 2011. Als man sich offensichtlich für das Spiel noch Mühe gegeben hat. Nein, brauner Safe nicht. Scripted Storylines kannst du nicht abändern. Wird bestimmt irgendwann die Nachricht kommen, dass ich es jetzt kann. Wir sind jetzt gleich in Runde 8. Also ich würde jetzt mal realistisch gesehen sagen, jetzt. Weil du wirst ja nicht innerhalb von einer Runde K.O. hauen können. Good looking uppercut that time. 10 seconds to go in this round. Just like that. Hey, quit playing around with him and put that bastard away. Okay, nice work out there, kid. Looking good. Bleeding's under control. You know, that could have helped us out a little bit. I mean, he's even more tired now. He spent a lot of energy trying to take you out. Yeah? Still seems like he's got a bit left. Yeah? Well, you got more. You got more energy. You got more power. And you got more heart. God, you got more heart than any other fighter I've ever known. Now, you turn it up. You take the fight to that fucker and he won't know what hit him. This is your fight now, Andre. Take it to him. That's all you had to say, Gus. Let's do this. Besiege Isaac Frost. Okay, let's do this. Closely contested fight. One of those fights that somebody is still waiting to break through and be a difference maker in. Das wird jetzt bestimmt nichts im First Try, aber wir arbeiten mal. Bishop's right hand scores well that time. The other day when we were talking to Andre Bishop, he said to have success in this fight, I have to land combinations. He landed a good one there. How about a return to sender with the left hand? Problem ist halt, ich muss halt... Andre Bishop's landed a good solid Ist es möglich, das über Runden zu gewinnen? Ja, ne? Theoretisch schon. Die Runden, wo ich die ganzen... Wow! Oh! Frost goes down. Frost has never been down. The heavyweight champion of the world is on the canvas. Can he beat the count? Frost trying to get up. He goes down again. It's all over. It's all over. There's a new heavyweight champion of the world, and his name is Andre Bishop. Yeah! Hey up, bitches! I knew you could do it, Andre. I'm proud of you. I hope we can work together now. Oh, I'd love to, Mr. McQueen. But you might have some problems running things from the pen. We had a deal. You gave me your word. She didn't give you my word. You had no idea who you were fucking with. Deal! You better get me out of this! Hey! You better... Also, jetzt mal ernsthaft. Das waren 5 super unterhaltsame Stunden. Aber sowas von. Oh shit, das hat sowas von viel Spaß gemacht. Ich kann kaum fassen, dass wir seit 5 Stunden das Spiel spielen. Wie schnell diese 5 Stunden umgegangen sind.
Mega. Hier, 100% durchgespielt. Genau 5 Stunden und 2 Minuten. Ich habe 8.815 Schläge angesetzt. Davon haben 4.915 getroffen. Das macht eine Schlagpräzision von 56%. Ich habe 3.100 Schläge eingesteckt. Ich habe 37 Mal jemanden umgehauen. Ich habe 36 Mal einen Niederschlag erlitten. Habe offensichtlich diese Kampfergebnisse, Ladies and Gentlemen. Oh, geil, Alter. Oh, hat das Spaß gemacht. Ohne Scheiß, ne? Großartig. KO in Runde 6, einmal nach Punkten. KO in Runde 1, einmal nach Punkten. Runde 3, Runde 2, Runde 4, Runde 4. Runde 1, 1, 1, 1. Das kann ja nicht sein. Ich hatte super viele... Ach nee, dann kam das erst. Ach, das waren die ganzen Amateur-Kämpfe. Ja, Runde 1, 1, 1, 1, 2, 4. Dann wieder zweimal nach Punkten. Dann einmal in der 6., dann einmal in der 10. Dritte, zweite, erste, 8. Ja, das war einfach nur ein mega unterhaltsames Spiel. EA Canada. Können wir mal ganz kurz bei EA Canada anrufen, dass die geile Spiele gemacht haben? Also jetzt mal Real Talk. Mega. Ich bin absolut begeistert. EA Canada macht UFC. Können wir mal bei EA Canada anrufen und den im Briefkasten scheißen? Puh. Traurig. Ich sag's euch. Ich fand's geil. Der Champions-Modus hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und das ist genau das, was ich meinte. Ich brauche kein Make-Your-Career-Ding, was kein... Also, Andi, danke, by the way, für das geile Ende und die geile Story. Danke schön, natürlich, ne? Ich brauche kein Make-Your-Own-Career mit irgendwelchen Slapstick-Sequenzen, die einmal in 12 Stunden ungefähr kommen. Was ich brauche, ist das. 5 knackige Stunden mit schönen Challenges, coolen Kämpfen und einer tatsächlich lupenrein Hollywood-reifen Story. Ich denke, wenn du alle Zwischensequenzen zusammenfügst, ergibt das ungefähr 1,5 Stunden Content. Das heißt, du spielst einen Film nach und das in 5 Stunden. Da lege ich lieber 70 € für sowas auf den Tisch, als für die Scheiße, die UFC 4 gemacht hat. Und das Spiel hat mich 5 € jetzt gekostet. Aber ist ein anderes Thema. Und dann ist das ja noch nicht mal alles. Vergiss das nicht. Ja? Wir haben hier noch einen normalen Karrieremodus. Das war gerade nur der Hollywood-Modus. Wir können auch jetzt noch Karriere starten. Da sieht die Welt wahrscheinlich nochmal ganz anders aus. Aha. So. Und dann kann man nämlich auch einfach mit einem bestehenden Boxer spielen. Ich kann einfach eine Karriere mit Muhammad Ali machen. 72 Kämpfer gibt es bei mir, offensichtlich. Muhammad Ali. Ja, klingt eigentlich interessant. Ah ja, guck mal, Andre Bishop. Nein, warum ist der andere Bishop mit Bart gelockt? Schau dir auf Dr. Pepper Promotion. Ja, die Homepage ist bestimmt noch live. RIP, never Bart. RIP, never Bart. Andre Bishop normal, Raymond Bishop. Butterbean. Ich mache keine Karriere mit Butterbean. Da könnt ihr aber mal Gift draufnehmen. So, wen kennt man denn hier noch so? George Foreman. Den kann ich auch nicht nehmen. Der hat sogar einen geilen Afro. Besuche Pre-Order. Ja, Pre-Order. Junge, wir haben 2020. Page not found. Na, wer hätte das gedacht? Das sind ja offensichtlich noch nicht mal mehr die Server online. Isaac Frost. Alter, ich könnte mit dem Vieh eine Karriere machen. Oha. So, dann haben wir noch Evander Holyfield natürlich.
Vitali und der Wladimir, der Klitschkos. Das ist eigentlich sehr verlockend, muss ich sagen. Lennox Lewis. Und natürlich Mike Tyson. So, mit wem machen wir jetzt eine Karriere? Axel Schulz. Alter, nee. Nee, wirklich nicht. Axel Schulz. Hätte ich wenigstens noch Maske angerufen, weißt du? Oh boy. Eigener Boxer? Buh. Ich will mit Bishop weitermachen. Ich finde den sehr sympathisch. Eigener Boxer? Ich muss Rob Flynn machen, oder? Es kann einfach nichts anderes sein. Foto runterladen, Kopfvorlage verwenden. Muss Rob Flynn sein, oder? Alles andere macht ja gar keinen Sinn. Er hat seine UFC-Karriere beendet, ist Champ geworden und geht jetzt ins Boxen, weil UFC scheiße geworden ist. No offense. But full real talk. Da haben wir auch irgendein Gesicht, das nicht komplett hässlich ist. Also jetzt nochmal so. So viele verschiedene Kopfvorlagen hat bei der UFC nicht. Nur mal so am Rande. Okay, 32 ist nicht super hässlich. Das andere ist ja 35, I guess. Okay. Was, ihr wollt den Roberto Flynn? Ja, dann brauche ich aber einen braun gebrannten Körper. Roberto Flynn aus Mexico City. Let's do this. Okay, die sind nicht braun gebrannt, so viel steht fest. Puh, das nehm ihn. So. Okay, was man da alles einstellen kann. Ja, das sieht doch nach Roberto Flynn aus. Da sehe ich uns. So. Nee, das ist gut. Ja, also es würde mich stark wundern, wenn es da jetzt Flynn gibt. Aber nicht, dass ich nicht nachgucken würde. Geht das noch schneller? Ein totes Nein. Ja, wer hätte das gedacht? So, also. Das ist etwas... Ach, Seite hoch und... Oh, wait. Ach so, hätte man es machen können. Okay. So. Spitzname.
Ist da schon wieder kein Wolf? Weil Hauptsache es gibt The Wisp, weißt du? Oh, El Tigre Comeback. Ist es das Comeback von El Tigre? Haben wir noch irgendwas Vernünftiges? Natürlich gibt es einen Löwen. Aber kein Wolf. Baby-faced Assassin. Was für ein Scheiß. Sugar! Sugar aus Mexiko. Den würde ich mir auch nehmen. Okay, und Rated R. Kennen Sie Rated R aus Mexiko? Machen wir so. Lights out! Oh! Ist das der Sohn von Harley? Roberto? Lights out Flynn? Roberto Flynn Jr.? Hands of Stone. El Terrible. Ja, nee, ist klar. Black Mamba gibt's auch. Black Mamba hatten wir mal, ne? Also, Leute. Die Harley hat einen Mexikaner geheiratet. Warum auch nicht? So, ich brauche eine Ansage. Tiger. Lights out. Junior. Okay, und der Rated Roberto. Magnifico? Würde zumindest passen, ne? Das ist sehr schwierig, eine Entscheidung aus dem Chat rauszulesen gerade. Mhm. Ich kann mich nicht entscheiden. Doch, es gab 3 Namen mit L, aber die sind alle ziemlich meh. Ne, 4 sogar. Bio, Feroz, Radar und Terrible. Ja, komm, wir machen's in Gedenken an Harley. Heimatstadt. Mexico City. Wehe, das gibt's nicht. Nice. Huch. Das ist die Story. Okay, da dürfen wir... da kann ich eh nicht viel machen, weil wir sowieso nichts machen können. Nicht viel hören dürfen. Mexiko, mi amor. Natürlich ist das unser... Ach, das ist ja schon wieder herrlich. Gang zum Ring. Ali. Nee. Wir sind konzentriert. Nebel, Gewitter, Laser, Feuer, Pisten, alles. Wie actionreich wollen Sie Ihren Einzug? Ja. So. Ui, welches Gewicht gehen wir denn da? Uff, das ist ja wirklich Fliegengewicht. Da nix. Gedragt. Eigentlich Boxen musst du Schwergewicht. Wenn ich dann die Chance habe, gegen Klitschko und Co. zu kämpfen, muss ich Schwergewicht machen. Das andere macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Okay, muskulös und dick. Hallo? Kommt gar nicht in die Tüte. Okay, und den Körper von Mike Tyson. Jo! Alter, der Körper im Vergleich zum Kopf. Alter. Was verstehen die denn unter stämmig? Körperdefinition gerippt. Gerippt. Ja, komm.
Größe. Big. Big or go home. 2 Meter. 2 Meter auf 117 Kilo. Reichweite. Ja. Die Arme. Ah. Okay, das ist sogar mir zu viel. Ja, das passt. Haare. Eine hohe Bürste. Nee. Iro nein. Rasiert nein. Kurze Iro nein. Ohne. Oh Gott, ich glaube, da gibt es nicht viel Auswahl, oder? Lange Dreadlocks. Wait, kann ich meinen Charakter nicht drehen? Doch. Wait, wo sind das denn Dreadlocken? Finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Alter, Moment mal. Kennen Sie Luis Figo? Ach, Decklocken. Also, das macht natürlich Sinn. Kennen Sie Raoul? Ich kann mal Raoul und Luis Figo schon nachstellen. Sehr geil. Das Gesicht hat voll was von Raoul, oder? Okay, also ich bin für die Decklocken. Und wir nennen ihn doch Luis Figo. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Ah, nee, Raoul sieht scheiße aus. Lass mal Luis Figo machen. Ich finde, die Luis Figo Gedächtnisfriese gefällt mir sehr gut. So, wie sieht das mit Koteletten aus? Achso, ja, der kann ruhig Koteletten haben. Ich glaube, Luis Figo hat auch Koteletten gehabt, ne? Ja, da sehe ich mich. Bartstil. Na gut, den hat natürlich Luis Figo jetzt nicht. Doch, er hatte das, glaube ich, so einen kleinen Unterlippenbart, ne? Ja, ist gut. Ich glaube, das wird das kleine Kinnbärtchen. Ne, Moment. Da, der Unterlippenbart. So. Augenbrauenstil. Ne, der passt schon. Brusthaar. Ja. Nee. Lass mal das mal. Erweiterter Regler. Nee, lass mal. So, Tattoos. Gottes Willen. Weihnachtspizza. Gibt's da gute? 130! Oh, wow. Okay. Was zum Teufel, Alter? London Boxing Gym. Will ich das auf meinem Rücken haben? Sind die überall gleich? Ja, ne? Gott, warum ist das so groß? Okay, warte mal, kann ich das kleiner machen? Habe ich da die Möglichkeit zu? Nein? Nein?
Darf die nicht anpassen, die Tattoos? Rep. Nee, sorry, aber das sieht nicht gut aus. Das maximal dann noch auf dem Arm, wenn es klein ist. Nee. Nee, leider nicht. Warum das Nike-Logo, ey? Nee, von den Tattoos bin ich tatsächlich weniger Fan. Ich bin durch. Warum soll das Projekt sonst dort sein? Boah, was ich hier alles machen kann und muss. Marke Adidas. EA Sports, ja, nee, ist klar. Okay. Warte mal, wie sehen denn so die Unterschiede aus? Ach, die muss ich natürlich auch noch alle freispielen. Ich dachte, ich könnte hier irgendwie coole... Ja, machen wir es mal so. Tiefschutz. Ja, natürlich. Was ist das für eine Frage? Ach so, dann die Frage, ob man den sieht oder nicht. Okay, wie der aussieht, ist mir eigentlich komplett egal. Willst du nicht ewig hier rumgurken? Okay, und Lehrbuch, da sehe ich mich. Tempo. Ja, machen wir mal auf Tempo. KI-Tendenzen. Was für KI-Tendenzen? Wenn nicht die KI... Wait, ich kann in der KI die KI kämpfen lassen? Lol. Okay. Wir den Mantel hier einfach weiß lassen. Provoziert nie. Läuft immer sauber. Man hier alles einstellen kann. Das hätte ich auch mal geil gefunden. Zum Beispiel ein Karrieremodus, wo du einen UFC-Kämpfer managst. Und dem zuguckst, wie der kämpft. Und du ihm quasi Gameplans gibst. Das wäre mal ein geiler Modus. Warum sowas nicht? Okay, ja, Mantel, ich sehe es ein, das Weiß passt gar nicht. Okay, und Metallic. Ja, los geht's. Wie Mantelname, wie Mantelname, was soll da stehen? Ja, da müsste man wieder Arbeit, Zeit und Kreativität einstecken, ich weiß. Die armen Menschen, die Geld verdienen wollen mit ihrem Produkt, die haben es schon nicht leicht, ne? Ja, das ist okay.
So, Grundfarbe. Alter, das auf Metallic, ey. Ist klar, ne? Zuhältermantel, los geht's. Das ist halt ein Zuhälter, whatever. Oh, das ist natürlich... Oh, das ist schon nice mit dem Namen hinten. Ja, komm, ist gekauft. Reicht jetzt. So, willkommen zur Boxerentwicklung. Hier kannst du dir Fähigkeiten deines Boxer XP zuweisen und dir deine derzeitige Athletik anschauen. Dein Karrieremodus Boxer beginnt mit niedrigen Fähigkeiten. Du musst die XP verdienen, um sie zu entwickeln und gleichzeitig durch Training deine Athletik verbessern. Sobald du das anstehende Amateurturnier abgeschlossen hast, kannst du zur Boxerentwicklung zurückkehren, indem du sie in der Karrierezentrale über meinen Boxer aufrufst. Okay, also hier kann ich mir quasi aussuchen, was ich pushen will. Gleich zu UFC pusht sich das dann nicht, wenn ich sie anwende quasi. Kopfjab, den will ich doch direkt mal pushen. Here we go. Und ich arbeite sehr gerne mit Uppercuts. Das kann ich mir aber noch nicht leisten. Das ist aber okay. Änderungen übernehmen erstmal. Achso, jetzt zeigt er mir an, was ich noch einsetzen könnte. Ne, will ich aber gar nicht. Ich kann die Punkte ja bestimmt auch sparen. Möchtest du Boxer importieren oder in Ranglisten im Karrieremodus anpassen? Importierte Boxer stehen dir im Verlauf deines Karrieremodus als Gegner zur Verfügung. Wenn du Ranglisten anpasst, werden die anpassen. Nein. Aber das ist natürlich interessant, wenn du da Gegner rein importierst, dann triffst du auf die wohl auch im Karrieremodus. Das ist durchaus sehr cool gemacht. Das wäre auch richtig nice, wenn ich bei UFC mir vorher Kämpfer erstellen könnte, die dann in den Karrieremodus einbaue und wenn dann die ganzen alten Hasen ihre Karriere beenden, deine erstellten Charaktere nachziehen. Das wäre so geil. Oh nein, alles egal. So, Roberto Flynn. Dieses Amateurturnier ist der erste Schritt beim Aufbau deiner Karriere. Du kannst zeigen, was du drauf hast und uns beweisen, dass du mehr bist als eine Eintagsfliege. Mach dir nichts vor, nur Hingabe und Entschlossenheit führen zu wahrer Größe. Da dies Amateurkämpfer sind, kannst du keine individuelle Ausrüstung tragen. Jeder Kampf dauert nur 3 Runden, das Finale 4 Runden. Vergiss nicht, dass es nicht nur darum geht, den Gegner umzuhauen. Wenn du dir bei den Amateuren den Sieg holen möchtest, dann musst du klare Treffer landen und defensiv agieren. Beweg dich viel, hol den Jab raus und halte dich von ihnen fern. Okay, und Turnier. Let's go. Kampf. Du das. Boah, so viel Potenzial und nichts wird ausgeschöpft, ey. Oh, schade. We went over the rules in the dressing room. Let's have a good, clean fight. Touch them up. Ja, also gut was los hier eigentlich. Da bin ich ein Riese. Jo, Junge, ich kann's mit Vitali aber aufnehmen. Was glaubst du aber? Ja, geil. Alter. Wer war nochmal Isaac Frost? Oh, ich glaube, das wird Spaß machen. Schön. Dein Sohn umarmt dich gerade. So ungefähr.
Also jetzt seht ihr auch die Ausdauer von dem anderen. Ich sage, das war nur in dem Story-Modus so. Ah, das gefällt mir. Ja gut, aber der Carlson, das ist halt ein kleiner, ne? Wenn mal der Vitali mir gegenübersteht, dann bin ich sogar kleiner. Vergesst das nicht. Ja? Während sich dein Team in der Ecke um Schäden kümmert, verbessert sich Gesundheit und Ausdauer deines Boxers automatisch. Das Ausmaß der Erholung zwischen den Runden richtet sich nach deiner Leistung in den vorangegangenen Runden. Wenn du viel Ausdauer verlierst oder jede Menge Schläger einstecken musst, verringert sich die Fähigkeit, Gesundheit und Ausdauer wiederherzustellen. Du solltest smart kämpfen, um lange Kämpfe in optimaler Verfassung zu überstehen. Okay. Okay, meine Ausdauer ist auf 100%. Die geht vom Gegner auf 97 und wir haben beide keinen Schaden genommen. Ja gut, vielleicht wegen dem Schutz. Leider kann man nicht wie in Fight Night 3 sich selber verarzten. Aber das ist okay, damit kann ich leben. Do you want this fight? You want this fight? Listen to me. Do you want this fight? You gotta stay busy out there. Ich weiß nicht, ob man einen umhauen kann. Es geht ja eigentlich nur um die Schläge. Aber vielleicht, wenn ich auf Körpertreffer gehe. Vielleicht reicht die Zeit dafür aber nicht. Weiß ich nicht. Wir können uns jetzt mal auf den Körper konzentrieren, dann wissen wir es ja, ob Schäden quasi sein könnten. Nachteil, wenn ich so groß bin, ich kann halt sehr schlecht ausweichen, indem ich hier Head Movement mache, weil ich kann nicht runtergehen, versteht ihr? Wenn ich runtergehe, trifft er mich ja noch besser. Also Nachteil an so einem Kampf gegen so einen kleinen, ne? Ein paar Haymaker hier. Wie wir damit umgehen kann. Bin mal gespannt. Ich habe jetzt auch keinen Schwierigkeitsgrad auswählen können, ob der im Karrieremodus quasi sich auch so entwickelt, je nachdem, wo man in den Ranglisten steht oder so. Das ist genau, also pseudomäßig wie bei UFC. Verklammert er, der Süße. Okay, and you have to knock him out. Also Schaden gibt's nicht. Das heißt, eigentlich das, was er gerade sagt mit Ausnocken, ist scheinbar möglich, oder? Okay, you're doing good. You're doing good. You're doing good. Doing good. Okay. Doing good. Ich meine, ich glaube mal, abgesehen davon, umhauen ist vermutlich recht unmöglich, weil deine Skills halt noch so irrelevant sind. Also meine Punkte sind ja so low. Ne, mir ist eigentlich ziemlich egal. Ja, das mit dem Ausweichen habe ich mir ja nie Gedanken gemacht. Aber ich bin auf jeden Fall schnell unterwegs. In meinen 2 Meter. Mein Gott, der Arme, ey. Nur am Blocken eigentlich. Ich lasse mir den Uppercut geben, so jo, läuft. Bin echt gespannt, in was für eine Richtung dieser Karrieremodus geht.
Wertungszettel. Klare Sache. So, das war quasi die erste Runde. Jetzt Achtelfinale. Alle Trainingslager verbessern deine Athletik auf unterschiedliche Weise. Bin mal auf die Minispiele gespannt. Ich kenne bisher nur eins aus Story. Okay, der ist schon ein bisschen größer. Hier wird es schon ein bisschen interessanter. War immer noch klein, aber... Oh, da wehrt sich schon mal ein bisschen mehr. Montgomery. Burns, bist du es? So, und wenn ich das richtig verstanden habe, wenn wir diesen Kampf gewinnen, steigen wir in die Profis. Also wenn wir das Turnier gewinnen, steigen wir in die Profiszene auf. Dabei habe ich die Konter so gerne gemacht. Schwierig mit so einem großen Kerl. Ja, die Stats interessieren jetzt erstmal nicht, solange es noch keine Schäden gibt. Das ist so witzlos mit der Kopfbewegung, ey. Da gibt bestimmt auch irgendeine Möglichkeit, da gut auszuweichen. Und gleich in der dritten Runde machen wir ein kleines Experiment. Wie viele Hits schafft er, wenn ich AFK gehe? Ja. KI klammert? Ja, ist clever. Nein, voll, das ist das, was ich eingeplant habe, an Zeit, das zu streamen. Wenn überhaupt. Oh. Jetzt muss ich warten. Du musst warten. Hallo. Maximaler Disrespekt. 153:91. Eine Runde davon war ich nicht mal da. So, damit sind wir jetzt im Viertelfinale. Und den Weg vom Viertelfinale zum Profi-Dasein, den würde ich sagen, machen wir einfach morgen. Es ist ja schon wieder spät. Ist ja auch. Es wird hier schon ein bisschen ruhiger. Und das ist auch gut.
weil ich muss jetzt hier nicht mega Gas geben. Wir machen morgen weiter. Es gibt morgen kein Trackmania. Ich mache den Streamplan morgen Mittag fertig. Ich fand die 5 Stunden unfassbar geil. Der Flight Simulator kommt am Dienstag in den Game Pass. Ich fand die 5 Stunden mit euch, Fight Night Champion, unfassbar geil. Toll, dass wir das gestern besprochen haben, wenn ich nur drüber nachdenke, dass wir heute eigentlich noch eine UFC-Karriere starten wollten. Dann war das, was wir heute getan haben, absolut großartig. Danke dafür. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Wir machen morgen einfach nochmal eine Runde Fight Night, weil es unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ich sage jetzt nicht, wir spielen den kompletten Karrieremodus durch. Das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Keine Ahnung, vielleicht noch nicht. Ich weiß ja nicht, wie lange geht. Wir gucken einfach morgen nochmal einen Abend rein. Dienstagabend ist Microsoft Flight Simulator. Den kann man zwar schon lange spielen, aber ich will ihn mir nicht kaufen, wenn er im Game Pass ist. Und dementsprechend... Es wird eine gute Woche. Morgen kommt die Ankündigung in Discord. Wir machen nächste Woche Noir fertig, Oblivion fertig, den ganzen Kram, der noch offen ist. Und nach Fight Night fangen wir dann noch an mit Crash. Wird geil. Ich freue mich drauf. Good night. Good fight. Oder andersrum, je nachdem wie ihr wollt, ne? Wir machen weiter mit dem Karrieremodus von UFC Fight Night Champion. Wir haben gestern mal kurz reingeschnuppert. Wir haben dort eine Amateurkarriere mit Roberto Flynn gestartet. Haben unsere ersten 2 Kämpfe quasi gewonnen, also die erste Runde und das Achtelfinale. Ja, wir sind jetzt im Viertelfinale gegen B. Norris. Und ich würde sagen, wir gehen mal in den Kampf. Die Amateurkämpfe schienen bisher relativ harmlos. Wir sind ja auch nicht ganz so amateurhaft. Ja? Wir haben den Champion-Modus ja schon durchgespielt. Dementsprechend ist es eigentlich ganz in Ordnung. Aber we will see. Wir sind Roberto Flynn. Der riesige... Ja, wie soll ich sagen? Der riesige Luis Figo aus Mexiko. Und ja, wir werden mal zusehen, dass wir diesen Amateurwettbewerb, dieses Amateurturnier gewinnen, denn der Sieger des Amateurturniers soll einen Profivertrag kriegen. Und da kann man auch mal zum Bud und Terrence tanzen. So, Zeit, einen drauf zu geben wie Bud. Luca, du hast aber auch immer die besten und passendsten Worte und Alerts parat. Dankeschön. So sieht's aus. Roberto Flynn, a.k.a. Luis Figo aus Mexiko. Genau das ist er. Und dem widmen wir uns mal. Ein schöner Uppercut hier in den Magen rein. Und by the way, ich habe gestern was herausgefunden. Und zwar habe ich mittlerweile sogar den Online-Modus dieses Spiels zum Laufen bekommen. Denn ich weiß nicht genau warum, aber dazu musste ich irgendwas extra aktivieren im Xbox Store. Das war irgendwie ganz weird. Aber egal, er geht auf jeden Fall tatsächlich noch. Dementsprechend konnte ich da sogar ein paar Achievements nachholen. Also nicht Dead. Aber es ist unmöglich, 100% zu holen. Denn um 100% in diesem Spiel zu holen, musst du online quasi einer der Besten der Welt werden. Absurd. Absurd. Aber gut. Ja, genau, man muss einen Online-Pass aktivieren. Wer kommt da schon drauf? Wenn ich online spielen will, will ich online. Aber extra für das Spiel einen Online-Pass. Muss erstmal drauf kommen. Aber ja. Es würde gehen, aber nicht, dass mir das jetzt irgendwas bringt. Weil, wie gesagt, ich habe mich da durchgelesen. Du müsstest literally dein Leben dem Boxing widmen, um die Achievements freizuspielen. Das ist obviously nicht drin. Schön, wie sich beide hier die ganze Zeit ducken. Ich dachte, Fall Guys hat den nervige Achievements. Ja, also...
ich hätte gerne das Achievement in Fall Guys der Beste der Welt zu werden. Das ist aber auch ein Unterschied, ob du in einem gerade aktuellen Bohnenspiel der Beste der Welt werden willst oder in einem 9 Jahre alten Boxspiel. Also von dem her. Aber ja, das ist ziemlich absurd, weil man levelt nämlich in diesem Spiel nur, also online nur, im Vergleich zu anderen Spielen, wenn du gewinnst. Und zwar gut gewinnst. Also nicht hier Larifari Button Smashing, sondern wenn du gut gewinnst. Das Wertungssystem ist sehr interessant, sage ich mal. Dementsprechend gleich abgehakt. Und dann müsstest du auch irgendwas mit Online-Gyms machen. Das heißt, du brauchst eine richtige Community. Also es gibt richtige Community-Achievements. Obviously alles nicht drin. Ja, müsste besser. Das war schon was anderes, ne? UFC 2. Aber das war halt auch einfach ein gutes Spiel. Gibt es noch genügend Spiele online? Tatsächlich erstaunlich viele. 1200 waren gestern Nacht, als ich noch geguckt, gestern Nacht noch am Spielen. Ich habe gestern sogar noch eine Online-Partie hinbekommen. Das war ja, auch sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also möglich wäre es auf jeden Fall, die Achievements noch zu machen, aber wie gesagt, du dürftest halt nichts mehr anderes machen. Ich habe vor einem Offline-Achievement auch noch relativ große Sorgen. Also Sorgen ist relativ, kostet halt ein bisschen Zeit. Es gibt ein Achievement, gegen alle Boxer im Schnellkampf einmal zu gewinnen. Und es sind 72 Stück. Das heißt, du musst 72 Kämpfe machen und mitschreiben, wen du schon alles besiegt hast. Ein bisschen stressig. Das dauert auf jeden Fall seine Zeit. Ich denke, das ist das aufwendigste Offline-Achievement. So. Hallo Mayrin. Ja, Marc, das ändert ja nichts daran, dass das trotzdem Zeit kostet. So oder so. Hallo Hellboy. Tatsächlich waren die DLC-Achievements ein bisschen trickier. Denn während du theoretisch... Ach, das war schon Halbfinale. Oh. Wir sind im Finale jetzt. Okay. Finale gegen Luis. Denn während du bei den 72 Kämpfen auch einfach auf super easy und OP spielen kannst, waren die DLC-Achievements, die musstest du auf Standard, auf Profi spielen. Das war ein bisschen tricky. Aber das habe ich bereits heute Nachmittag erledigt. Wunderbar, ich dachte, du hast das Video gesehen heute Nachmittag. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dann sogar mitbekommen hast, wie gut ich dieses Spiel finde. Also nicht einfach oben anfangen, dich mit der Boxen noch durcharbeiten. Nee, du musst halt durch die verschiedenen Gewichtsklassen durchswitchen. Das heißt, du musst schon mitschreiben. Also kannst du nicht einfach von oben nach unten durchgehen. Hallo John. Wie es geht? Man immer noch viel zu warm. 4 Runden immer noch? Alles klar. Offensichtlich finde ich Fight Night Champion der so gut, dass ich es heute nochmal starte. Das wird schon was heißen, ne? Teddy, most ringside experts feel that this is very much going to be a tactical fight. Yeah, both these guys throw punches Tactical Fight. Ja, im Finale wird es vielleicht ein bisschen taktischer. Ja, wer nicht weiß, von was ich spreche, ich habe heute eine Gym Breakdown von UFC heute hochgeladen. Unter Ausrufezeichen UFC findet ihr das Video. Ihr solltet es dringend gucken, wenn ihr euch mit der ganzen UFC-Thematik meine Streams beschäftigen wollt oder informieren wollt. Ist ein, finde ich, sehr gutes Video geworden. Bringt 21 Minuten lang auf den Punkt, was mein Problem ist. Nee, Freeze, ich habe drüber nachgedacht, ob ich vielleicht mal Teil 4 mache. Aber Tendenz eher nicht. Vielleicht irgendwann mal. Vielleicht haben wir so in 2 Jahren mal wieder so einen Anflug, da wollen wir ein Boxspiel spielen, dann machen wir das vielleicht. Aber nicht in absehbarer Zeit.
It has to change quickly now, because if it doesn't, his opponent is going to kind of smell it a little bit, and he's going to start pushing a little bit more and put him in bad problems. I would assume there has to come a point in this fight where he has to make the commitment to Dafür ist nicht so stark, meiner Meinung nach. Das ist interessant, denn die öffentlichen Meinungen sagen, Teil 4 ist sogar der beste. In Kombination mit Teil 2, aber Teil 2 war ja noch PlayStation 2 Generation, meine ich, oder? Was Fight Night Champion weiterempfehlen? Wenn du auf Boxspiel stehst, greif zu. Viel Besseres wirst du auf dem Markt nicht haben. Aber nach Fight Night Champion ist erstmal wieder gut mit Fight Night. Nice, crisp 1-2 combination by Lights Out. Hey, keep your feet moving. Okay. No, Teddy, it just feels like one of those nights, one of those fights where somebody's getting hurt, where this is not going to the judges' scorecards. I feel like I'm in Coney Island watching one of those hot dog eating contests, where somebody's going to try to eat 50. Bin mal gespannt, wie weit wir jetzt hier mit unserem Riesen kommen. Wo ich doch eigentlich so gerne auf Konter spiele. Oh, das war trotzdem Konter, weil mich nicht geht der Doppel-Konter hintereinander, gerade wo ich sage, Mann. So muss das. Ja, Kampfspiele sind selten, weil es halt so dieses simulierte Kämpfen ist halt eine unfassbare Nische. Ja. Was die Menschen spielen wollen, sind Beat'em-Ups. Simulation ist halt für die meisten nichts. Das macht schon Sinn. Hallo Perdo. Aber schade eigentlich. Ich stehe auf sowas. Boah, das war brutal. He continues to pull straight back and he's still in the path of the punch. He missed by a mile. That wasn't even close by Lewis. Last 10 seconds of round number 3. A smart and resourceful uppercut by Lewis. And that's the end of round 3. Final round. This is what champions are made of. So, das ist die Runde, wo Champions gemacht werden. Gut, also ich kann hier nur noch ausgenockt werden. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Wirklich Lights Out. Oh, and he returns fire with a left hand. Nee, Mini Dave. Ich glaube, bis mich einer zu Boden wirft, wird noch ein Weilchen dauern. Und sicherlich wirft mich kein Amateur um. To the head he goes with a left hand. Kann ich überhaupt klammern? Okay, ich dachte schon, ich bin zu groß dafür. Na, Louis, was hast du drauf? I say it all the time. You never know what you're gonna get in this sport. We never thought this fight would go the distance. No, early on it looked like Frazier and Ali. I mean, the thrill in Manila. Who thought we'd wind up with a little ballet down the stretch? So, Freunde. Schluss mit Amateurboxen. So a unanimous decision win by Lights Out. That's the way we saw it all night long. The judges agree.
Aber ich finde es interessant, dass wir in Runde 1 und 2 exakt gleich waren. Sehr cool. So, nicht schlecht, Kleiner. Du bist Amateur-Turnier-Champion. Und bereit für den Sprung ins Profilager. Ja? Ich will jetzt Profi werden. 4 Siege, 0 Niederlagen. Let's do this. Wer hat zum Halbschwergewicht geschafft? Willard Cox. Im Mittelgewicht Jamal Wells. Im Welterweight Bertrand Burke. Im Leichtgewicht Fabian Ramirez. Im Featherweight Fabio Moreno. Im Bantamweight Vito Lee. Und im Fliegengewicht Alejandro Mino. Wundervoll. So ist es, Chibi, ne? Boxer des Turniers geht an Roberto Flynn. Kampf des Turniers war Drew Richards gegen Cassius Hamilton. War offensichtlich eine dritte Runde K.O. Cool. Und Turnier-Champion geht an mich natürlich. Achso, hier kann man durchscrollen. Bei was eigentlich? Ja gut. Boxer des Turniers wird ja wohl auch immer der Sieger gewesen sein, nicht wahr? Gut, passt. Oh, geh aufs Ganze. Let's go. Karrierebewertung. Wir waren Amateur, sind jetzt Talent. Wir wollen Vereinskämpfer werden, dann Herausforderer, dann Champion, dann Superstar, dann Hall of Fame-Mitglied, dann eine Ringlegende und dann noch Greatest of All Time. Okay, und greater than Muhammad Ali. Ich freue mich schon. Hallo Patrick, das klingt nach einem guten Montagabend. So. Legen wir los. Datum 1.1.2011. Es heißt, du willst ganz nach oben und the greatest of all time werden. Es geht immer nur darum, the GOAT zu werden. Gut, dann hast du offenbar begriffen, worum es geht. Wenn du deine Ziele wirklich erreichen willst, musst du hart trainieren, noch härter boxen und dich den allerbesten stellen. Also leg los und zeig, was du drauf hast. Hey. Das wird eine Mordskarriere werden. So, gucken wir uns das Ganze mal an, was man hier so überhaupt alles machen kann. Karriere speichern. Es wird hoffentlich sowieso automatisch passieren, nicht wahr? Okay, so. Ranglisten und Awards. Gewichtsklassen, Ranglisten. Mike Tyson ist aktuell Champ. Boah! Mike Tyson ist in dem Game 20 Jahre alt, Muhammad Ali 25. Okay, Leute, das wird eine insane Karriere. Ihr wisst, wer also auf unserem Weg wartet. Holyfield. Wo sind die? Klitschko-Brüder sind auch am Start. Alter, Platz 19. Oh boy, die Klitschko... Vitali nur 29. Jesus Christus, ey. Oh, die warten alle auf uns. Oh, die warten... Alter, gut, dass wir Schwergewicht genommen haben. Was da für krasser Shit passiert. Oh boy. Ich bin mit 2 Meter halt dann aber auch einer der größten hier. Vitali ist größer. Vladimir ist genauso groß. Boah, Conan ist auch noch größer. Dot Black ist auch riesig. Und dann kommt irgendwo der kleine Mike Tyson. Ja moin, ey. Oh, Holyfield ist doch für schon 35. Ja gut, das macht sogar durchaus Sinn. Wie alt sind die Klitschkos hier? Auch schon 34. Warum haben... Wait. Die Klitschkos sind 9 und... What the fuck? Die Klitschkos sind 34 und 39. Muhammad Ali ist 25 und Mike Tyson 20. What the fuck? Okay, I guess. Leopold Morrison hat noch nie verloren. Who the hell? Noch einer. Miranda. Auch noch nie verloren. Noch einer. Serge Hansen. Hier ist was los, sage ich euch. Okay. Richtiger Retro-Tyson, ich sehe das schon. So, PvP-Rang? P4P-Rang.
Ach, das ist quasi All-Time-Liste. Junge, was hat der denn für eine Statistik, ey? Boah, was für ein Biest, ey. 87 Siege, nur 3 Losses. Oder ist das ein Unentschieden in der Mitte? Nee, das kann nicht sein. Okay, das ist natürlich sehr interessant. Genau, 55 Siege, 3 Niederlagen, 0 Draws. So, der eine hat 9 Draws gehabt. 9 Draws. Okay. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Kandidaten für eine Auszeichnung. Okay, Boxer des... Wait. Was gibt's da alles? Boxer des Jahres, Kampf des Jahres, Runde des Jahres, K.O. des Jahres, Sensation des Jahres, Comeback des Jahres, Defensivboxer des Jahres, Talent des Jahres. Okay, da bin ich gespannt. Ja, ich denke, Star Trek, man hat denen das Originalalter da gegeben. Macht ja auch Sinn, durchaus. Schlagstatistiken. Mike Tyson hat nichts gerissen in seinem Leben. Okay. Interessante Statistiken. Whatever. Okay, mein Karrierefortschritt. Rang in der Gewichtsklasse 46, Pound for Pound, Popularität, Gesamtschläge, eingesteckte Schläge, Bewertungssystem. Okay. Ich glaube auch, dass das eine spannende Karriere wird. Kampfverlauf haben wir noch keine. Mike Tyson richtig OP ohne Schläge, 44 K.O. Ja, da hat einfach 44 Mal zugebissen. Zurückgetreten ist noch niemand. Da sehe ich wahrscheinlich die Klitschkos während meiner Karriere. Boxerentwicklung, das ist das, da kann ich meine Punkte einsetzen. Okay. Mein Boxer bearbeiten und einen Kampf ansetzen natürlich. Mehr haben wir in dem Menü hier nicht wirklich, ne? Karriereziele. Ah, doch, guck mal. Um den Status-Talent zu erreichen, musst du folgende Ziele erreichen. Siegquote ist gleich oder größer als 51 und der Rang höher als 45. Okay. Kann ich schon nachlesen? Ah ja, guck mal. Warte mal. Amateuranzahl der Kämpfe ist größer als 9. Ja, das haben wir ja schon übersprungen. So, Vereinsboxer. Siegquote gleich oder größer als 60. Beliebte größer als 20. Anzahl der Kämpfe größer als 4. Rang höher als 40. Gewinne einen ESPN Wednesday Night Fight. Okay, wollen wir uns spoilern, was wir machen müssen für Greatest of All Time? Oder machen wir... Nein, wir spoilern uns nicht. Wir spoilern uns nicht. Wir arbeiten uns jetzt erstmal ganz gemütlich nach oben. Okay. Nee, Kampf ansetzen. Und ich kann mir jetzt einen aussuchen, der entweder über oder unter mir ist. Oh, Leute, der Kampf findet in Mexico City statt. Wir hätten also in die City Boxing Mexiko, Azteca Club, Puerto Rico und ganz viel Mexiko. Da sehe ich mich eigentlich. So, wir sind 46. Mayweather zu jung fürs Game? Einmal. Also Mayweather ist nicht drin. Kann auch ein Lizenzproblem sein. 2011. Dürfte er eigentlich nicht zu jung gewesen sein. Aber wer weiß das schon, warum das so ist. Wir schnappen uns... den Baldwin Barnes. Das war ja auch ein... Ich glaube, ich schnappe uns Baldwin. Mayweather war zu der Zeit im Knast. Boah, dann wären wir wieder bei Lizenzen. Sagen wir Baldwin.
Baldwin Barnes. Der Austragungsort eines Trainingslagers ist entscheidend für die Entwicklung deines Boxers. Jedes Camp beeinflusst deine athletischen Fortschritte unterschiedlich und hält verschiedene Trainingsspiele zum Aufbau deiner Fähigkeiten bereit. Konzentriere dich auf Fertigkeitstraining und experimentiere mit verschiedenen Camps, um das Maximum aus deinem Training rauszuholen. Wir hätten also unser eigenes Gym. Die Basisausstattung mit dem Allernötigsten und ohne Camp-Athletik-Boost. Wie meistens im Leben bekommst du genau das, wofür du bezahlst, was in diesem Fall nicht gerade viel ist. Kostet mich also Geld. Ich habe 2000 € gerade zur Verfügung. Wir könnten also zum Beispiel nach Philadelphia. Ach ja, Philadelphia. Good old Philly. Mach dir nichts vor wegen Stadt der brüderlichen Liebe. Die Stadt wird deine Mythenknochen auf Vordermann bringen. Mit dem Schwerpunkt auf der Verteidigung. Wenn es dir um Fußarbeit geht, geh lieber zur Pediküre. Danke. In Detroit. Die Motor City hat in all den Jahren mehr als ein Dutzend Weltmeister hervorgebracht. Die Erwartungen sind also hoch, aber dies ist das perfekte Camp, um an Tempo, Präzision und Reflexen zu arbeiten. Aber lass dich in den berüchtigten Sparring-Sessions nicht nur herumschubsen. Ich lasse mich nach UFC 4 überhaupt nirgends mehr rumschubsen. Puerto Rico. Wenn du nicht gerne schwitzt, hält dich vom Campeón del Mundo Boxing fern. Okay, dann gehen wir nicht nach Puerto Rico. Der Trainingsschwerpunkt liegt hier auf Sparring und nochmal Sparring. Wenn du zurückkommst, bist du zäher und in besserer Kondition als jemals zuvor. Komm, Fight Night Let's Plays auf YouTube. Lieber Bomber, ich empfehle dir ganz dringend, deine Ohren zu waschen. Du hast das Video geguckt. Innerhalb der ersten Sekunden erkläre ich dir das. Ich hoffe, dass ich nicht deine Mutter vorbeischicken muss zum Ohrenputzen. Dass du das selber hinkriegst. Zuhören verhindert so viel Fragen. Wir könnten nach England, wenn du an deiner furiosen Fußarbeit und deinen schicken Schlagserien arbeiten möchtest, dann nichts wie ab nach England. Der All England Boxing Club hat sich darauf spezialisiert, Nahkampfboxer hervorzubringen, die sich liebend gerne in den Infight stürzen. Mexiko! Warum kostet mich das 24.000 €, wenn ich doch schon in Mexiko bin? Naja, theoretisch zumindest. Aus Mexiko kommen nicht ohne Grund einige der produktivsten Boxer. Auf einer Höhe von 2300 Metern werden deine Zähigkeit und Ausdauer auf eine harte Probe gestellt. Vergiss die Sandstrände und zieh dich lieber warm an. Für den rauen Aufstieg auf den schneebedeckten Berg. Boah. Richtig, ab nach Gütersloh, da sehe ich mich auch. Und der Big Bear. Es hat seinen Grund, warum so viele Legenden Big Bear zu ihrem zweiten Zuhause gemacht haben. Die Höhenluft ist perfekt, um an Kondition, Ausdauer und Zähigkeit zu arbeiten. Pass aber auf, dass du nicht vor Erschöpfung zusammenklappst. Also, das kostet alles sehr viel Geld, von 5.000 bis 16.000, 20.000, 24.000 und 30.000. Das können wir uns alles nicht leisten. Das heißt, unsere ersten Wochen, unsere ersten Profikämpfe werden wir wohl alle im eigenen Gym verbringen. Yep. Dein erster Kampf ist nun angesetzt und du solltest trainieren. Das Training besteht allerdings nicht nur aus Arbeit im Gym. Du musst eine aktuelle Ausdauer stets im Auge behalten. Ein gutes Verhältnis vom Fähigkeitstraining und Athletiktraining finden, mit Promo-Events deine Popularität erhöhen und Sparring-Einladungen wahrnehmen. Ich bin schon wieder UFC oder was? Alle Aktionen kosten Ausdauer, also achte darauf, dich in der Woche vor dem Kampf auszuruhen, um in Bestform zu sein. Gut, hier ist meine Kampfwoche. Also ich habe den Kampf in 5 Wochen, habe also 4 Einheiten, beziehungsweise 3, weil ich in der Woche vor dem Kampf mich ausruhen muss. Habe ich das richtig verstanden? Hier sind die anstehenden Kampfherausforderungen für deinen Kampf gegen Baldwin Barnes. Füge deinem Gegner genug Schaden, um einen Cut zu verursachen. 100 Erfahrungspunkte, schlage deinen Gegner bis Runde 5 nieder. Ah, guck mal. Das sind zum Beispiel so Sachen, die hätte UFC auch gebraucht. Challenges in den Kämpfen. Cut machen. Vor Runde 5 gewinnen. Das sind coole Sachen, Mann. Das ist cool. Wenn du dich zu lange ausruhst, entwickelt sich dein Boxer nicht. Wenn du dich zu wenig ausruhst, wirst du beim Kampf schlechter vorbereitet sein.
So, was für Kampfkarten haben wir? Ich verstehe. Wie kann ich die ganzen Matches mir angucken, die ausstehen? Nummer 11 gegen die Nummer 3. Und hier steht auch in welcher Gewichtsklasse. Alles klar. Ja, dann gehen wir mal trainieren, oder? Fähigkeitstraining. In diesem primären Trainingstyp kannst du dir mit interaktiven Trainingsspielen XP verdienen. Zusätzlich gibt es kleine Athletikboni. Im Athletiktraining, in diesem sekundären Trainingstyp, kannst du, wenn nötig, deine Athletik mit nicht interaktiven Programmen verbessern. Nicht interaktive Programme, bedeutet das, dass das sowas ist wie Simulation? Also, dass ich da quasi mir die Zeit spare? So, in der Statistik ist Baldwin Barnes in allem besser. Also, Niederlage ist natürlich Quatsch, wir haben ja gerade das angefangen. Achso, hier stehen nur, also das sind wirklich nur Statistiken. Ich dachte, das ist jetzt irgendwie... Hier, das ist das, was interessant ist. Ich habe zum Beispiel den besseren Kopf, Jab, ich habe den besseren rechten Uppercut. Das ist recht ausgeglichen. Bei Athletik, Stärke, Tempo, Belastbarkeit, Kondition, Reflexe. Okay. Also, Athletik wäre dann eben simulieren. Also für den Fall, dass ich irgendwann keinen Bock mehr habe zu trainieren, weil es mich langweilt, drücke ich Athletik. Aber solange mich das noch nicht langweilt, mache ich Fähigkeitstraining. Offenes Sparring. Arbeite an deiner Offensive und Defensive. Du bekommst Punkte, wenn du den Sparring-Partner triffst, Schläge blockst oder ausweichst. Punkteabzug gibt es, wenn du daneben schlägst und getroffen wirst. Setzt 50% deiner Ausdauer ein und wähle ein beliebiges... Oh, 50%? Jesus Christ. Okay. Bleib beweglich. In dieser Sparringsrunde beginnst du mit niedriger Gesundheit und Ausdauer. Dein Gegner will dich fertig machen, während du versuchst, Punkte zu erzielen. Ganz wichtig, bleib auf den Beinen. Aha. Der doppelte Ball. Bewege dich zu der markierten Zone und treff den Sack, bevor die Zone wechselt. Haken und Uppercuts bringen dir mehr Punkte als Jabs und Geraden. Wenn du mehrere Zonen in Folge triffst, bekommst du Bonuspunkte. Und natürlich der Sandsack. Weich aus, mach einen Ausfallschritt und triff den Sack. Das HUD zeigt dir an, wie du dich bewegen und schlagen musst. Je schneller du die Anweisungen erfüllst, desto mehr Punkte bekommst du. Das mit dem Sandsack kenne ich bereits. Das heißt, hier werde ich mich mal ganz kurz quasi einfinden. 8000 Punkte muss ich irgendwann erreichen. Ich muss irgendwann Champion werden. Ja, moin. Mal gucken, ob er das einigermaßen... Ich muss das halt leider mit dem Stack machen. Damit bin ich ja nicht so vertraut, aber... Alright, kid. We worked on this before, so let's see those combos. Step. Ach, damn. Falsche Reihenfolge. Get a good snap in those shoulders. Wow. To the side. Oh, ja, nicht gedrückt. Move it. Duck down. Jesus Christ, deswegen mache ich den Stick nicht. Der Stick macht nämlich danach immer noch eine Aktion, die ich überhaupt nicht eingebe. Step to the side, kid. That's it. Slip. Slip now. Sidestep, kid. Harder, harder. Sidestep. Ach shit, Sidestep vergessen. 8000 Punkte muss ich hinkriegen, ne? Das heißt, ich muss eigentlich wahrscheinlich nur einmal das Training einigermaßen schnell und fehlerfrei hinkriegen. Fucking hell, ey. Ich hoffe, das ist trotzdem in Ordnung. 2,5. Wenn ich das richtig sehe, kann ich es nicht wiederholen. Also ich habe einen höheren Highscore als Mike Tyson. Ich bin also jetzt schon eigentlich Greatest of All Time, oder? Bin durchgespielt. Hallo Beckos. So. Okay. Dann schauen wir uns Bleib beweglich an. Also, wir machen mal Folgendes. Ich werde anfangen zu simulieren. Nicht er. Ich werde erst simulieren, wenn ich in
allen Trainingssessions Champion geschlagen habe. Also wenn ich das höchste Trainingsziel einmal geknackt habe, bei allen Trainingssessions, dann fange ich an zu simulieren. Für mich als kleine Motivation. So, mal gucken, wie das jetzt hier läuft. Ich habe scheinbar nur einen Versuch. Hier gibt es nichts mit Neustarten. Oh shit, man verliert mal übelst viele Punkte. Wenigstens stellen sie mir einen Sparring-Partner, der ähnlich groß ist. 10.000 Punkte sind mein Ziel? Wuff, okay. Oh, weiter geht's auf verschiedene Level. Du sollst nicht klammern, Dude. Hallo, hey, das kostet mich Zeit. Ja, dass ich zwischendurch mal simulieren einsetze, wenn es vielleicht Sinn macht, ist ein anderes Thema. Fuck, okay. Habe ich also nicht geschafft. Alter, jetzt aber gut. Fuck. Gott sei Dank gibt das nicht so viele Minuspunkte, wenn er mich ausnockt. Wait, es gibt noch ein Level? Uff, okay. Okay, da ist eindeutig das Ziel, einmal nicht ausgenockt zu werden. Boah, das dürfte sehr schwer werden, ich sehe schon. Ich kann ja gar nichts machen. Was soll ich denn da großartig machen? Ich bin so benommen, ich bin super langsam. Was soll ich denn da machen? Ich kann nicht mehr außer Block drücken. Jetzt bin ich auf 15.000 Punkte gedroppt. Oh shit, okay. Naja, damit bin ich immer ein Talent geworden. Ja, daran muss ich noch ein bisschen arbeiten. So, ich habe aktuell keine Ausdauer mehr. Das heißt, ich muss jetzt die Ruhepause machen. Kann ich... Nee, weil nee, muss nicht. Kann ich überhaupt trainieren, wenn ich keine Ausdauer habe? Nee, ne? Ja, das dachte ich mir. Was ist, wenn ich jetzt auf Simulieren klicke? Geht das dann? Oh, hier gibt's ja noch mehr. Ach so, da simuliere ich dann andere Programme. Ganz spezielle Sachen. Krafttraining, die Grundkraft deiner Schläge sowie die Effektivität des Blocks deiner Schläge. Das Tempo deiner Ringbewegungen, das Grundtempo deiner Schläge beim Tempotraining, Belastbarkeitstraining, Belastbarkeit. Bestimmt deine, wie schnell deine Ausdauer sinkt. Kondition bestimmt, wie schnell der maximale Ausdauer sinkt. Zähigkeit, natürlich, wie viel du einstecken kannst. Und Reflextraining, wie schnell du den Block hochnehmen kannst. Ich würde dementsprechend als erstes mal Tempotraining machen. Erforderliche Ausdauer 10%. Intensität 10%. Schottenboxen 20%. Schnellkraftübung 30%. Also das ist ja gar nicht so simulieren per se, weil ich dadurch ja wirklich was trainiere. Ich habe ja nicht mal 10% Ausdauer. Okay, I see. Das bedeutet, ich kann mein Training, wenn ich 4 Wochen habe, wäre es clever, einmal normal zu machen und zweimal zu... Okay, habe ich verstanden. Ich weiß, wie ich das Beste aus mir jetzt rausholen kann. Ich mache jetzt mal die Ruhephase. 80% Ausdauer wird da wieder hergestellt. Okay, das ist hart.
So, ich mache jetzt mal die volle Ruhephase, das ist schon in Ordnung. Wenn ich jetzt bei Boxentwicklung gehe, dann könnte ich jetzt tatsächlich noch was trainieren. Dann könnte ich Blocken und Kopfbewegung machen. Ne, das haut nicht hin. Dann mache ich aber erstmal Blocken hoch. Ich denke, Blocken aufs nächste Level pushen ist gut. Es gibt mir Blockstärke. Das wird nicht unwichtig sein. Okay, und Boosts. Nein, ich kaufe mir jetzt keine Boosts. Danke. So, Herr Baldwin, schauen wir uns das Ganze mal an. Everybody, Joe Tessitore alongside Teddy Atlas, and welcome to the Mexico City Plaza here in Mexico City for our main event. 6 rounds in the heavyweight division. This should be a really good matchup here tonight. All that energy that we saw, it almost boiled over at the weigh-in yesterday. Now it gets to explode here in the ring. Ich finde das sehr geil mit dem Mantel, by the way. Bin großer Fan von. Endlich wieder Mexiko, wa? Hab ich euch extra ausgesucht. So, 3 Minuten, 6 Runden. Erster Profikampf von Roberto Luis de Figo Flynn. Wahrscheinlich werden wir eh noch nicht genügend Power für den Knockout haben. Also habt ihr Glück. Ihr werdet vermutlich viele Runden sehen. Boah, der Uppercut war aber böse, Mann. Der Mexikaner ist zu Hause in Mexico City. Ich sag es euch, ne? He's going up against a guy who's a high motor guy tonight. Yeah, what I think he has to do, and I'll be kind too, is he just has to go for broke. Go for the. Ich muss auf jeden Fall, was ich so schnell wie möglich pushen möchte, ist meine Ausdauer. Ich muss aufpassen, das ist mein erster Profikampf, nicht, dass wir jetzt hier down gehen. Weiß ja noch nicht so ganz, was ich aushalte. Amateurfights waren ja doch was anderes. Ja, Chris, das ändert sich, sobald wir auf die Klitschkos dieser Welt treffen. Lights out, getting back to basics. A good, solid jab. Went to the body there, but unable to connect. Last 10 seconds of this first round. Lights out on the Okay, ich denke, ich spiele das relativ souverän. Aber da fällt mir gerade was ein. Hatten wir nicht eine Challenge, dass wir den in Vorrunde 5 oder spätestens in Runde 5 ausnocken müssen? Und einen Cut müssen wir auf jeden Fall noch zufügen. Ja, nur wir sind in der Schwergewichtsklasse selbstverständlich, da die ganzen großen Namen sind. Vor Runde 5. Okay. Good work defensively by Lights Out. Plus, he landed that counter punch. Yeah, and he forced him to punch. He made him, he drew it out of him, and then he timed him beautifully. Müssen wir uns ja ein bisschen ranhalten. Guter Konter. Accurate shot, straight right hand comes in. Aber es sind ja nur Challenges. Wenn ich das nicht schaffe, dann schaffe ich es halt nicht. Dann verpasse ich halt ein paar XP-Punkte. Wichtig wäre mir jetzt erstmal nur, dass ich die Dinger überhaupt gewinne. Ja, ich finde es schade, dass ich auf meiner Hose nicht meinen eigenen Namen sitzen kann. Das macht es ein bisschen kaputt. Aber die Hose war halt schön.
Du so? Ja. Du kannst ja auch löffeln. Targeting each other, the exchange was something special. Stay on the outside. Hier gibt es nämlich nichts mit Resetten. Wenn wir hier verlieren, haben wir verloren. Und das wollen wir möglichst vermeiden. Last 10 seconds. Flush War right alles hand to okay? the head. Hey. Lights out. Is able to land at a good connect percentage. Look at the punch stats. Keep your distance, all right? Where's your body work? Hit the body. Ja, kick the body. So, Freunde, ich weiß, darauf habt ihr gewartet. Oh, look at me. This is yours. You hear me? Doesn't he? This is your fight. Keep it up. Back underway Halt here auf, to irgendwelche live Sachen zu fight interpretieren und in den action. Chat zu schreiben, was ihr nicht Score. wisst. Das ist nicht gut. Very even, closely contested bout throughout. Lights out's making for a very difficult night for his opponent. His opponent knew this was coming. He knew he was going to fight on the outside, but the jab is really doing damage. Well, his opponent knew this was coming. Why is he not blocking that jab or moving his head and getting away? Aber ich würde es schon gerne schaffen jetzt hier. Runde 4 muss er spätestens entfallen. Oh, der war schön. Die Hook war schön. And you see what he can do when he sends that right to the head. He got hit right there, but he also gave one. Solid effort by Lights Out. He's committed to the combination punching now. It's working out well up top. And that had some bite to it, that right hand by Lights Out. Reaching the halfway mark of this round. Super two-punch combo. Ja, der Barnes macht das auch nicht so super bad. Man merkt ihm seine Erfahrungen an. Missed the body shot. Comes right back with some offense of his own. That is boxing 101. Boah, mal aufpassen, so viel halte ich noch nicht aus. Ich bin am Start meiner Karriere, ich bin noch kein Vieh. Pulls the trigger right away with the left hand after getting tagged himself. Barnes' inconsistencies are really showing up now. At times he has shown defense tonight. Other times, with what we've seen recently, he's getting hit by the left hand. Yeah, what he has to do is now make the adjustment. Well struck, solid combination by Lights Out. Okay, Runde 3. Keep doing what you're doing. Keep the jab pumping and throw the lead right hand, all right? I mean, you are winning this fight. Sind die Challenges überhaupt realistisch? Angeblich hat der Typ 0 Schaden. Habe ich überhaupt schon, ist meine Schlagpower überhaupt schon so krass, dass ich schon jemanden ausnocken kann? Vielleicht geht das noch gar nicht. Ich habe ja noch nicht mal einen Cut so zugefügt. Also ich glaube, dass mir für die Challenges aktuell noch so ein bisschen die Skills fehlen. Also die Werte. Aber das wäre auch in Ordnung, also ich habe da kein Problem mit. Ja, ich bin am Anfang meiner Karriere, da muss man ja nicht direkt alles zerruppen. Also es ist bestimmt möglich, wenn ich da irgendwelche sicken Konter-Dinger auspacke oder so. Aber ich glaube, meine Schlagkraft ist noch gar nicht hoch genug, um ihm einen Cut zu verpassen. A little head hunting with the right. Not able to land the headshot. Able to land the Boah. to the head. Jetzt knallt's aber hier. Barnes wanting the counter punch here. But that Okay, jetzt muss ich ein bisschen runterfahren. Wenn der Kampf noch in die 6. Runde geht, braucht noch ein bisschen Energie. People under pressure in all walks of life, you know, in the ring especially, you see it right away. You kind of peek at it right away. It's obvious. Maybe
maybe he doesn't want to see what he has to see, because then he would have to discipline himself. He's not ready to do that. Then he would have to make the change. Maybe he just wants to leave it this way. At the end of the day, people are going to say, oh, that guy fought kind of fight that, you know, a hard Ja, aber Ultra, das ist ja das, was ich meine. Wenn die Schadensanzeige 0 ist, bedeutet das ja eben, dass er keine einzige Verletzung hat. Und das ist halt blöd, wenn ich als Aufgabe habe, einen Cut zuzufügen. Fourth round now with its last 10 seconds. Lights Out's the kind of boxer that wants to do just that. Find the target, get the combination working, land both Ja, der sieht sehr gesund aus. Das mit dem Cut werde ich nicht schaffen. Wenn ich das aber sehe, habe ich 1% Schaden genommen. Das heißt, nee, vergiss das, 1% erholt. Nee, wir haben beide keinen Schaden. Er hat ein bisschen mehr Ausdauer als ich. Ja, weil ich gerade in dieser Runde extrem viel Gas gegeben habe. Deswegen musste ich jetzt auch ein bisschen runterfahren, das Tempo. Dementsprechend denke ich, wird das Ding hier ganz normal die Distance gehen. Unsere ersten Karrierekämpfe werden wir wohl alle über die Runden holen. Und das passt eigentlich auch völlig, ist völlig in Ordnung. Wo ich so ruhig bin, hätte ich mich über Musik im Hintergrund gefreut. Starker Konterpunch. Uiuiui. Man kann bestimmt auch durch ein KO gewinnen, wenn man das perfekt runterspielt. Bestimmt. Aber dafür fehlt mir ja weder die Geduld noch der Skill vermutlich. Barnes' right hand working well that time. He scored well. And he just holds on there. Now his opponent got away from that uppercut. Resourceful 1-2 combo by Barnes. Hey Kika, danke schön für den 5. Sub. Haben wir da irgendwelche neuen Emotes eigentlich? Das sah gerade aus wie Käse im Chat. Oh, ich merke gerade, dass mir der eine Schlag ganz schön zugesetzt hat. Barnes is going with a very efficient work rate in that last round. He chose his spots carefully, Teddy. Yeah, that's what I like to see, and that's what the judges are supposed to. Also es gibt offensichtlich schon ein bisschen Schaden, weil wir uns ja erholen. Ich habe mich um 3% erholt, er um 4%. Das heißt, wir teilen uns schon ein bisschen Schaden. Also wir fügen uns schon ein bisschen Schaden zu. Good job. It is the final round. Here they go. Nice jabs there by Lights Out. Lights Out's able to Also ich denke mal, ich habe jetzt erstmal keine Gefahr. Also was Runden angeht, ich darf halt jetzt nur, wenn es geht, nicht ausgenockt werden. Muss ich sehr, sehr taktisch jetzt kämpfen. He's a human being like anybody else. We look at the guy's record, we think of what kind of fight it's going to be. He looked at it, he thought it was going to be a little easier than it's turning out. A flush hook scores Gute Konter sind das hier. He takes a shot and then commits to giving one right back. Lights Out's coming up with the answers, avoiding that punch. Back to the body. Boah, war die hier mit der Uppercut-Idee. Das hast du Vorbomber? Ja, dann viel Erfolg damit. Halt uns auf dem Laufenden. He fires one right back after taking one. Gotta love the work by Lights Out. Time to bring it home. Final minute of the final round.
took a shot, but he came back with a right hand of his own. That was a miss by Barnes. Precision work with the left hand by Lights Out. Barnes is thinking right now that he's doing a good job defensively, but it's really not the case. Oh ja, seine Auswahl war ja gerade übelst down. Yeah, he's just standing there. First of all, the gloves, he needs to extend them just a little bit away, so as you said, those punches, you know, aren't going to force them. So, das war's. 6 Runden. Kein Cut, aber ich denke mal, das wird ein klarer Sieg für uns. Yeah, if they do that, I want to put those guys on a poster, a wanted poster. Leider fehlt mir hier so ein bisschen die Ansage, wer wie viele Punkte hat und dann am Ende gewinnt. Das fehlt mir ein bisschen, aber das ist immer gerne auf hohem Niveau. Tatsächlich gewinnt Barnes hier eine Runde, aber es ist souveräner 59-54 Kampf hier. Unser erster Profisieg damit. Und beide gut auf jeden Fall auf Fresse bekommen. War fast ausgeglichen. So, 455 Gesamt-XP. Perfekt. Wir gehen auf Rang 44 hoch. Läuft. Ja, ich habe nichts geschafft von den Challenges, aber es ist halt auch nahezu unmöglich aktuell noch. Und in der Karriere 50 Siege, 50 Decisions. Na, das werde ich zu verhindern wissen. Das ist jetzt die Erholungsphase. Sehe ich das richtig? Holy crap, okay. So, Corey Grip. Der hat 0 Siege bisher. Wait, was sind denn das hier für Leute? 0 Siege, 5 Niederlagen. 1 Sieg, 4 Niederlagen. 0 Siege, 3 Niederlagen. 3 Siege, 2 Interesting. Okay. Wollen wir Corey Grabs Karriere direkt beenden? Wie viele Wochen bis zum Kampf? Ja, wir werden Corey Grabs Karriere beenden. Wenn der 0-6 steht, dann ist seine Profi-Boxer-Karriere vorbei. Also wir hätten jetzt Geld, um nach Philadelphia zu gehen. Aber ich denke mal nicht, dass das sinnvoll ist. Ach, das waren die letzten 5 Kämpfe, sagst du, oder was? Ach so, okay. Das habe ich nicht richtig gelesen. Dann hat er die letzten 5 Kämpfe verloren. Wenn er den 6 hintereinander verliert, kann er seine Karriere auch beenden. So. Dann wir bleiben im eigenen Gym erstmal. So, Simulation, bis wir wieder ready sind. Und damit haben wir wieder 4 Wochen Trainingszeit. Meine neuen Herausforderungen sind... Wie viel habe ich denn da? Schlage deinen Gegner in weniger als 6 Runden K.O. Also bis mindestens zur 5. Gewinne mit weniger als 15% Schaden. Okay. Gewinne mit einer Schlagpräzision von über 47. Das könnte ich schaffen. Schlage deinen Gegner bis Runde 6 nieder. Okay. Da sind zumindest ein paar Sachen dabei, wo ich eventuell eine Chance drauf habe. Machen wir mal offenes Sparring. Gucken wir uns das mal an, wie das funktioniert. Ja, Happy, das war alles eigentlich sehr gute Games, ne? Gerade Haken, Uppercut. Weiche einem Schlag aus, Blocke einen Schlag, Partner niederschlagen, geht zu Boden. Okay. Ein Haymaker gibt es als System nicht, nein. See how you do in the ring. Looking good. Mal hier kann ich bestimmt Get a good snap in the shoulder. Good job. meinen Skill perfektionieren. Bis ich hier mal 40.000 Punkte geschafft habe, das wird ein Weilchen dauern, I guess.
Wie gesagt, mit 20.000 bin ich schon relativ zufrieden. Boah. Oh, ey. Das waren zwei sehr starke Uppercuts. Wait, ist 40.000 Maximum gewesen? Bedeutet nicht. Ich bin gerade legit richtig gut. Oh komm. 50.000 hättest du mir noch gönnen können. Haha, 150 Punkte. Trainings, ich bin Champion. Okay, das war dann gar nicht mal so bad und schwer. Das habe ich mir schwerer vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich habe jetzt noch 50%, das heißt, ich muss jetzt ins Athletiktraining gehen. Trainiere dort Krafttraining zu 30%. Bin jetzt bei 20%. Weiß nicht, ob ich mit 80% Ausdauer in den Kampf gehen sollte. Wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich gehe das Risiko mal ein. Ich will meine Ausdauer erhöhen, aber vorher mache ich noch ein bisschen Zähigkeit. Denn wir wollen ja nicht down gehen. Hallo Raiden. So, ich habe jetzt 80% Ausdauer. Weiß ich noch nicht, ob das in Ordnung ist, aber... Ah ja, hier steht gerade drüber. Corey Grape hat eine Statistik von 14:9. Und offensichtlich hat er 5 in Folge verloren. Das ist halt really bad. Das Ruhepause natürlich nur um 80% regeneriert. Dann macht das Ganze ziemlich tricky. So, Cory, ich glaube, deine Karriere ist gerade on the line. Das scheint auch ziemlich groß zu sein. Hi, Prosator. Ja, der ist auch ein bisschen größer. So, ich brauche eine gute Schlaggenauigkeit und darf nicht mehr als 15% Schaden kriegen, gell? Aber vorhin hatte ich doch technisch gesehen gar keinen Schaden, oder? Wow, warum ist meine Ausdauerleiste? Ach so! Ah, weil Ausdauer... Also das ist dann wirklich meine Ausdauerleiste. Okay, dann ist 80% richtig schrecklich. Oh, shit, dann ist es richtig bad. Okay, nee, das darf absolut dann gar nicht passieren. Holy. Okay. Der Cory sieht aber auch nicht ordentlich fit aus, ne? Schau mal, wie das da, das schlackert am Körper. Hi, Moll, grüß dich. Ah, Sebastian, hi. Okay, und er klammert viel. Dann eben 3x30% drin. Ja, das geht nicht, weil ich ja meine Erfahrungspunkte auch sammeln muss. Das heißt, ich muss einmal 50 machen, einmal 20, einmal 10. Zumindest so lange, bis man da was anderes machen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht abhängig ist, von welchem Gym man ist.
Wir werden das mal beim nächsten Mal rausfinden. Okay. Hallo, ohne Gewinne. Ja, ich bin auf 76% Ausdauer und er auf 90%. Das spricht halt Bände, ne? Alles klar, kein Wunder, dass er Dauernkämpfe verliert, wenn er nur die ganze Zeit kuscheln will. Boah, das war ein saftiger Konter. Ja, gesessen. Ja, auf jeden Fall machen unsere Reale noch keinen Schaden. Sind zwar übelstes Tier, man möchte fast meinen, dass wir alle aus dem Latschen treten könnten, aber nicht ganz. Noch nicht. Boah, voll in den Jab gerannt. Mal ein bisschen ruhiger werden. Bin mich schon fast schon locker auf 60%. 66, okay, 4 nur. Ist der neue UFC wirklich so schlecht? Außer auf seinen UFC gucken und dann nochmal fragen. Ja, this is your fight. Let's go. Oh, so schön. Zumindest hat er schon wenigstens ein blaues Auge. Zwar kein Cut, aber der eine oder andere Hook hat dann doch getroffen. Muss nur aufpassen, wenn ich zu passiv bin, dann könnte der auch mal eine Runde gewinnen. Ich muss aber halt passiv kämpfen, wenn das Ding bis in Runde 6 geht. Ich kann in Runde 6 nicht mit 30% Ausdauer hier rumgurken. Also im Vergleich zu dem davor ist der richtig aggressiv. Der weiß, dass es um seine Karriere geht mit seinen 5 Niederlagen in Folge. Boah. Der meint's hier schon ernst, ne? Uff. Muss ruhiger machen.
Mal gucken, nach 3 Runden sieht man ja, wie die aktuelle Wertung so ist. 55, 72, ist halt übel. Keine Scorecard. Ach, Teddy ist nicht da im Gym. Ja, macht Sinn. Das macht erstaunlich viel Sinn. Hier ist halt nichts mit müde machen. Wir haben noch nicht die Knockout-Power. Das heißt, wir müssen unsere Kämpfe mehr oder weniger über Runden gewinnen. Oh, der war übel. Schöner Konter. Ja, das ist schade, gell? Dass solche Games nie PC-Ports bekommen. Oh, der war übel. Der hat mich gerockt, ne? You know what I need you to do? I need you to relax. I need you to relax. Just believe in your skills. Verliere jede Runde ca. 9% Ausdauer. Bin in der 6. halb tot. Puh. Muss sehr aufpassen, dass nicht zu viele Körpertreffer jetzt auf mich gehen. Mich gerade das erste Mal gerockt tatsächlich. Den habe ich harmloser eingeschätzt tatsächlich. Weil er 5-mal in Folge verloren hat. Eine Runde nochmal so richtig schön defensiv und dann... Meine Challenges kann ich vergessen, aber ich wäre hier gerade tatsächlich froh, wenn ich das Ding gewinne, weil der Grab ganz schön Stress macht. Ich kann mich kaum noch zurücklehnen. Weil ich so wenig Ausdauer habe. Oh! Oh, Moment mal. Oh, jetzt hat er es extrem gut verteidigt. Man hat es extrem gut verteidigt. Könnte mir einen guten Vorteil gebracht haben. Für die letzte Runde gibt es nochmal ordentlich. Ging's 75. Er hat 5% Ausdauer verloren. Auch. Hallo, Drunky.
Relax. Relax. Are you all right? Ich kann echt nicht sagen, wer es nach Punkten macht. Ich glaube, ich sehe Grab eine Runde vorne aktuell. Huh! Ich habe überhaupt gar keinen Knopf gedrückt und der schlägt schon zu. Boah, ein guter Uppercut von ihm. Boah, das wird unfassbar spannend. Nice. Nice. Wer hätte gedacht, dass gegen den Grab hier so ein guter Kampf bei rumkommt? Ich kann es euch echt gerade nicht sagen, ob ich das Ding gewinne. Cover up! Cover up! Beide sehr müde. Keep it tight inside. Come on. Schöner Haken nochmal. Da geht er direkt auf Distance. You need to keep that head moving. Oh shit. Nee, 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 nee. Nee. Oh. Mein erster Niederschlag. Oh Gott, das kostet mich, glaube ich, den Kampf. Come on. Get on your feet. Get up. Dann soll ich echt nicht sagen, wer das Ding gewinnt. Ich glaube er. Mit dem Niederschlag, glaube ich, hat er den Kampf geholt, oder? Oh, yes! Still Winner. Ui. Habe ich doch mehr Schläge ans Ziel gebracht, oder? Okay. Okay. Die Ringrichter waren sich doch einiger, als ich dachte. Dass mir die ersten 4 Runden gegeben wurden. Ab der 5. Runde war man sich nicht mehr sicher, ob Grab oder ich. Da hat der eine mir die Runde gegeben, die anderen Grab. In der letzten Runde habe ich halt richtig Punkte verloren. Das ist das, was das fast noch enger gemacht hat als gewollt. Aber dann habe ich meine ersten 4 Runden, habe ich mich schlechter in Erinnerung gehabt, als es wahrscheinlich am Ende wirklich war. Gut. Ich habe eine extrem gute Trefferquote mit 67%. Damit kann ich sehr gut arbeiten. Oh. Ja, in der ersten Runde. In der zweiten Runde hat jeder Uppercut getroffen. Sehr lecker. Wow, in der dritten Runde haben 10 Uppercuts perfekt getroffen. Jesus. Not bad. Ja, ich war in der ersten Runde wohl doch deutlich besser, als ich dachte. Hey, zufrieden. Da bin ich sehr zufrieden. Rang 40 damit. Guck mal, haben wir einiges geschafft. Weniger als 50% Schaden. Und meine Schlagpräzision war außergewöhnlich gut. Mit 67%. Ja, gut, das haben sie leider rausgenommen für Fight Night Champions. Sehr, sehr schade. Ich fand das manuelle Verarzten in Runden auch immer ziemlich cool. Nö, bin ich zufrieden. Ein paar Bonus-XP. Kann man mitnehmen. Einen verletzten Boxer ersetzen. Evander Holyfield hat sich in der Vorbereitung auf seinen Kampf gegen Adonis Toney verletzt. Willst du einspringen? Wait, what?
Adonis Tony. Ich soll Holyfield ersetzen. Habt ihr Lack gesoffen? Oh, Mike Tyson wurde geschlagen. Ladies and Gentlemen, Mike Tyson hat den Titel an John Hughes verloren. Evander Holyfield ist Rang 1 der Liste und den soll ich ersetzen? Gegen wen kämpft er? Adonis Tony ist 44. Was sollte das denn für ein Kampf für Holyfield werden? Soll das ein Aufbaukampf werden für Holyfield oder was ist das? Was für ein Quatsch? Können wir mal nachgucken, was mit Mike Tyson passiert ist? Mega Bilanz pushen, Alter. Nee, wait. Mike Tyson hat seinen Titel nicht verloren. Der ist nur in der Rangliste runtergerutscht, ne? Nachbomber. Hallo, Alex. Okay, und keine zurückliegenden Kämpfe. Aha. Gut, die ruhen sich einfach aus, oder was? Ja, wieso hat ausgerechnet John Hughes denn... Okay. Ja, ich denke nicht, dass das runtergehen im Sinne von... Mike Tyson stand halt nur vorhin oben. Ich weiß nicht, was der Unterschied da ist. Ich kann euch auch nicht die verschiedenen Belts sagen. Die hier sind... Hey, ja, dann ersetze ich den Typen halt. Was soll's? Das ist ja irgendeiner. Das ist ja nichts Besonderes, was ich da... Ja, let's go. Großer Geldbonus. Klar, los geht's. Adonis Tony, 44. Was soll passieren? Zwei Wochen im Camp, Alter. Gehen wir definitiv ins eigene Camp. Bei so wenig Vorbereitungszeit. Kampfherausforderungen. Gewinne mit weniger als 18% Schaden. Füge deinem Gegner genug Schaden, um Cut zu verursachen. Weniger als 6 Runden ausnocken. Ja, das ist immer schwierig. Aber wir gucken gleich mal, dass wir jetzt gleich ein paar Sachen verbessern. Ich kann eh nur ein einziges Mal trainieren. Nee, Tony ist der Verletzte. Holyfield hat sich verletzt. Das macht das ja so komisch. Okay, ich guck mal das mal mit dem Ball an. Bewege dich zur markierten Zone, triff den Sack, bevor du die Zone wechselst. Haken und Uppercuts bringen dir mehr Punkte als Jabs und gerade. Wenn du mehrere Zonen in Folge triffst, bekommst du Bonuspunkte. Ich weiß leider noch nicht, wie das funktioniert, deswegen muss ich erstmal gucken. Alright, here we go. Let's see how you do on a double end bag. Hä? Ach, ich muss dahin. Ah. Keep hitting that bag, kid. Ja. Okay. Faster, faster. Keep moving. Okay, zweifacher Bonus. Pick it up. Ah, und je mehr Zonen ich in Folge schaffe, desto mehr Punkte gibt das. Let's go, faster, move
those feet. Vierfach Bonus. Punch, punch, move. Ja, okay, jetzt habe ich verstanden. Wenigstens die 20.000 noch geholt. Next time I want to see you pick it up. Plot Twist, jetzt kennst du gegen Holyfield. Hahaha. Ich habe gerade noch das Talent wenigstens erreicht, um noch ein paar Erfahrungspunkte abzugrasen. Okay, das heißt, wir brauchen auch direkt wieder die Ruhephase. Ich gehe nie wieder unter 100% in den Kampf. Nie wieder. Hier hat dieses Ausdauersystem bei wenigstens Hand und Fuß. Stell dir vor, bei der UFC würdest du ohne Ausdauer starten, wenn du deine Ausdauer nicht hochpusht. Da ist das ja völlig egal. Wenn deine Ausdauer niedrig ist, dann kriegst du im Kampf eine Verletzung. Who the fuck cares? Aber stell dir vor, wir hätten keine Ausdauer. So, dann würde aber jeder ganz schnell dieses Ausdauerzeug machen, ne? Hier hast du ja richtig Konsequenzen, wenn du das nicht machst. So. Wir haben hier ein paar Erfahrungspunkte. Kopfjab. Erhöht die Chance um 15%, dass der Gegner einen weiteren Schlag zulässt. Das ist eigentlich sehr nice. Geht bei Kombinationen. Erhöht die Fähigkeit, 6 Schläge zu kombinieren. Okay, und 14 Schläge kombinieren. Was zum Teufel, Mann. Okay. Ich werde mal jetzt volle Kanne auf Kopfjab gehen. Und die Kopfbewegung noch machen. Hi Gamer. Ja. Ja, meine Kondition ist auch noch recht mies. Ja, das ist aber cool. Also das macht mir... Das finde ich auch sehr cool hier. Naja, die kommt. Ja, ist gut. Da habe ich Bock drauf. Coole Karriere. Zumindest für einmal. Ich denke auch, das ist motivationslos für 2, aber das ist erstmal ganz cool. Okay, guys. We went over the rules in the dressing room. Let's touch gloves. I want to see some head movement out there. So, Tony. Ich bin jetzt wieder in bester Verfassung, mein Freund. Und mein Jab ist jetzt eine ordentliche Schelle knackiger. Und der Konter-Jab wird dir vermutlich nicht schmecken, mein Freund. Boah, das war ein super Konter. Oh boy. Schön mit dem Jab immer weghalten. Okay, aber ich übertreib's nicht. Es ist ja gut möglich, dass es wieder 6 Runden geht, deswegen. Ja, genau. Klammer du mal. Ja, ganz entspannt hier. Ich will unbedingt, also möglichst immer so auf das gleiche Ausdauerlevel vom Gegner sein. Damit ich da keinen Scheiß baue. Das sollte passen. 10% Erholung ist jetzt sicher was, 95% oder so. 96. Er hat sogar 92. Ja, wunderbar. Hallo Puerto Rico.
Hallo, Peanut. Schöner Jab konnte, da war er. Na, guck mal, immerhin ist das keine einfache Karriere. Hier ist nichts mit jedem in Runde 1 direkt ausnocken. Also das ist eine wirklich sehr ernstzunehmende Karriere. Bis wir hier die ersten Knockouts feiern. Wird bestimmt eine ganz schöne Weile dauern. Verteidigung von Tony hier. Holyfield hätte hier kämpfen sollen. Ja, vielleicht ist er ja auch gar nicht verletzt. Sehr seltsam, gell? Vielleicht wurde ich auch nur verarscht, damit ich den Kampf annehme. Wer weiß. Ist egal, ich krieg einen Geldbonus, krieg mehr Geld als sonst, also von dem her. Das ist eigentlich ziemlich egal. Mal schön Jab mitgegeben zum Ende der Runde. Soll er mich denken, wenn er in der Ecke sitzt. Das sieht ziemlich gut aus. Holyfield wollte nur meine Karriere pushen. Ne, aber ich tritt ja gegen eine... Tritt ja gegen irgendeinen No-Name an, der einen Rang unter mir ist. Also das ist komisch. Red die Netze ab. Das ist dieses neue UFC. Dankeschön für den 68. Hängt im Hintergrund ein Holyfield-Poster? Na, jetzt haut er aber ganz schön rein hier. Bin mal gespannt, ob wir schnell genug aufsteigen, dass wir überhaupt noch auf... Ich glaube, ich will die auf die Klitschkos alle noch gar nicht treffen. Die sind bestimmt alle insane. Bestimmt kann ich bestimmt gar nicht skillen. Ja, Kevin, ruf mal beim Sandman an. Sehr offener Kampf, by the way. That's it, I see it. That's it. I need another round just like that, all right? You're doing good. Keep it up. Don't look, just be watching. Deutlich mehr Schaden kassiert. Beziehungsweise ich habe überhaupt Schaden kassiert, er gar nicht. Das war eine sehr defensive Runde. Boah, schöne Hook-Kombo. Ja, da ist es gesessen.
Ich konnte mich aus und nach, grabt er. Läuft bei ihm. Uppercut. You got this one. Yeah, that's it. Nice work. That's it, just like that. Noch kommt da. Move your head. Die Punktrichter hier aber auch alle sitzen. Oder stehen die? Die stehen am Ring. Move your head. You need to cover up more. Kein okay? einfacher Kampf. You're leaving yourself open too much. Cover up. This is a wipeout. You're winning this fight. Estás ganando. Just keep doing what... Cover your head, kid! Boah, jetzt geht's mal los. See, there you go! Focus. Keep moving. Gotta see those come in. Atta boy. Sind alles ziemlich gute Kämpfer eigentlich. Nix super easy. Noch im Rahmen des Machbaren. What's the hook? Beat it to the punch. Still not moving enough. Move, move. Ich glaube, ich werde die Uppercuts mal verstärken. Jump on it. Nice. Oh! Die Gerade hat ihn sogar noch gestunt, ey. Keep doing what you're doing. Oh. You're winning this one. Don't get sloppy, okay? Keep boxing smart. This is it. You hurt him, keep on him. Don't give up on me. You all right? Listen to me. You gotta let go. You gotta let go. Throw punches, okay? Don't walk. Welche Session denn, Alter? Die mit Kevin oder die mit Tim? Puh, so, jetzt noch einmal konzentrieren. Good job. So sehr slugfest ist es eigentlich gerade gar nicht. Also ich finde, es ist schon relativ verhaltener Boxkampf. Come on. Mein Luis Figo, ich sag's euch. He's tired. He's tired.
Naja, die machen immer alles Spaß. Ist ja egal mit wem, ne? Was hab ich denn hier gemacht? Alle mit Leipzig, grüß dich. So, ohne Niederschlag diesmal. Gar nicht sagen, wer die Runde... Also wer... Also ich denke schon, dass ich das gewinne. Aber es dürfte recht knapp sein. Die eine oder andere Runde wird schon an ihn gehen. Oh, krasser Konter. Okay. Ja. Passt. Ja, 59, 55. Letzte Runde ging an ihn. Da hat er nochmal Gas gegeben. Hatte ich ja auch kaum noch Ausdauer, aber die 5 zuvor habe ich das ganz souverän runtergespielt. Wieder 67% Trefferquote, was ich sehr gut finde. Ich habe alle Konter getroffen. Das hat er nicht geschafft. Ich habe alle 10 Konter getroffen. Richtig gut, ey. Ja, sehr zufrieden. Darauf kann man aufbauen. Weniger 18% Schaden. Ja, Cut schaffe ich halt nicht. Das schaffe ich halt alles nicht. Die alle ausnocken für die Bonuserfahrungspunkte schaffe ich halt einfach nicht. Oh, Felix, ist es schon so weit mit dir gekommen, du. So, was für eine Serie. Wie viele Siege hast du jetzt? Du bist momentan unschlagbar. Michael Lambert behauptet allerdings das Gegenteil. Möchtest du diesen Vollpfosten den Ringboden zeigen, oder was? Naja, Lambert. Ich muss erst mal gucken, wer der Lambert ist. Ich habe auch noch einen Last-Minute-Kampf zur Verfügung. Drew Ellis zeigt sich offenbar wegen persönlicher Probleme aus seinem anstehenden Kampf gegen Cam Gordon zurück. Möchtest du einspringen? Das ist nur wenig Zeit zu drehen, es wartet wieder eine Menge Geld und es würde die Popularität steigern. Okay, Cam Gordon und Michael Lambert. Cam Gordon und Lambert. Guck, jetzt ist Tyson wieder da oben in der Liste und Hughes ist aus irgendeinem Grund und dritter. Das switcht einfach so irgendwie durch. Cam Gordon ist die 44. Drew Ellis ist die 37. 15 Wins, 3 Niederlagen nur. Ah. Drew Ellis wäre eine gute Herausforderung, ne? Cam Gordon würde mir Popularität und Geld bringen. Nee, wie komme ich auf Drew Ellis? Drew Ellis geht's ja gar nicht. Wait, wie komme ich auf Drew Ellis? Ja, Michael Lambert, der war das. 28 Siege, 8 KOs, 10 KOs, 8 Niederlagen. Der ist Rang 33. Ach, Drew Ellis war das aus dem Kampf zurückziehen, deswegen, ja. Puh, der ist natürlich, mal 6 Ränge über mir, ne? Dann bin ich schon bald in der Nähe von Klitschko. Aha, okay.
Lampert oder Cam Gordon. Ist Popularität dann Pound for Pound Rang oder worauf bezieht sich das? Wollt ihr Lampert nach Gordon? Ja, sowas hätte ich auch gedacht, aber wahrscheinlich kriegt ihn dann nicht angeboten, ne? Wartet eine Menge Geld. Lass uns doch erstmal gucken, wie viel Geld es wirklich gibt. 7.100 für den Sieg. Gegen Cam Gordon. Und Michael Lampert. What? Gib mir 10.000? Okay. Okay. Das ist dann bringt mir dieses viel Geld-Argument vom Trainer, bringt mir dann aber ehrlich gesagt nix. Tim Gordon hat 74. Chambers hat 79. Der ist 6 Stärkepunkte krasser als ich. Und ich habe bei dem einen nur 11 Wochen. Das ist eine schwierige Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Hier habe ich 12 Wochen bis zum Kampf. Bei dem anderen hatte ich 11, ne? Nee, 13 Wochen. Ich traue mir den Lampert zu. Trau mir den Lampert zu. Dafür werden wir auch nach Detroit fliegen. Ja, dafür werden wir nach Detroit fliegen. 5.000 Euro werden in den Detroit-Flug investiert, denn wir dürfen nicht vergessen, wir kriegen 10.000, also machen wir quasi 5.000 Gewinn, aber haben ein gutes Gym. Und es sind 13 Wochen Vorbereitungsphase, also das kann ich mal richtig gut ausnutzen. Kann ich nicht, weil es immer nur 4 Wochen, ich habe immer nur 4 Wochen Trainingszeit, egal wie viele Wochen dazwischen liegen. Aha. Nee, das stimmt nicht. Nee, doch, 4. Es sind immer 4 Wochen. Shit. Na gut, von mir aus. Schlage den Gegner K.O. weniger als 21% Schaden. Cut. Ja, das Typische halt. Dann werde ich jetzt vermutlich mal kein Fähigkeitstraining machen. Bringt mir das dann wenigstens irgendwie was? 12% Temposteigerung. Muss ja abwägen, wie gut das oder wie weit mich das bringt, dass ich diese teuren Dinger nehme. Ich glaube, bei meinem eigenen Gym hatte ich 10% bei Intensität, oder? Wenn ich es ganz hoch gemacht habe. Jetzt sind es 12. 2% mehr. Muss halt wissen, ob sich das lohnt. Wie schnell die Ausdauer. Okay, und 10 Kilometer Lauf. Belastbarkeit steigern. Ah, guck mal, das sind 10%, weil das nicht der Spezialgebiet ist. Spezialgebiet wäre auch Reflexe. Okay, dann weiß ich, wie ich trainiere. Das heißt, wir gehen auf 12% hier. Wir gehen auf 12% hier. Und wir gehen auf 10% hier.
Und damit habe ich dann noch eine Ruhephase. Hi, Whitebeard. Und dann habe ich 100% Ausdauer und ein bisschen was trainiert. Habe noch 420 Punkte und die würde ich dann... Setze ich die jetzt schon in Uppercuts? Teuer, Mann. Uppercuts sind echt teuer. Wow, wird dieser Schlag eingesetzt, kann der Gegner ohne vorangegebene Benommenheit K.O. geschlagen werden. Ah, okay, das ist alles hier am Ende. Dreht sich alles um K.O. Okay. Ja, ich denke, ich gehe auf... die Gerade. Mal. Hier. Ja, das freistellt. Das hat alles, ist alles bei Online-Modus. Wenn ich im Online-Modus was reiße, kriege ich für den Karrieremodus Boni. Ich habe das richtig verstanden, dass man mit echt Geld seine Karriere pushen kann. Das ist natürlich absurd, ne? $25.000 Erfahrungspunkte. Ja, dann kann ich ja instant perfekt werden, gefühlt. Was kostet der Spaß? Nichts. Doch, es würde 7 Euro kosten. Crazy. Für 7 Euro hast du quasi dann den Karrieremodus durchgespielt. Was es nicht alles gibt, ey. Was es nicht alles gibt. Und 2500 würde was kosten? €1,89. Was ist... Das ist ja echt absurd, ne? Ja, Mann. Teurer ist das Game selbst. Gold Kraftboost. Abgefahren. Abgefahren. Nee, wir geben ganz sicher kein Echtgeld aus, um diesen Modus vorwärts zu kommen. Ja, Christy Nation, einer muss es ja tun, ne? Ist doch klar. Ja gut, dann, das wird ein harter Kampf gegen Lambert. Das ist schon damals solche Mikrotransactions gab. Du, ich verstehe mich nicht falsch. Ich finde es nicht mal schlimm. Wenn jemand seinen Karrieremodus für Echtgeld pushen will, damit er schneller den Karrieremodus durchspielt, dann soll er das machen. Ich finde, daran ist nichts verwerflich. Bringt ihm nur weniger Spaß. I'm Joe Tessitore, and we welcome you to the Metro Manila Arena here in the Philippines for our main event of the evening. 6 rounds of heavyweights. And now the time has come. All the talk, now comes the walk. Außerdem will ich ja ein bisschen Spaß an dem Karrieremodus haben. Unser erster Kampf in der richtigen Halle, Alter. Nee, das wäre ja total schade. Stell dir vor, ich gebe jetzt 7 Euro aus, habe meinen Karrierekämpfer aufs Maximum gepusht. Ja. Dann sind wir heute Abend durch damit, ne? Sind das echte Kämpfe im Spiel? Das gerade aktuell nicht. Aber später ja.
back at him with a left hand. Ja, du hast ja hier nicht die Möglichkeit, sowas wie Cosmetics zu machen. Oder zumindest. Ja, was? Nee. Nicht wirklich. Dementsprechend ist es schon in Ordnung, mein Gott. Wenn du die Entwickler für ein Spiel, das du gerne spielst, unterstützen willst, dann machst du das halt. Das ist doch überhaupt kein Problem. Wird doch jedem selber überlassen. Richtig. Wenn du, sagen wir mal, zeitlich eingeschränkt bist und das Spiel aber magst, dann gibst du halt 7 € aus, dass du dir das Training sparen kannst, weil du für das ganze Training einfach keine Zeit hast, weil du Casual-Spielern, weil du vielleicht nur eine Stunde Zeit hast nach der Arbeit oder so. Ja, ist das völlig in Ordnung. Das sind 7 €. Ja. Da ich aber keine Zeitprobleme habe, würde ich das natürlich nicht machen. He's showing what a skilled fighter he is with the counterpunching. Well, the old timers used to say when you come in there, Ich muss aufpassen, ich habe gerade sehr viel Throws gemacht. Keep your distance. Final 10 Das kann seconds sicher of nicht round passieren, number 1. Raiden. Sonst gäbe es ja sowas wie Combination to the head. Lambert's going to really regret when he hears the scorecards, right? Because he lost that last round just based on defensive laziness. Well, you can always make comparisons. Die Access heißt jetzt EA Play, nicht mehr EA Access. Wo sind wir denn hier? Das ist aber nicht Mexiko. Hallo? Entschuldigung. He's not going to start showing you defense if he doesn't know how. He does not know how. He has not been taught. Here we go. Round 2 is underway. Oh, you see him with the left to the head there? Little double jab to the head. Needs to improve that accuracy. Missed with the headshot. Ja, aber bloß weil wir in den Philippinen sind, in der Halle heißt es ja immer noch nicht, dass sie hier nackig rumlaufen müssen. Das ist ja keine, das sieht jetzt nicht nach einer stickigen, heißen, bierversifften Halle aus wie in Mexiko. Well targeted two-punch combo by Lights Out. A lot of people would think that these two fighters, as well as any fighter, doesn't have fear, but that's not the case. No, it's not the case. First of all, if you say you don't have fear, you're either a liar or you should go to a doctor very quickly and find out what's wrong with you. I mean, fear is there for a reason, to make sure that you're prepared for potentially dangerous situation and you behave right. But it's a matter of being able to control your fear, deal with your fear, and be able to make the right choices in those moments. Targeting that 1-2. Jetzt schon echt wenig Ausdauer, ich muss mir echt mal zügeln, ey. Der Lampert ist auf jeden Fall nicht so aggressiv. Und da der nicht so aggressiv ist, kann ich halt chillen, weil ich dann mit deutlich weniger Treffern auch meine Runden gewinne. Well, it is. It's kind of like, you know, sending static out there. You want to scramble somebody's radio signal. You know, that's what the jab does. It scrambles your radio signal, or at least in boxing terms, it throws the other guy's rhythm off. Nice work with the overhand right. And you see what he can do when he sends that right to the head. Just 10 seconds to go in this round. Echt viel Ausdauer, was hier los? Lights Out showing off a real boxing IQ in that last round. Just fighting smart. I mean, not just reckless aggression, but smart, accurate punching. And talking about das ist bei 91, er macht halt gar nichts. By that left jab, an educated left jab. A jab that talks a little bit, talks a couple languages. I mean, he's hooking off it, he's uppercutting off it, he's doubling up on it. Good job. Turns over the hook after turning away his opponent's shot. Tried to land that upstairs and was off the mark.
Well, I don't know if he's hip to the idea of becoming a counter-puncher, but I get the sense you'd agree with it. Yeah, definitely. I mean, he's got the perfect platform, the perfect form for it. The guy's walking in right now, not moving his head much. He can time him, he can counter him. Coming to the halfway point of this third round. Back to basics here, as you can see the jab becoming a key instrument for him. Boxing 101. You have an opponent walking in. You want to stay on the outside? Ja, eigentlich schwer chillen, ey. Der Typ ist so defensiv. Move your head. Side to side. Move your head. Lights out's jab can do so much there. He used it well that time. Not able to connect with the uppercut. Ich werde mal voll auf Ausdauer demnächst gehen. Weniger unangenehm. Well with the double jab. Good scoring shot. It was a straight right. You need to keep that head moving. We count down the final moments of this round. Well placed, straight right hand. And now he's targeting upstairs. And that's the end of round 3. As we start round number 4, it's clear to see that it's his Teddy precise sagt, die punching Runden gehören that alle has mir. earned him good grades on your scorecard, Teddy. With all that accuracy, clean, effective punching. Oh! With that right hand. Good work by Lights Out. Lambert's being damaged right now. Punch after punch is coming in. Committing up top now, he goes there Der again. verteidigt aber auch nur noch. Lambert's now feeling the effects, Teddy, of having his opponent punch right through that guard. Well, he should feel Oh. it. Look, Joe, it's kind of like standing out in the Die rainstorm. der Jab And all mal of a sudden the wind's coming. And geknallt. the rain's coming from the side. And you stand Ja, there mit in the Leipzig, little crowd ne? and say, why am I Deswegen getting bin ich wet? jetzt auch dran Well, you geblieben, stand weil there es einfach covering up. The punches gut are ist. coming from the side. They're coming from all angles. You're going to get wet. You're not always protected. Lights Out's movement helped out there. He avoided that punch. Comes right back at him with a left hand. Good clean shot, returning fire. Well done. Der hat jetzt ein by richtiges Lights Out. Feuerwerk abgeliefert. Kann jetzt erstmal chillen. Braucht Runde 5 und 6 ja auch noch ein bisschen Energie. Schön mit dem Jab auf der Distance. Keep moving. Keep moving. Oh, and he's got something for him himself, and it's a left hand. Takes one, but gives one. Good work Nice by beats down. Lights Out. And you see what he can do when he sends that right to the head. Thought he had his target, but way off to the side with the uppercut. Lights Out is doing very nicely on the outside here in this fight. Lambert's inability to get away from his opponent's left hand is so evident. And it's going to stay that way if he doesn't change something. He needs to move the other direction, away from that punch. And this round comes to an end. Keep circling. Lights Out's in control of this fight, Teddy. Sometimes you can just look at it and see it as clear as day. He's ahead on the scorecards. Yeah, I have my head on my scorecard too. But right now, he can't afford to coast because this guy is still dangerous. He has to still stay on his P's and Q's. It's all yours, baby. But you gotta keep working. Keep working, and this is your fight. Don't get lazy out there, okay? Nee, lazy nicht, aber ich muss auf meine Ausdauer aufpassen. Lambert bounces back in his step. Wenn ich meine Ausdauer nämlich mal ein bisschen pushe, dann kann ich ein bisschen aggressiver sein und dann ist das mit den KOs vielleicht auch ein bisschen wahrscheinlich, ja. Und 75% in Runde 5 ist wohl nicht bad. Tja, Mittel Leipzig, was soll ich dazu noch sagen, ne? Ich denke, ich habe alles gesagt. Weil das, was EA uns da geliefert hat. Dafür spiele ich andere EA-Spiele. Damals, als EA sich noch Mühe gegeben hat. Ja, Jasmica, das ist der Karrieremodus, genau. Boah, saftiger Uppercut. And now just wasting everybody's time holding on.
And now we got a fight. He fires back a right hand of his own. Lights out's giving his opponent fits right here. His head movement is making. Wie will der Lampert das Ding hier eigentlich gewinnen? Wollte der mich müde machen? Muss ich leider sagen, das wird nicht funktionieren. That he's finding air more than he's finding any surface up top. So go downstairs to the place that's not moving, down to the body. That is starts to take away some of that head movement. Took a shot, now he gives a left. So, sag mal. A little something for his opponent after getting tagged. Huch. Seemingly in control, and now maybe out of control after getting hit there. But what you just said, Joe, that is really what's the enemy of his right now is nothing was coming at him. He was winning too easily. And for a minute, he let up. And bang. Do that again. Coming to the end of round number 5, last 10 seconds. Come on, kid, focus. Okay. Das kommt unerwartet. Good round by him there. Teddy, he can't miss tonight. No, I'm taking nothing away from him, but you can't miss when your opponent goes out there and begs you to hit him. I mean, he's just standing right there asking for it. Das heißt das Überleben. Nice work. Das Ding geben wir nicht mehr aus der Hand. The 6th and final round has arrived. Wir müssen jetzt hier da ganz taktisch kämpfen. Gegner schön mit Jabs auf Distanz halten. How about a return to sender with the left hand? Double up your punches. Two good jabs by Lights Out. Able to show you his blocking ability. Pulls the trigger right away with the left hand after getting tagged himself. Lights out's Jab on the outside. That has really been the difference maker here, hasn't it, Teddy? Yes, it has. But the most important thing is, you know, everybody says, hey, just Ja, Mädel, also freut mich auch, hey, jab's dass es a euch great weapon, gefällt. but it can be very dangerous. You throw Weiß gerade so. Okay, ich sollte nicht den Chat gucken während meiner letzten Runde. Weiß gerade, sollte es aber Ausrufezeichen UFC eingehen. Dafür ist der Kommando da. Leute, no chat. No chat. I give him a lot of credit for even getting up from that knockdown, but he still has to impress and move forward here. Yeah, I applaud him. I give him credit, but I also recognize that he's in good shape. That's one of the reasons he got up. Come on, kid, focus. Just a minute to go in this bout. Schöne Uppercut, aber jetzt bloß Obacht. Wenn die ersten 5 Runden gehen safe für mich, da kann die letzte an ihn gehen, ist mir egal. Er hat offensichtlich doch noch einen ganz guten Haken. Not the most accurate uppercut you'll see. Lambert's getting himself into the mix now, landing that left hand. Okay. So there's the final Denke, das bell passt. in a fight nobody thought they'd hear the final bell in. So, wir skippen das. So ist es, glaube ich, spannender. Ja, wie ich es gesagt habe, die ersten 5 Runden gehören mir, die letzte ihm. Aus irgendeinem Grund hat ein Ringrichter in die 4. Runde auch Lampert gewinnen sehen. Ich weiß nicht, was er da wirklich beobachtet hat, die Runde, aber okay. Wir haben gewonnen, das ist das, was wichtig ist. Auch nicht gut von mir diesmal, 55%, das ist nicht gut. Aber es ist über 51 für meinen Bonus, das wird dann schon passen. Hat mich 3 Plätze nach oben gebracht. Und die Kampferfahrungspunkte sind relativ stark. Dann bin ich zufrieden. So, was mussten wir nochmal machen für Karrierefortschritt? Achso, ja, hier, Talent, Gewicht, Gesamtzuschnitt, das war schon mal besser.
übertrieben war, das Karriereziele. Die Quote, das haben wir schon geschafft. Talent haben wir ja schon geschafft. So, das heißt, ich will jetzt Vereinskämpfer werden. Dafür muss ich eine Beliebtheit auf 20 bekommen. Anzahl der Kämpfe größer als 4. Das war jetzt gerade mein 4. Also Beliebtheit pushen und noch einen Kampf machen. Dann wäre ich Vereinsboxer. Okay. Können wir dann als nächstes für einen Kampf machen? Herrn Forbes geht's gerade gar nicht mal so gut. Der ist auch 2 Meter groß. Ja, dann würde ich sagen, Asher Forbes ist mein nächster Gegner. Da die ja mittlerweile ganz gut Kohle bringen, kann ich ja... Wollte ich als nächstes? Ich glaube, ich wollte genau das machen. Ah, dann kann ich da auch andere Spiele machen. I see. Philadelphia kann ich komplett anderes Spiele noch machen, okay. Philadelphia. Pele! So, was haben wir hier? Schlage den Gegner bis Runde 3 nieder. Ja, nee, ist klar. Promo-Event. Bei einer Party soll Geld für ein neues Gym gesammelt werden und es wird noch nach einem Promi gesucht. Du sollst da hingehen, selbst wenn es nur darum geht, dein Gesicht zu zeigen. Ja, sicher. Event angesetzt. Wähle im Kalendermenü während der Eventwoche, um dieses Film zu trainieren. Okay. Promo-Event. Das heißt, in der Woche kann ich da nicht trainieren, I guess. Raven. So, wir hatten jetzt hier neue Trainingsdinger. Hier bin ich schon Champion. Hier kann ich, das kann ich ignorieren. Maisbirne. Beweg deinen Kopf so oft seitlich hin und her, wie es der Trainer verlangt. Schlage dann in die Luft. Du darfst den Sack nicht treffen. Dann Sack stoßen. Mach den Sack zu. Schlage geschwächte Gegner nieder, um Punkte zu erzielen. Ja, dafür bin ich wahrscheinlich noch nicht stark genug, wa? Hier rauscht gar nichts, Raven. Ich würde mir gerne die Maisbirne angucken. Ja, Maisbirne gucke ich mir mal an. Ausweichmanöver in Folge. Ich weiß noch nicht, was ich da machen muss. Also von dem her. Habe ich ja offensichtlich noch nicht gemacht. Alright, kid. Let's work on some head movement and some punches. Slip 5 times. Not fast enough. Fuck. Side to side, side to side. Slip 5 times. I punch 1 time. Okay, okay, that was nice leans, kid. 1 punch. Nice work slipping the bag. 8 times. I punched 1 time. That was a nice 7 times. Wow, hier muss man sich ja richtig konzentrieren. 1 punch. Okay, okay. Fuck. That was nice leans, kid. Und dann ist die Streak halt vorbei. Wow, crazy. Das ist ein richtig schweres Spiel.
Boah, ich brauche 7000 für Talent. Jesus Christ. Dafür gibt es 75 Erfahrungspunkte. Da kannst du dir auch sparen, ey. Okay. Autsch. So, aber ich möchte hier dringend Belastbarkeit Vollgas trainieren, damit sich meine Ausdauer steigert. Jetzt ist Promowoche, da kann ich vermutlich trainieren. Ist egal. Du hast diese Woche ein Event, möchtest du es wirklich überspringen? Nein! Ach da, Event! Wenn für dich ein Event angesetzt ist, kannst du eine Trainingswoche opfern, um daran teilzunehmen. Schau dir in der Nachrichtenzentrale an. Achso, ja, okay. Eine Woche aussetzen, ja, muss ja. Da wird erkennbar, warum der ein oder andere 7 Euro zahlt wegen den schweren Trainings. Ja, durchaus. Das Event abgeschlossene Popularität erhöht. Das ist wichtig. Boxer des Jahres ist Ron Ruddock geworden. Ein Schwergewicht. Who would have thought about that? Kampf des Jahres. Ja, whatever. 12. Runde TKO. Holy shit, okay. Corey Grapp hatte den Kampf des Jahres? Halt's Maul. Okay, das Spiel ist von 2011. Runde des Jahres war offensichtlich die TKO-Runde von Corey Grapp. TKO des Jahres geht an Mike Tyson. Gut. Der hat wohl gekämpft. Sensation des Jahres ist Areola. Gene Hughes hat das Comeback des Jahres geschafft. George Foreman ist Defensivboxer des Jahres und Talent des Jahres ist Judah Dean. Das halte ich ja jetzt mal für ein Gerücht. VO des Jahres ist aber eigentlich von Gutierrez. Aber zumindest im Schwergewicht war es Mike Tyson. Zurückgetretener Boxer. Oh boy. Das ist so eine Menge. Spencer Spinks aus dem Schwergewicht. Okay, noch ist kein Klitschko raus. Boxerentwicklung. 1000 Erfahrungspunkte. Schade, reicht noch nicht ganz, um die Kopfgerade fertig zu machen. Dann glaube ich, wird es Zeit für die Uppercuts. Die sind so teuer, ey. Scheiße. Linker Körperhaken. Da würde ich aber lieber Kopfhaken skillen. Keine Erfahrungspunkte. Übernehme ich dann so. Ich wollte jetzt eigentlich mal gucken, was Mike Tysons letzter Kampf war. Oh! Muhammad Ali wurde entthront von Joey Frazier. Es ist offiziell, Leute. Er hat Muhammad Ali nach Punkten geschlagen. Und wird neuer Champ. Oh boy. Oh boy. Holy shit. So, und wen hat Mike Tyson verprügelt? Holyfield. In der 10. Runde per KO. Kann schon mal der Kohle des Jahres sein, wenn du Holyfield aus dem Leben nimmst. Muhammad Ali. Echt weit zurückgefallen. Oh boy. Wie sieht's eigentlich aus mit den Klitschkos? Klitschkos ist rauf, weil Klitschko einmal gegen Morrison verloren hat und einmal gegen Spencer gewonnen hat. Ne, andersrum. Er hat gegen Morrison gewonnen und einmal gegen Spencer verloren. So. Der Wladimir geht nochmal noch. Ja gut, der Wladimir wird so schnell seine Karriere nicht beenden, aber der Vitali geht. Alter, was ist mit Butterbean los? Der Vitali hat gegen Forbes verloren, gegen Wilder gewonnen.
gegen Bell verloren, gegen Listen dann wieder gewonnen. Ohne TV-Übertragung. Wait, er hat beide Matches ohne TV-Übertragung verloren? Wait, damit hat Twitter jetzt eine Statistik von 43:4. Statt 43, also 41:2. Not bad. Also ja, richtig bad. Wladimir 56:4, 49 Goals. Das ist auch so ein Vieh, ne? Und was ist bitte mit Butterbean, dass der so weit hochgegangen ist? Ah ne, dann ist das doch so. Ne, dann ist es andersrum. Klitschko hat seine ohne TV-Übertragung Dinger gewonnen und on-cam hat er immer verloren. So rum ist es. Hat einmal nach Punkten verloren, einmal wurde er genockt out. Von Listen wurde Klitschko wurde von... Okay, alles klar. Hab ich auch alles gesehen. Butterbean gewinnt aber halt auch einfach alles. Nach Punkten, KO. Holy shit, Butterbean. Dieser ätzende Vogel auch mit seinen 45 Jahren gibt nochmal Gas. Gute Nacht, Aktos. Alles klar. Ja, dann. Ruhephase, muss ja. Und rein in den Kampf. Good evening, everybody. Glad you've made the decision to be with us. Alongside Teddy Atlas, I'm Joe Tessitore, and we're glad to be bringing you action and welcoming you to the Mexico City Plaza here in Mexico City for tonight's main event. Traurig, gell? 6 rounds of So, 6 rounds in Mexico. Herr Forbes. Yesterday, a stare down that nearly resulted in a bout breaking out right there. Now they get to do it for real. Oh, and the right hand comes into play. 5 lights out. You can sense it right away, Teddy. Der Haken gerade, ey. Das auch ein Punch. Das freut mich eigentlich. Es macht doch wirklich Spaß. Das ist echt gut spielen. Und er ist auch nicht ewig im Trainingsscreen. Kommt recht zügig zu den Kämpfen. Ein gutes Tempo. Nicht so wie bei UFC, wo du eine halbe Stunde irgendwie Sparring und dich auf Kampf vorbereitest. Also Kampf geht dann 5 Minuten. Scheiße, Alter. Der Forbes ist ja übel unterwegs. Alter. Können wir den mal müde machen? Was ist denn mit ihm? When you go up against the guy who the expectation is that he's going to be there right to the bitter end, mentally, what do you have to tell yourself as you come to those final few rounds? That this is exactly what it was leading to. That you didn't expect anything different. That it was just a dress rehearsal. Der hat mir genauso viel... Ich habe genauso viel Ausdauer verloren wie er, wo ich mich fast nur verteidigt habe, weil er mich halt einfach übelst gestunt hat. And he's holding. That's it. Overhand right can be so effective. And now he's targeting upstairs. Another flush shot lands upstairs. And this round comes to an end. Joe Tessitore alongside Teddy Atlas. I'm just looking up at the corner here at this guy that just got tagged, Teddy, this fighter who just got stunned. And I'm thinking, boy, it's like the air's come out of him. Der Forbes, yeah, you know, right now he's on the side of a mountain. You know, he's up on a cliff. And he needs a rope to get down. Gegner. So that's what you got to do, Joe. You don't look and say, hey, he's up on a cliff. We know that. Give him a rope. Give him advice to get down. Lights out is able to avoid that punch. Well placed, well timed combo up top. Able to get rid of that one. Boah. Oh, stark ausgewichen, ey. Lights out,
Bishop's landing a combination here. That's what he does when he's at his very best. See, he's got his guard up really well that time, and it protects his head. Oh, that's good stuff. Firing right back with one of his own. Good work by Lights Out. Teddy, you talk about going out and making a few opening statements here. So, das sind ein paar Haken jetzt inklusive Konter. Die Haken definitiv auch mal pushen. I got a couple locks, a couple padlocks on here. Punches and bunches, combination up top. Lights Out smashed by a hook. Good solid right hand he lands there. Not hitting his mark there, going upstairs. Ja, okay, mal aber auf dem PC laufen solche alten Spiele nun mal nicht immer zuverlässig. Dementsprechend ist seine Aussage schon richtig. Gott, was für ein Kampf, ey. Das gleicht schon mehr am Slugfest. We come to the end of this round. Teddy, a round in which maybe a lot of trainers don't like to see because it was a very busy round for both guys. Well, it depends what kind of style, what kind of strength your fighter has, or even what kind of weaknesses. If I had a guy who likes to box, who likes to counterpunch, I want a guy coming at him. Not with a lot of TNT in his gloves, but coming forward where my guy is well suited. He can pick him off a little bit. Ich bin gespannt, wann unsere Schläge hart genug sind, dass wir tatsächlich auch sowas wie Cuts mal provozieren. Teddy, there are opportunities that are here for him, aren't there? Yeah, counterpunch opportunities because he's got an opponent who's walking in a little bit. Now he has a chance to start to chuck something back at him a little. That's great stuff. He fires one right back after taking one. Gotta love the work by Lights Out. And now he brings the left hand upstairs. Left to the body. Landing two jabs by Lights Out. He's showing what a skilled fighter he is with this counterpunching. Lights Out! Bang! By an uppercut. Wir müssen aufpassen jetzt hier. Hallo, ein Dankeschön für den 7. Unable to connect by Lights Out. And coming upon the halfway mark of this 3-minute round, Lights Out landed a good solid combination. He clinches when he gets to the inside. Boah, starke Uppercut-Kombo. Lights Out's able to land a nice clean left hand. That is exactly what the corner wanted to see. A good combination. Okay, er ist ruhiger geworden. Was ist eigentlich mit meinem Trainer, der mir hier sagt, wie ich mich auf meine Gegner vorbereiten soll? How about that left hand? He's losing this fight, and I think it's easy to see why. He's getting hit by that left hand far too much. Well, the most elementary thing, the first thing you're taught in boxing is use your left hand. The second thing, get away from it. I guess he never learned that second thing. And the bell haut rings, echt rein, ey. signifying the end of the round. Keep it up. Keep scoring points. Keep throwing punches. Der macht das richtig gut, der Typ, ey. Lights Out's ahead on Ja, die ersten zwei gehen um mich. Take a peek at those scores for Jetzt the geht dann first time here Forbes. today. Round number 4 just underway. After 3 rounds, he finds himself up just a round, but nothing really to pull away early on. Okay. He tried to nab him up Wir werden in Runde top, but 4 was ihn jetzt unable to mal connect. mega auf Distanz halten. Freue ich mich. It's all right. Keep moving. Quick snapping hook, and it does Ausdauertechnisch ein bisschen erholen muss. Oh, what a Boah, huge das war ein power guter punch. Haken von ihm. Look at the accuracy with that hook upstairs.
Halfway through round number 4. Good combination punching by Lights Out. Hallo Henrik, grüß dich. Lights Out's defense. Is it ever good? Look at how easy he's able to block those punches. That's okay. Let's go. Keeping his hands up, getting rid of his opponent's offense. You see the accuracy now with that double jab up top. Lights Out's doing a really nice job here. I mean, putting his punches together. This is what you're supposed to look like as an offensive fighter. Yes, it is, especially when you have a guy in front of you putting the earmuffs on. You know, you cover up the way that his opponent is. Boah, das ist eine harte Nummer, der Typ. Two are going to be blocked. But when you put them together like that, they're going to get through. Nice work doubling up that jab. Ein bisschen Angst ist er mich, dass er noch einmal ausnockt. Also nicht ausnockt, sondern zu Boden bringt. Bei 61. Er ist bei 76. Das ist harter Tobak. Ich habe aktuell 1% Schaden. Das erste Mal, dass wir richtig Schaden haben. And we are back underway. Another round in a fight that's been very entertaining, but I wouldn't want to be a judge. This is one of those fights that could go either way. Good shot there with that left. Off. Now he's putting his punches together. The combination upstairs. Good looking counter punch. Ich wollte in der letzten Runde nochmal drauf gehen. Ja, Heinrich, du siehst ja, ich habe hier gerade ziemlich hart zu kämpfen mit dem Forbes. Der weiß, was er tut. Lands flush with the combination upstairs. Unable to score with the uppercut that time. And now just wasting away some time with that clinch. Unload! Unload! More punches! Halfway through this round. Good left hand able to land. What an uppercut by Lights Out. He took a shot, but he gives one of his own. A left hand scores. Lights Out has been landing that jab all night, and Teddy, he then gets the payoff on the inside because of it. Yeah, he does. You know, he sets the table and then he goes in and he Ja, Combo. What a great job. He gave one right back in return. Nice work by Lights Out. And now he's targeting upstairs. Stay away from those. Come on. There's another left hand from him. Der mich den Kampf ehrlich gesagt nicht gewinnen. Der Typ hat absolute Ausdauervorteile. This fight is going to be a brutal display as long as it lasts. It's kind of like going and watching that home run contest. Nobody's trying to hit singles or doubles. You know they're all going Ich muss in der letzten Runde nochmal alles rauspfeffern. Weil ich eventuell die letzten beiden Runden verloren habe. Lights Out's putting his punches together now. That's a nice combination. Cover up! Well-targeted left hand by Lights Out. He's completely turned his offense off. You can see that he's just in an extreme defensive posture. But still, his opponent is scoring. Oh! Ne, ich darf jetzt nicht fallen, sonst habe ich den Kampf auf jeden Fall verloren. Scheiße. And now he's gonna have to find a way to clinch. He needs time to recover. Scheiße. Get
So he is able to get up to his feet after that knockdown. But Teddy, it's what's ahead that's the problem. Yeah, we're getting a peek right now into his heart, into his soul. Look at that combination. 5 lights out. Side to side. Oh, you got this one. Circle, circle. Adrano. Now committing to that jab, Gott straight sei Dank wird hand, er jetzt and it gerade ein works bisschen out. ruhiger. Solid left hand to the head. Good clean shot, returning fire. Well done by Lights Out. Final Das ist meine erste Niederlage. Aber bestimmt nur um 1 Punkt Unterschied. Make a case in every round for both guys. That is all you need to know how difficult this decision will be. Boah! Trotzdem Niederschlag. So all 3 judges give him the victory. A very good night by Lights Out. I don't think it was ever a question of who. It was always going to be how. Knockout or decision. We get a good decision here. It was a good one indeed. And for Teddy Atlas, I'm Joe Tessitore. Thanks for being with us. We'll see you next time at the fights. Boah, war das übel. Boah, war das übel. Ja, Christian, bewusst ist mir das schon, aber ist einfach. Hey Kleiner, du hast in deinem letzten Kampf eine beeindruckende Leistung gezeigt. Dafür hast du folgendes Halten für 5 Kämpfe in Folge gewonnen, habe ich das Zebra-Muster bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Also, die ersten 2 Runden gingen an mich und die dritte an Forbes. Das wussten wir ja bereits schon. Was mich tatsächlich ein bisschen überrascht ist, dass mir alle Richter 4 und 5 gegeben haben. Also 4 sehe ich noch ein, 4 war ich gut. Dass sie mir 5 geben, überrascht mich. Ich hätte jetzt eigentlich eher gedacht, dass sie mir Runde 5 nicht geben. Auch sehr krass, dass mir ein Richter sogar alle Runden bis auf die letzte gibt. Weil letzte war halt übel wegen des Niederschlags, deswegen habe ich da um 2 Punkte verloren. Dann ist das eingetroffen, was ich gesagt habe, dass ich wahrscheinlich, dass es also ich dachte, Forbes macht's um 1 Punkt mehr. Jetzt habe ich um 1 Punkt mehr gemacht, außer beim letzten Richter, der war ja komplett besoffen scheinbar. Weil der hat mir ja legit alle Runden gegeben. Bis auf die letzte. Aber okay. Ich habe 75% Trefferquote, das ist unglaublich gut. 89% Körpertreffer. 18 Konter. Ich habe 18 Konter, alle getroffen. Bin gar nicht so bad in dem Spiel, hä? Gar nicht so ultra bad. Dass ich so wenig Erfahrung habe, geht das echt klar. Boah, das war jetzt echt harter Tobak. Rauf auf 33. Okay. Nehme ich. Aber ich glaube, ich sollte aufpassen mit jetzt irgendwie krassen Gegnern. Wird langsam echt schwer. Okay. Matthias Sanders will gegen dich kämpfen. In den Ranglisten steht er ein bisschen über dir. Chat. Wie viel? 2 Plätze über mir. Gibt 12.000. 10 Runden! Ich kann keine 10 Runden jetzt jedes Mal kämpfen. Solange ich noch keinen ausnocken kann, ist das zu übel. 10 Runden mit meiner Ausdauerleiste könnt ihr knicken. Der hat gesamt... Nee, vergesst das. Den Kampf nehme ich nicht an. Alter, der hat gesamt 80. Hau ab. Das ist noch nichts für mich. Nein, Matthias, das ist noch nichts für mich. Ist nicht drin. Das ist nicht drin. Hier kann ich sogar noch explizit gucken, wer zurückgetreten ist. Interessant.
Boah. Ah, 3 ohne TV-Übertragung, 2 wurden im TV übertragen. Das ist alles sehr cool gemacht, by the way. Popularität 16. Da, bald haben wir die 20. So. Kampf ansetzen. Also Matthias Sanders wollte den Kampf, aber das sehe ich irgendwie nicht so ganz ein. Ich glaube, ich bin eher so einer, der jetzt den Drew Ellis Kampf will. Ist halt auch, was das angeht, massiv stärker. Guck mal, wie wenig Punkte ich habe. Ey. Überall so 3 und die sind schon bei 7,6. Sehen Sie, was halt gut ist bei mir in meinem Jab. Der mir auch sehr viel den Arsch rettet. Stärke 88. Oh, Eddie Chambers hat 99 Tempo. Ist der ein bisschen durch oder was? Fuck. Okay. Ich glaube, mein nächster Kampf wird ausnahmsweise mal gegen jemanden sein, der unter mir steht. Oh, der Olsen hat eine 5er Losing Streak. Shit, jetzt ist jeder Kampf über 10 Runden. Das ist jetzt normal. Scheiße. Ja, dann werde ich den ersten 10-Runden-Kampf definitiv mal gegen einen Schwächeren machen. Das heißt, ich muss eigentlich voll auf Ausdauer gehen. Überlege echt, ob ich die Puerto Rico Reise antrete. Ja, ich denke, ich werde das machen. Und beim ersten 10 Runden kommt, soll ich das machen. Dorgan Day von 12 Siegen, 11 KOs. Ich bräuchte halt mal einen Wumms auf meiner Hand, ne? Dafür bräuchte ich Erfahrungspunkte. Was ich jetzt aber wirklich eher lernen wollen würde. Hier geht's plus 12. Hier geht's auch nur plus 12. Was macht dieses Trainingscamp so viel besser? Warum sollte ich in dieses Trainingscamp gehen? Vermutlich, also nicht wegen der Athletik, ne? Das ist auch nur plus 12%. Das heißt, was mir wahrscheinlich eher was bringt, ist dann sowas wie Distanzspezialist und so. Aber jetzt weiß ich das wenigstens. Ich dachte, das würde mir dann irgendwie wenigstens 14% oder so geben. Ich kann mir jetzt keine Erfahrungspunkte leisten. Muss voll auf Ausdauer gehen.
Aber dafür bin ich im falschen Camp. Das ist natürlich schwierig. Hallo Gansler. Das ist natürlich schwierig. Nee, warte mal. Hier steht es bestimmt, wie schnell meine maximale Ausdauer sinkt. Hier bestimmt es, wie meine derzeitige Ausdauer sinkt. Nee, dann gehe ich jetzt voll auf Kondition. Vollgas. Ja. Ich habe Fight Night 2 auch gesuchtet. Ich bin mir zwar, also ich habe entweder 2 oder 3 gesuchtet, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Es müsste aber 2 gewesen sein, weil das war PlayStation 2 und ich hatte das auf PlayStation 2. 3 war doch, nee, 3 war 2 und 3, oder? PlayStation. Ich bin gerade nicht sicher. Ah, guck mal, das hat auch irgendwann ist hier vorbei. Ich habe jetzt zweimal Berglauf gemacht, das heißt, das ist hier auf Maximum. Also ich könnte meine Zähigkeit jetzt noch ein bisschen trainieren. Mit dem 5 von Medizin mal noch ein bisschen hantieren. Okay. Erster 10-Runden-Kampf, Leute. Ich befürchte das Allerschlimmste. Ich habe 800 Erfahrungspunkte. Da gehe ich nur auf Tempo beim Haken. Da gehe ich auch nur auf Tempo. Dann werde ich vermutlich die Kopfgerade nochmal pushen. Jab, Jab, gerade. Irgendwas müssen wir machen. Aber ausnocken sehe ich den auf jeden Fall nicht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, Leute. 10 Runden Vollgas. Hockeyspiel habe ich nie gespielt. Das war damals noch nicht meine Zeit. Müsste die Hockeyfilme mehr später erst gesehen haben. Nee, obwohl, das stimmt gar nicht. Ich war von sehr, sehr früh großer Fan von Hockey 3. Great atmosphere here 10 tonight. You talk rounds, to everybody Figo, ringside, and they expect this one to be a barn burner. Der kommt aus Hamburg, Deutschland. Okay. Der Dorgan Day. All right, fellas. Let's have a good, clean fight. Touch him up and let's go. Oh, ich befürchte das Schlimmste. Well, they're underway. Scheduled for 10 rounds tonight between these two. Let's see what we get out of him tonight. Lights Out's decision win last time out has a lot of people thinking that he's going to look prime this evening. Well, there's a reason to think that. I mean, everyone loves knockouts, don't get me wrong. But by going the distance, by getting those rounds, he got a little bit more practice, a little bit more confidence. Ich werde sehr ruhig und konzentriert kämpfen. Weil, wenn das Distance geht, bin ich zwangsweise im Arsch. Ich werde den mal so 5 Runden müde machen lassen. Aber schon irgendwie versuchen, die Runden an sich zu gewinnen. Well, that's exactly right. He doesn't have much time to practice against us. Lights Out's crushed by a big right hand.
Oh, he's hurt right there. He is hurt. You know, his opponent's doing a good job of just being patient now and looking for that one good shot. Boah, gut, dass ich ein bisschen Zähigkeit noch trainiert habe. Sag einmal, so macht man meine Ausdauerleistung natürlich auch im Arsch. Hier und Kruppstahl im fucking Handschuh. He just missed that shot up top. Crashes home with a hook. Good looking right hand after he got hit. Took a shot, now he gives a left. Takes one, but gives one. Good work by Day. Bei dem Tempo halten wir beide keine 10 Runden durch. Good block by Lights Out. 10 seconds remaining in this round. So the round comes to its conclusion. Okay, 13%, er kriegt nur 6% zurück, das ist wichtig. Was really tagged pretty solid. So if you're the trainer in the corner, what's your approach? Die 2% könnten am Ende echt was einen Unterschied ausmachen. He's probably going to think he's in a place where he's never been before, but I'm going to remind him, hey, remember you got hurt in the gym? And then give him something to correct the problem. You know, tell him some technical thing that he needs to hear. He got hit right there, but he also gave one. Solid effort by Day. Nice two-punch combo by Lights Out. Keep moving. I like that step back right there. Just enough to be out of danger, but still close enough to then land the counterpunch. Well, that's what happens when you have that kind of experience. You're calm enough to know that range. Know where the beginning of the punch and the end of the punch is. Lights Out, using that jab well very early on here, Teddy. That could be a big benefit to him tonight. Well, it's supposed to be, Joe. He has a real good wingspan. I mean, he's got those long arms. No better way to put him to use than to use that jab at the right distance. Good combination by Lights Out. Days proving to be elusive. And just grabbing Kann meine onto his Körperhooks vielleicht auch mal noch verbessern. Ich muss alles verbessern, ey. Days left now getting into the mix. Lights Out's coming through now beautifully. That's the combination punching he wants to put forth. That's a razor sharp uppercut by Day. That's straight right, unable to connect. Just 10 seconds to go here in the second round. Back and forth they go, each man getting the best of it. Days got nobody to blame but himself. I mean, he got hit much too much in that last round. Ich krieg 12% Erholung, er nur 4. Trotzdem ist es 85:82. Wie ist das möglich? Hey, ich war doch gerade schon vorne. Wenn ich 12% Erholung kriege, dann das verstehe ich nicht. Schon wieder auf den Philippinen. Naja, ist immer dasselbe hier, ne? Round number 3 is underway. Good defense upstairs to stay away from that offensive assault. Das ist aber okay, wenn ich jede Runde ungefähr 9% verliere, dann wird es schon klar, wird schon passen. Ja, klar muss ich mehr verbraucht haben, ich frage mich aber halt, wie sich das zusammenrechnet, weil ich habe definitiv weniger getan als er. Das heißt, er muss halt, seine Skills müssen halt deutlich höher sein, weil er dann also offensichtlich weniger verbraucht. Ich verliere halt extrem viel Ausdauer, wenn ich was mache. Dass hier alles noch nicht geskillt ist. You can see he's trying to score up top, but off the mark there. He engages in the clinch.
That's a solid hook by Day. Takes one to give one. He comes back with a right hand. Took a shot. Now he gives a left. Oh, that's good stuff. Firing right back with one of his own. Good work by Lights Out. Danke. Well-placed shot. Came after a nice defensive move there. Good block. See him timing that double jab to the head. Okay, ich muss ruhiger werden. Ich verbrauche so viel Ausdauer. Aber ich muss halt gucken, dass ich das auch irgendwie über die Runden gewinne, ne? Also. Sonst bringt mir das alles nichts. %% Erholung, er 10, das macht beide ungefähr 80. Told you. Okay. Knappe Kiste. Die erste Runde ging an Day, die anderen beiden an mich. Also das ist aber auch nur von einem Ringrichter, von einem Richter, ne? Also das ist nur das, was Teddy sagt. Die anderen zwei können das natürlich nochmal komplett anders sehen, also darauf sollte man sich nicht zu sehr verlassen. Tendenz ist natürlich da. Was wir machen müssen ist... Hey, ist auf jeden Fall ein komischer Name für einen Deutschen. Very similar to what you see Floyd Mayweather do. You know, make a miss, pull that shoulder back, and then come right back with the counter. Targeting that head with the combination punching. You're doing great. Halfway through this round here. A well-placed uppercut by Day. Lights Out's right hand scores well that time. You got nice. Off to the side, a little swing and a miss going upstairs. Lights Out's combination punching is just perfect there. 3 punches landing. If that keeps up, this is going to be a good night. The right hand scored by Lights Out. Tja, so lange schon für den 25. How precise was he there with that 3-punch combo? Snaps that jab out. Day's opponent is having a field day, Teddy. That left hand lands again. Well, he keeps moving the wrong direction. He needs to move away from that punch. Circle, circle! 10 seconds to go in the fourth. That's a good left hand by Day. Oof. Don't fight his fight. Jab and move. Jab and move. Don't just walk in. Walk in with head movement. Side to side, I keep telling you. Side to side. Listen to me. Hey. 5. Runde. Die Hälfte haben wir in 3 Minuten geschafft. Closely contested and hard to score. Double jab by Lights Out. Oh, stimmt, der ist der Nachname. Day's opponent landing an effective counter punch right Ich weiß there. auch nicht, warum ich jetzt dachte, dass das der normale Name ist. And you can see he wanted to do that as he holds on there. So, weil Ken einfach nur besoffen ist. Deswegen. That worked out really well, throwing off the right hand after getting tagged like that. Well, that was his intention, and that's what he's doing. Not engaging in the fight, but clinching. Still plenty of time to work here. Du hast gesagt, wie kann man sein Kind Tag nennen? Du hast verkackt. Keeping him honest with the double jab up top. Lights Out's ability to properly throw and land his combinations has been stunning. Teddy, why is he so successful? Because you just said it. He's putting them together. You know, 1 or 2 wouldn't land, but he's handcuffing the guy. And the first 2 punches, they set up the 3rd and 4th. Day's left landing well. Turns over that hook and he does damage upstairs.
Oh, fast halt zu viel Ausdauer verbraucht. Jetzt habe ich's verkackt. You see him holding on. Keep working the jab. Good, good. Final 10 seconds of this 5th round. He missed with that headshot. Keep that head moving. And as this round comes to an end, Teddy, you just get the sense that at any point this fight could come to an end because it is being fought with bad intentions. Yes, these guys are not behaving like guys that are coming here thinking about going to the scorecards. They're letting everything go in every punch. Jab more. No. Listen, you're not working. You're not working. You're not working on anything we worked on. You're not double jabbing. You gotta work this kid. You understand? And we are underway for what is the second half of this fight. Who knows what we're in store for? Double jab there by Lights Out. Lights Out's really impressing me, Teddy. I mean, he's utilizing that jab to get through the front door. Well, that is the most important punch you can use. That's the punch that should be used 90% of the time, and that's what he's doing. They trade shots. He comes back with a right hand. Well, he ties up there. Ich muss schauen, dass ich die Runde wenigstens wieder aussortiere, dass ich über ihn komme. Da zu buhen, ey. So, meine Ausdauerleiste gesehen. That's great stuff. He fires one right back after taking one. Eine Gotta love the work by Day. Wie wer seine Faust da immer Arm eingehakt hat. He went from owning this fight to now nearly down and out. You know, that's what makes boxing so great. Yeah, you can come back just like that. One punch at the right time. That was at the right time. A knifing left hand by Lights Out. What a great job. He gave one right back in return. Nice work by Day. So viel zum Thema Ausdauer. Comes right back at him with a left hand. Boah, ey, wir schaffen es über 6 Runden halt nie. Nicht so lange wir keine Knockout-Power haben, Mann. You know, I hate to use these old analogies, these overused analogies, but you know what? If it's not broke, don't fix it. A solid left hand by Lights Out. Days has to prove that he's a deep stretch runner here right now. I think he's slightly trailing as this fight comes to the later stages, but you can see his corner imploring him to go out and win it. Runde 7, here we go. Recuperative powers are proving to be very strong right here. This is the start to the round he wanted to have, coming off a round where he was clearly damaged. Good job on the 2-punch combo by Lights Out. Back to the body. Not able to land the headshot. Boah, das war ein geiler Konterhook. Keep moving. Scored well with that straight left. A crushing 2-punch combo by Lights Out. Ich muss dringend auch meine Beinarbeit trainieren. Ich bin so langsam. Ich stolziere so langsam von A nach B. That's a well-scored left hand by Day. Good clean shot, returning fire. Well done by Lights Out. Undoubtedly, the most effective element of his entire arsenal tonight is his jab. He's so committed to fighting on the outside, and he's jabbing away beautifully. Well, Cus D'Amato used to tell me, Teddy, when you're in doubt, jab. Well, this fighter, when he's been in doubt, he's jab. When he's been sure of himself, he's jab. As you said, he's made a jab fest of this all night long. Takes one, but gives one. Good work by Lights Out. Schau dir das an, wie langsam ich gehe, Alter. Gar nicht.
Oh, a nice two-punch combo by Lights Out. Ja, mehr tanzen. Da sehe ich mich. 10 seconds to go in the 7th. Jab followed by the straight by Day. And round 7 comes to an end. This is your fight. Don't get lazy out there, all right? Don't get lazy. You're winning this fight. Boah, wir nehmen uns da nix bei der Ausdauer, ey. Okay, Scorecards sprechen für mich. Das ist die von Teddy. Ja, geil. Dankeschön für deinen Prime-Sub. Vielen lieben Dank. Und dass ich so wunderschönen alten Content unterstützen möchte. Where you can see things, you can control things. This guy's a calm son of a gun. Dave's gone into a defensive shell, but that shell has cracks in it. Yeah, it does, and the reason why it's getting cracked is because his opponent is confident that with those earmuffs on, you know, going into that peekaboo defense that he is, he knows he's handcuffed, so he's putting together 3, 4, 5 punches where... Oh! Oh! And now he's targeting upstairs. Komm! Hau die scheiß Geraden rein! Jawohl! Unser erster Knockdown! Oh! Runde 8, ladies and gentlemen. Dave's gonna have to pull himself together here. Now he beat the count, but still a lot of work to do. Yeah, a lot of work because he doesn't have the benefit of his legs. Can't move around there wobbly right now. So what he's got to do is grab on a little bit and walk. Walk to the ropes, kill some time, make the referee come in between you and break you. He got hit right there, but he also gave one. Solid effort by Day. Das Gute ist, dass der Gegner halt auch langsam müde wird. Das heißt, auch er ist sehr anfällig auf Schläge. Und gut, dass wir gerade nochmal die Gerade trainiert haben. War nämlich da durchaus wichtig. Lights Out so dangerous with that accuracy. A two-punch combination landing. Da wird es kaum noch Kombos machen. Die Ausdauer ist so niedrig. Und Sven, Dankeschön. You gotta use feints. You know, feints is really the Achilles heel to timing. I mean, you feint him and you throw his timing off. You let him think something's coming. Das ist 43:40% Ausdauer. The 9th round of this good fight. Dave's got to rely on his corner now to do what it takes to get him back physically and mentally. It's always a challenge when you've hit the ground. Lands flush with the two-punch combo by Day. Doppel-K.O.? Keine Ahnung, ob es das gibt. Don't stay in one spot. Könnte. That's a big right hand there. Oh. He's going around now, Teddy, like his legs are made out of wet noodles. Yeah, and my mother was boiling okay, on wet water. noodles. She used to make sure that that water boiled and boiled was never al dente. These legs are not al dente. These legs are not al dente. Was labern die eigentlich? Ja, seine Ausdauer ist auch so niedrig. Das heißt, wenn er irgendwie mal in die Vollen geht, kann ich auch mit einem einzigen Haken ihn hier eigentlich ausnocken. Wo mein Haken natürlich nicht durch ist. Nice job doubling up the jab by Lights Out. Oh, that's good stuff. Firing right back with one of his own. Good work by Lights Out. The jab has been able to carry the night for him so far. Why so, Teddy? Oh, first of all, he's been able to get it off at the right time. His opponent, that sweet spot. Aber die Kommentatoren machen echt ihren Job erstaunlich gut, für das, dass sie eingesprochen sind. Mein Gott, Runde 9 von 10, was wir hier durchmachen müssen. Erstmal eine halbe Stunde Kampf gegen einen einzigen Dude, ey. Nice. Hey, let's go.
Another flush shot to the head. Tried to land that upstairs and was off the mark. We come to the end of this round, and for this fighter, I think that's a good thing, because I was looking at him there, Teddy, and it looked like 35 zu 35%. Wir haben beide 35% Ausdauer in der letzten Runde, ey. Boah, ist das spannend, ey. They meet up one more time. The last round has arrived. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das tatsächlich taktisch so klug machen. Dass wir das taktisch so klug machen können, dass ich 10 Runden durchhalte. War es vielleicht doch nicht so schlecht, dass wir im Puerto Rico Trainingscamp waren. Komplette Karriere, sagst du? Oh boy, ich weiß ja nicht. Mal sehen. Dann machen wir so am Freitag nochmal. Kampf der Giganten, weißt du? Das ist eigentlich irgendein Pleb-Kampf. Ich sollte jetzt kein Risiko eingehen. Ich denke, nach Punkten geht der Kampf an mich. Das heißt, ich sollte jetzt kein Risiko eingehen, mich jetzt hier irgendwie noch ausgenockt zu werden. Ich brauche den KO nicht. Also klar, sondern einfach lieber to the judges. Aber ganz ehrlich, wenn ich einen vernünftigen Schlag mache, ist mein Ausdauer unten, deswegen. Was soll ich da riskieren, ey? Oh, der schlägt auch nur noch ganz zaghaft so mit einem sehr geschwächten Arm. Hallo, Emily. Oh, and he's got something for him himself, and it's a left hand. Gehen wir kein Risiko mehr ein. Good work with that lead hand, doubling up the jab. 5 lights out. 10 seconds to go in this, the final round. Oh, we did it. Wir haben 10 Runden gespielt, ey. What was a one-sided outing. Well, this one is easy to score. At least it should be. Let's hear how the judges had it. We send it up to the ring. Der Sieg war echt ein hartes Stück Arbeit, ey. Halbe Stunde für diesen Kampf. And it's nice to see when not only all 3 judges have it for him, but your scorecard agrees. Yeah, it is. That doesn't mean I'm going to hang out with these guys or go to dinner with them afterwards, but right now I'm going to say, job well done, guys. For Teddy Atlas, I'm Joe Tessitore. Have yourself a great evening. Skitchy. Stell dir mal vor, du hast einen 10-Runden-Kampf, hast eine halbe Stunde gespielt und danach kriegst du keine Erfahrungspunkte, weil du nicht das gemacht hast, was erfüllt worden, was du hättest erfüllen sollen, nämlich ein K.O. Richtig bitter, ey. Ich habe 71% bei 10 Runden. Das ist echt biestig. Guck mal, ich krieg für den Kampf 307 Erfahrungspunkte, damit kann ich nicht mal meine Gerade verbessern. Hauptsache, ich habe eine halbe Stunde gekämpft, das ist halt witzlos. Halt komplett witzlos. Ich hätte sogar normalerweise nur 207 bekommen. Richtig witzlos. Aber reicht's immer noch nicht für den Vereinskämpfer, ey. Wie viele Siege hast du denn jetzt? 6? Oh Gott, Butterbean. Du bist momentan wirklich unschlagbar. Butterbean behauptet das Gegenteil. Ach, Prosator. Butterbean. 82 Siege, 8 Niederlagen, 4 Unentschieden von 82 Kämpfen, 62 per K.O. Euch ist klar, dass ich diesen Kampf nicht annehmen werde. Nicht, wenn ich nur 302 Erfahrungspunkte für einen 10-ründigen Kampf kriege. Leute, das ist kompletter Quatsch. Nein. Das wird nicht passieren.
Wir müssen uns ganz anders vorbereiten. Das Schlimme ist, dass jetzt jeder Kampf 10 Runden geht. Dorgan. Ist auch kein deutscher Name. Dorgan Day klingt trotzdem sehr amerikanisch. Egal, was der Overall ist, der haut mir einmal seinen rechten Haken in die Fresse und bin tot. Cosmo Bell. Das ist ein witziger Name. Cosmo Bell. Ich denke, Cosmo Bell wird's werden. Der ist auch über mir, ist in Mexiko. Das schauen wir uns mal an. Und nochmal Puerto Rico mache ich nicht. Ich werde jetzt anfangen, meine Stärke zu trainieren, damit ich die auch mal down krieg. Das heißt, wir gehen zurück nach Philly. Ne, wir gehen nach Detroit. Dass man nur 4 Wochen Vorbereitungszeit hat, ist so hart. Was die aber auch hier von mir verlangen, mit diesem Runde 3 Niederschlagen, da frage ich mich, wie overpowered muss denn dein Charakter am Anfang sein, damit du das erfüllst? Jesus. Also, Full Krafttraining. Eine ganze Woche jetzt nur Krafttraining. Genau, 7 Euro overpowered. So, da geht ja nichts mehr. Das heißt, ich würde jetzt Schnelligkeit noch machen. Und dann kommt eine Ruhephase. Okay, Cosmo Bell 19 Wins, 9 Niederlagen. Von seinen 19 Wins waren lediglich 6 durch K.O. Da war dieser Day-Typ ziemlich krass. Der hatte von seinen 11 Siegen ja 10 K.O.s. Cosmo Bell ist unser nächster Gegner. Ich muss kurz mir mal die Beine vertreten. Und mich fit machen für diesen nächsten sehr langen Kampf offensichtlich. Aber ja. Ich denke mal, es wird so oder so irgendwann der Moment kommen, wo unsere Stats sich auf einem Niveau befinden, wo das dann mit den KOs auch flotter von der Hand geht. Weil wie ich die Leute K.O. kriege, das habe ich ja im Story-Modus schon bewiesen. Also das kann ich. So ist das ja nicht. Aber hier fehlen halt eindeutig die Stats. Ich meine, schau mal an, da sind 3 Punkte in irgendwelchen Haken drin. Wie soll das funktionieren, ne? Und ich krieg so wenig Erfahrungspunkte. Das ist ja ein richtiger Grind. Linker Körperhaken kann Gegner benommen machen. Körper gerade. Ich glaube, ich mach mal die Körper gerade. Dann habe ich die Chance auf mehr Betäubungen. Das ist wichtig. Okay. Machen wir so. Ja, nee, das machen wir so. Okay, so, bis gleich. Kurz frisch machen und dann geht's in den nächsten langen Kampf mit Cosmo Bell. Cosmo Bell wartet auf uns.
Das wird bestimmt nicht leicht. Mal wieder. Oha, jetzt geht was. Hi, everybody. So glad you're with us. Joe Tessitore alongside Teddy Atlas, and we welcome you to the Mexico City Plaza here in Mexico City. Our main event should be a good one tonight. Main Event, let's go. 6 Siege ungeschlagen. And the Kein anticipation K.O. for this bout has grown as the week has gone on. A lot of talk behind these two. Now it's time to walk the walk. Aus Guantanamo, Cuba kommt der Goschmobel. Na, dann wollen wir mal. 10 Runden in Mexiko. Habt ihr Bock? Scheduled to go the full 10 if we get that far. Round 1 underway. The word we're getting is that he had a very strong training camp. Lights Out's last fight was a phenomenal effort, taking that decision win. Well, if you're a lawyer, the more times you're in the courtroom, you have a long trial, what happens? You become a little bit better. You've been through things. You've seen things. Oh, he had a long fight. He's seen Ach ja, things. stimmt. Und danach werde ich im Übrigen an meiner Beinarbeit arbeiten. Mich ein bisschen schneller bewegen kann, was auch wichtig ist, wenn ich Leuten entkommen möchte. Lights Out's ability to punch, to flat out put forth power, puts people in the seats. Early on, that's what they expect to see here. And early on, sometimes too much of a good thing, guess what? It can be dangerous. It can backfire. If he lands a punch and it doesn't get rid of the guy, well, what else can he do? What happens then? A target on his head, and he places the hook right on it. Halfway through round number 1. Boxing 101, jab, followed by Ich würde seine Glocke definitiv gerne mal läuten, aber ne, ihr wisst ja, meine Knockout-Power ist noch nicht gegeben. Look at that, great work there. A solid, true uppercut by Bell. Stay away from those. Okay, ich muss ein bisschen Piano machen. Vorne geht's safe an mich. Lights Out's giving his opponent headaches here now. He's throwing punches, but he's able to block them away. Off the target by Bell. Lights Out's left, working well that time. Good smooth work by Lights Out. That's classic counterpunching. Yeah, what he did was he pulled that right shoulder back. You know, he just pulled it back, gave him the left shoulder, and then gave him the right hand. And we come to the end of the round. 9% beide. Ich habe zu viel verloren. 91. Er hat 96. Ich habe viel zu viel Gas gegeben. Yeah, what's that old saying? With great power comes great responsibility, and with great punch stats or high punch stats comes danger. Ich weiß nicht, ich glaube, ist Karrieremodus nicht irgendwie halt variabel, je nachdem, wo du auf der Rangliste stehst? Ansonsten ist es Profi. How does a guy benefit from utilizing the heavy bag? Well, of course, it's for power. You're able to increase your power. You're hitting something that's not moving too much, and you're going through it. And you want to make sure that exactly that. You're punching through the target, not to the target. Also, with a fairly stationary bag. Übelst viel Ausdauer im Gegensatz zu dem Typen und ich mache gerade gar nicht mal so viel. But you got to always make believe the guy has arms. You got to make believe that bag has arms, because you could get into a bad habit too of taking pictures, posing a little after your punch. You don't want to do that. Scores well to the head with the right hand. Nice block that time. It was intended to the head. How about a return to sender with the left hand? Staying away from those headshots with his defense up top. It's okay. Pay him back. Lights Out's nailed Guter by Konter. a hook. Big uppercut right on the mark. And you see what he can do when he sends that right to the head. Doubles up the jab. Scores up top with a left. He comes with the straight right hand.
Ich habe übelst viel Ausdauer verloren. Ich glaube, das ist, weil er mich die ganze Zeit... Okay, er hat 3% Erholung. Ja, das ist, weil er eben so viel Gas gibt. Ich schaue es gleich wieder ganz anders aus. Ja, Raiden, wäre mir auch lieber gewesen, wenn wir ein Story-DLC bekommen hätten, aber ist okay. Hauptsache Content. For free, by the way. Lights Out's objective is to land that jab, and he did so right there. You know, that jab is so basic, so simple, but as you can see, so very effective for him early on in this fight. Yeah, well, he's telling his opponent, you're not coming onto my property. You know, I have a dog here, and this dog bites. He tried to nab him up top, but was unable to connect. Well, something's got to stick. He sends the combination to the body. That's the clean shot with the left hand that he was looking for by Bell. Like the way he was able to hook to the gut there. The left hand coming into play by Bell. Bell's showing you that sublime skill right now with that two-punch combo. Boah, da hat er einen guten Konter gelangt. Pulls the trigger right away with the left hand after getting tagged himself. What a great job. Oh, jetzt haut er aber die Konter raus. Nice work by Bell. Wie langsamer ich einfach schon in Runde 3 bin, ey. And now he's targeting upstairs. Da sind sehr viele Schläge jetzt gerade in die Luft schlagen, damit er viel Ausdauer verliert. Die Runde. 10 clicks of the talk. Nice. Good job with another left hand. Läuft. Süße 13% Erholung in NO3. Genau darauf wollte ich hinaus. How you feeling out there? You're not winning this fight, right? You're not winning. He's beaten. Round number 4 underway. A chance to look at Teddy's scorecards. Bell's up 2 rounds to 1. Teddy hasn't necessarily distinguished himself in any one area other than he's been a little more active. Yeah, he has been more active. The only thing that I worry about as a trainer, I would be concerned he has to work harder than the other guy to get things done. Does that hurt him down the road? Ich mache mir jetzt erstmal keine Sorgen, dass ich die ersten 2 Runden nicht gekriegt habe, weil ich jetzt gerade ja den Gameplan verfolge, dass der Bell mal so richtig müde wird. What do you think that he's going to make a deal with you? If you don't hit him hard, he won't hit you hard? No, it doesn't work like that, my friend. He's going to get confidence now. He's going to take advantage. Genius Schwergewicht, weil das die einzig wahre Gewichtsklasse beim Boxen. Wir wollen ja auf Mike Tyson und Co. treffen. Well done by Bell. Combo lands to the head. 90 seconds to go in round number 4. Oh, he took some damage, but he gave some back with the right hand. In and out, in and out. Took a shot, now he gives a left. Müssen wir mal wieder ein bisschen schlagen. Ich will noch eine Minute lang müde machen. Scores with the combo to the head. Lights Out's jab lands well. He just missed that shot up top. Get your hands up. Oh, hands up. There's that overhand right. Right to the body. Takes one, but gives one. Good work by Lights Out. And you see what he can do when he sends that right to the head. Okay, jetzt habe ich dann doch noch mal ein bisschen das hier. Plus 13% ist gut. Move that body. You need to move that body more. 11 Punkte vor ihm. That's good. Good action throughout. We'll see if it keeps up in this round of what has been a very even fight. Teddy, he did a smart thing right there. Just created enough space and then landed the counterpunch. Looked like the will of the wisps, the old great Willie Pep.
Made him miss, made him pay. That's a forceful two-punch combo by Lights Out. Now there's the jab. A little schöner doppelter Uppercut. comes the left hand. Ich lerne ja auch jeden Kampf ein bisschen was dazu, weiß jetzt also, dass ich noch viel mehr auf meine Ausdauer achten muss, weil je mehr Ausdauer ich in den letzten Runden habe und je weniger die Gegner, desto höher ist sogar die Wahrscheinlichkeit, dass ich ausnocke. Boy, sharp two-punch combination by Lights Out. Bell's right hand scores well. He is damaged badly there. He may hit the floor. A headshot blocked. Halt durch! Lights Out rocked, and his defense is porous right now. He could Fuck. targeting that head and landing with a bomb. Gott, der hat aber auch alles gegeben gerade, ne? Der hat doch richtig alles gegeben. Der hat alles rausgepfeffert, was er hatte, ey. Zweite Niederschlag, den ich hinnehmen musste. Well, right now, just surviving, but if he survives, then he better figure out why he was put on the floor. Southpaw right jab, then the left hand. Bell's crushed by a huge uppercut. That's an intense jab right there by Lights Out. Uff, die Runde geht nicht an mich. Scored well up top. 10 seconds to go in this round. Oh ja, Tarantino, in der Tat. Combination punching is working well here. This has been a hotly contested war throughout, and you just have a 10% Ausdauer zurück, obwohl er gerade so alles reingekloppt hat. Krass. Yeah, these guys are not saving anything. They're going for broke. Ja, Tarantino, die Undisputed waren auch noch richtig gut. Unable to make an impact there by Bell. Lights out. Sag mal, what the fuck? Punch right there. He got rocked. He just got rocked, and he's still taking punches. The only way right now is Warum kann ich den nicht greifen, Mann? Lights Out showing us a side that we haven't seen before, and obviously the knockdown brought that about. Yes, it did, and he's hoping that right now that it confuses the opponent. Don't be so sure he's going to stay with this, Joe. He might just So ist echt ein bisschen defensiver und taktischer. You know, just to survive right now. Haben wir echt hier fast doppelt umgehauen. Keep his opponent at bay, and then go back to what he knows best. We'll look out for that. Teddy, we know what the problem is. He's getting hit by left hands. Offer up the solution. Well, Joe, there's three lines of defense. Either you're blocking punches, you're moving your head, or you're using his leg. The problem, he's not using any of those. Spielt keine Rolle, liegt oder so. Reaching the halfway point of round number 6. Kann mir nicht vorstellen. A little 1-2 jab followed by the cross. Nice work, nice work. Very well done by both men to fire off those right hands. Sending more than one at him now, the combo to the head. Nice work, the left hand to the head. Working our way towards the bell. Last 10 seconds of the 6th. Bell's work in training camp is now paying off. Do you see the accuracy and the effectiveness with that combination? Don't stand in front of him. Nice. And relaxed. You're in control, all right? Oh, mein Vorsprung an Ausdauer schmilzt. Nicht gut. So langsam muss ich reinhauen. Ich muss die Dinger im Zweifel nach unten gewinnen. So a fresh round is underway, but is it a fresh fighter? Lights Out's corner is hoping so. Based on what we saw at the end of the last round, who knows? Well, his corner should also be hoping that his opponent across the way doesn't come out here like the executioner to get this over with. Oh, he is stunned. He could go down.
Boah, der Typ hat einen Haken. What an excellent two-punch combo by Bell. Cover your head. Very nice defensive guard there. He took a shot, but he gives one of his own. A left hand scores. He gets off with a combination up top. Accuracy an issue there. Didn't land that straight right hand. Took a shot. Now he gives a left. Come on. A nice block by Lights Out. Double jab right to the face. He got hit right there, but he also gave one. Solid effort by Bell. Ja, ich gehe den Weg des Allrounders vermutlich. Und da stand jetzt. Wird aber vermutlich viel mit Distance und mit Jabs arbeiten. Und fahre ich jetzt schon auch mal ganz. Das zeigt ganz gut. Okay, er hat 3% Erholung, ich habe 11. Das ist gut. 4%, ne, 5% Vorsprung. Wow, 66, 66. Oh, crazy, okay. Yeah, and early on we were eavesdropping a little bit. His corner's been telling him Good enough, Patrick. they could have given this lead a little earlier, but he wasn't listening. Now they're starting to sink in a little bit, and it takes time with a fighter because you're under such pressure. It doesn't get to you right away. You start to understand as it goes on. There's an excellent combination by Lights Out. Lights Out being so very effective, punching in combination. And that's what you want. He's got pretty Genau, good hand Genius. speed. Might as well use that hand speed. No better way to Also, use da it geht than er put them dabei. together. A well-placed left hand up top. Good flush shot by Lights Out. Use your feet. Lights Out's putting forth that hard work he did in training camp there, landing a crisp combination. Ich werde auch definitiv noch ein paar Skillpunkte im Blocken setzen müssen. Beziehungsweise das sind ja Erfahrungspunkte, die ich dann da einsetze. Comes right back at him with a left hand. Double jab upstairs. Last 10 seconds of the 8th round. Okay, jetzt chillen alle gerade, aber hart. You need to capitalize on his mistakes. I want to see that counter hook. Make him pay for his Hier sind wir mistakes. 8% vorne. Das ist gut, weil wir jetzt so langsam die letzten 2 Runden so, weißt du? Fakt ist, ich muss performen. Ich darf auf gar keinen Fall mehr niedergeschlagen werden. Off to the side, a little swing and a miss going upstairs. Bell's landing a combination here. That's what he does when he's at his very best. Keep doing what you're doing. He has his target. He lands the straight right. Boah. 2 snapping jabs by Lights Out. Here's one for you now, he says. Right back with the left hand. He's tight. He's tight. Side to side. Move your head.
90 seconds into the 9th round. His opponent wanted the body. He wouldn't give it to him. Good double jab by Lights Out. Nice strike after catching one by Lights Out. He missed with that headshot. Bell's whiffing there. A big, wide, sweeping shot. I mean, perfect to counter against. Yes, it is, and you know it's only a matter of time. You know, that goes into the old computer, the old Muss brain. mich hart konzentrieren hier gerade. And the next time he's going to capitalize on it. Not one, but two. Good work with the jab up top. A shooting right hand by Lights Out. Keep doing what you're doing. This is it. Keep doing what you're doing. You're winning this one. Don't get sloppy, okay? Just keep boxing smart. Listen, he's done. He is done. I want you to double up. Okay, wir kämpfen beide cleverer. Vorhin hatten wir beide 35% in der letzten Runde. Jetzt habe ich 49 und er 41. Deutlich. Taktisch deutlich hochwertiger als die Runde zuvor. Beziehungsweise der Kampf zuvor. This is it. 10th and final round as they face off against each other. Bell's dazed after that punch. Solid, blistering combination. The speed of those punches. Und da ist der Gameplan aufgegangen. Wir haben mehr Ausdauer und das können wir einsetzen. Boah, was für Kombos. Let's go. Okay, Leute. Wir müssen jetzt nur noch 2,5 Minuten rumkriegen. Denn nach Punkten gewinnen wir jetzt definitiv. Das gibt uns 2 Punkte Vorsprung. Da kann eigentlich nichts mehr passieren. Das heißt ja, dass ich jetzt aber auch chillen muss. Chill mit Jabs, auf Distanz halten. Oh, oder einfach mit der Geraden komplett aus dem Leben nehmen. Nee. Halt's Maul. Halt's Maul. Als ob, Mann. Don't worry about losing the early part of the fight or the early part of the round. Just get yourself back together. How did he survive that? Right back at him with a left hand. And he just holds on there. To the head he goes with a left hand. Oh, he just misses with that headshot. Bell's banged by a left hand. He was stunned. Now he's in control. Momentum so critical. And that's the thing about this boxing game. 1 second you're in control, the next second you're not. We said it early on, stylistically with this matchup, hardly a chance that we would go to the judges' scorecards, but Teddy, that's exactly so kurz vom ersten KO, yeah, Mann. Early on, you're right, it looked like it was going to be an explosion, but fizzled out a little bit. Here we are. Stark. So a unanimous naja, die letzte Runde hat ihn halt komplett gerackt. Er hat gerade mal 3 Runden technisch gesehen gewonnen. Das ist halt genauso, wie ich es gesagt habe. Die ersten 5 Runden, ich habe es direkt in der ersten Runde gesagt, die ersten 5 Runden lang lasse ich ihn müde machen. Deswegen ist es okay, wenn er die ganzen Runden gewinnt. Und danach versuche ich durch meinen Ausdauervorteil mich ein bisschen da reinzuarbeiten. Und der Gameplan ging auf. Hatte gerade mal 47% Trefferquote. Wie bad er ist. Holy shit. Er macht das gut. Ja, Champions habe ich nie gespielt, ja. Nur die normalen Fighter-Teile.
That's good. That's good. Das gab wenigstens auch ein bisschen Erfahrungspunkte. So, was wollt ihr von mir? Der Champ lädt dich zum Sparring ein. Wait, what? Gene Hughes hat dein vernichtender Sieg gegen Cosmobile so fasziniert, dass er dich zum Sparring eingeladen hat. Au, ja, danke. Cool. Reebok möchte dich sponsern. Ja, jetzt geht's aber hier was. Jetzt geht aber hier was ab, Alter. Ich habe dieses Sponsorenangebot erhalten. Es haut mich nicht vom Hocker, um ehrlich zu sein, aber in deiner Situation solltest du keine großen Ansprüche haben. Du musst ein paar Klamotten tragen und das Geld würde deinem Portemonnaie ganz gut tun, aber vergiss nicht, dass du deine Ausrüstung nicht wechseln darfst, sobald das Angebot reingenommen wird. 1000! Ah, okay. Ich muss Stiefel von Reebok tragen für einen Kampf und das gibt mir 1000. Okay. Ausrüstung eingesetzt. Wenn du die Ausrüstung vor dem Vertragsende entfernst oder wechselst, wird der Vertrag annulliert. Okay, verstehe. Das ist interessant. Das ist aber cool gemacht eigentlich. So, einen Last-Minute-Kampf hätten wir auch noch. David Collins zieht sich gegen Eddie Chambers zurück. Eddie Chambers, da gab es, glaube ich, sowieso mal einen Kampf, der angesetzt wurde, oder? Eddie Chambers. Übelstes Biest. 37 Wins, 5 Losses nur. Ich glaube, den wage ich. Boah, ist das... Oh mein Gott! Schaut euch mal bitte die Stats an. Ich habe bei Hakon so 3, er hat da 11, Körperjab 14. Alter, der nimmt mich aus dem Leben, Leute. Oh, nee. Eddie Chambers für 11.000. Nee, warte mal. Nee, warte mal. Ich glaube, das sollte ich nicht riskieren. Ich muss ein bisschen auf die Stats achten. Okay, Ron Roddock würde ich sagen, das geht. Auch wenn er einen sicken Haken hat, das geht. Und der ist über mir. Eddie Chambers kann ich nicht annehmen, der hat viel zu krasse Stats, Alter. Drew Ellis könnte ich noch wagen, der ist aber halt klar und weit unter mir. Also dann würde ich vermutlich sagen Ron Roddock. Er ist über mir. Und ich bin nicht super bad. Ich habe Stärke 99%. How the fuck? Okay. Muss ich jetzt eigentlich meine Zähigkeit noch ein bisschen überprüfen. Und Stärke 99 merke ich aber actually nicht so viel. Egal, ich nehme Ron Roddock an. 21 Siege, 4 Losses. Alle 4 durch KO, die letzten, die er gewonnen hat. Boah. 13.000. Dann gehe jetzt nach Philadelphia und trainiere Zähigkeit. So, da muss ich jetzt auf Event klicken, ne, ob ich will oder nicht. Bringt mir das auch was? Oh, dann ist das wirklich ein richtiges Trainingsding, ja? Ah, richtiges Training mit dem Champ, Junge.
Das ist der Champ. Holy shit, schau dich mal die Arme an, ey. Dagegen bin ich ja absolut lasch. Sean Hughes, Alter. Richtiges Vieh. You want to win in that ring? Work hard. That's it. That's it. Good hustle. Keep it up. Yeah, good work. Und ihr wundert euch, dass der Champion ist? That was good. Watch the hook. Move it. Move it. Keep that chin down. Sicher, Simon, bis jemand 10 Millionen hat, wird das hoffentlich passieren. Ansonsten ist vorbei hier. You want to win that ring? Work hard. If you can't last here, you won't last in the ring. Come on now. Just like that, just like that. Den will ich eines Tages besiegen. Ja, ich weiß noch nicht wie, aber... Nein, Graver, natürlich nicht. Okay, er bricht mir gerade ein bisschen die Rippen. Oh, wow. 900 Erfahrungspunkte und überall Stats nach oben. Wow, das hat mir echt was gebracht. Okay. Hey, ich bin begeistert. That's actually pretty good. Na, Madness, was steht denn unterm Stream? So selbstständig bist du bestimmt noch. Und dann noch ein bisschen an meiner Zähigkeit arbeiten, ne? Yes. Dann habe ich noch wunderbar eine Ruhephase. Und dann geht's zum nächsten Kampf, I guess. Ich würde gerne noch was trainieren, aber das kann ich mir nicht leisten. Wenn ich Sparring mache, ist halt over. Viel wichtiger sind die 1500 Erfahrungspunkte, Mann. Ich kann nicht trainieren. Ich muss in die Ruhephase gehen. Es geht nicht. Also zumindest jetzt nicht. Irgendwann kann ich wahrscheinlich mit 80% Ausdauer in den Ring gehen und kann einen umhauen innerhalb von No Time. Aber das ist halt jetzt aktuell noch nicht möglich. Also ich denke, wir bringen Jab mal aufs nächste Level. Nee, die Kopfgerade. Und... wollte Blocken noch ein bisschen pushen, ne? Gar kein... So. Ich will aber auch irgendwann meine Haken jetzt mal ein bisschen nach vorne bringen. 600 Punkte.
Nee, pass auf, wir machen... Boah, ich kann mich da echt schwer entscheiden, muss ich sagen. Naja, weißt du was? Ich gehe voll blocken. Ich denke, das ist in Ordnung. Let's go. Wenn ich jetzt... Ja, aber jetzt meine Gerade ist jetzt nochmal deutlich stärker geworden. Vielleicht können wir damit arbeiten. Good evening, everybody, and I welcome you to Wednesday Night Fights. Alongside Teddy Atlas, I'm Joe Tessitore. Welcome to the Metro Manila Arena here in the Philippines for tonight's main event. 10 rounds of heavyweight action. Great atmosphere here tonight. You talk to everybody ringside, and they expect this one to be a barn burner. Aus Argentinien. Santa Fe. Little get to know you here in the opening round scheduled for 10. Den muss ich eigentlich nur auf Distanz halten. Der hat massiv weniger Reichweite als ich. Well, he is a well-taught fighter, Joe, and it shows. He understands that the quickest line from one point to another is the straight one. Go get him! Brings the hook that time. Oh, you see him with the left of the head there? Big puncher here in front of us, going up against a guy who can do a little bit of everything. A boxer, puncher, well-skilled, good athlete, well-conditioned. Yeah, the big puncher, I think, is going to be. Was ist deiner Meinung nach besser, UFC oder Fight Night? Du vergleichst dein MMA-Spiel mit deinem Boxspiel. Frag doch gleich, ob FIFA oder NBA besser ist. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Oh, that's good stuff. Firing right back with one of his own. Good work by Lights. Also jetzt mal ehrlich. Reaching the halfway mark of this round. Die Story kocht man mega, Alter. And now targeting his opponent with the overhand right. Nice jabs there by Lights Out. Oh, and he's got something for him himself, and it's a left hand. Right to the belt line. Im Karrieremodus. Wenn du diese Frage stellst, weißt du doch genau, was meine Meinung dazu ist. Ansonsten würdest du diese Frage niemals stellen. Good defensive skill with the block by Lights Out. Lights Out's impressing the judges and himself with that right hand. And now just wasting everybody's UFC macht alles falsch. Move those feet. That is a big right hand after eating one himself. Lights Out's putting forth a little boom, 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 a three-punch combination. Der Karrieremodus ist auch bei Fight Night eindeutig besser gemacht. Obwohl er weniger Inhalt bietet, by the way. Ja? Und du darfst dann natürlich sehr gerne fragen, Ati, aber du musst die Frage natürlich korrekt stellen. Weil, woher sollen wir wissen, was du meinst? Here we go. Round 2 is underway. Not able to land the headshot. Doubles up the jab to the head. Manchmal ist weniger mehr, richtig. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn ich bei UFC Kampfvorbereitung dauert eine halbe Stunde, dann für 5 Minuten Kampf. Hier ist die Vorbereitung 5 Minuten für eine halbe Stunde Kampf. So, weißt du? Also halt schon sinnvoller irgendwie. Ich meine, ja, UFC versucht es extrem mit Immersionen zu gestalten, weil halt du bereitest dich halt ein halbes Jahr auf einen echten Kampf vor. Beim Boxen nicht ganz so krass wie bei MMA. Aber das ist halt zu viel Immersion so, ne? Ich brauche eine Balance zwischen Kämpfen und Trainieren. Und wenn ich halt eine halbe Stunde im Menü rumgammel, bevor ich kämpfe, dann ist halt ermüdend. Mit seiner Ausdauer los. Was ist mit seiner Ausdauer, Mann? Ich hab gerade Ausdauer verloren, weil er mich gegrabt hat. Komischer Typ.
Very much, because it sets up things. Irgendwas sagt mir, dass dieser Kampf nicht über die Distance geht. You know, he's trying to move his upper body. You go downstairs, takes a lot of that away. Tried to land that upstairs and was off the mark. Little head hunting with the left. Ich werde als nächstes definitiv meine Haken pushen, damit die mal ein bisschen ausnocken können. Damals war die Spielentwicklung noch anders. Ja klar, weil damals konnte man die Spiele auch weniger immersiv machen. Also versteh mich nicht falsch. Das ist ein sehr spaßiges Spiel, aber es ist halt auch kein immersives Boxen. Also, das ist halt keine Simulation, dieses Spiel. Und UFC ist eine Simulation. UFC ist Simulation geworden mit der neuen Generation. UFC Undisputed Spiele waren auch keine Simulation, sondern auch Arcade. Das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Damals war die Spielentwicklung anders, weil damals halt noch keine Immersion möglich war aufgrund der Technik. Das ist halt jetzt möglich, also versucht man die Spiele so immersiv wie möglich zu machen. Aber was viele nicht verstehen, das sind Spiele. Die sollen Spaß machen. Zu viel Realismus ist nicht immer gut. Number 3 is underway. See, that's what you want from his left hand. That's exactly what it should be. Wir wollen in Videospiele eintauchen, um eigentlich die Welt da draußen für einen Moment vergessen zu können. Und wenn die Spiele dann aber so immersiv sind, dass du das Gefühl hast, du führst diesen Sport gerade hier wirklich aus, ja, dann stimmt da halt irgendwas nicht. Dann ist das für mich die falsche Richtung, die dieses Videospiel geht. Able to get away from that headshot with the block. He clinches when he gets to the inside. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, und deswegen bin ich auch der Meinung, dass wenn man jetzt ein neues Fight Night machen würde, würde das in die Hose gehen, weil man dann wahrscheinlich versuchen würde, das Spiel so immersiv wie möglich zu machen. Und ich denke, dass gerade einem Boxspiel, ich meine, bei MMA geht's ja noch, das macht schon Sinn, so das, was im Octagon passiert, macht ja auch Spaß und ist cool. Aber ich glaube, sobald du ein Boxspiel anfängst, zu realistisch zu machen, wird das schnell langweilen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Also das ist der erste Kampf, in dem hier offener Schlagabtausch ist, nix mit taktisch kämpfen. Interessant. Und das vermisse ich ja auch total. Ich bin der Meinung, dass diese ganze Immersion viel zu viel kaputt macht. In allen Spielen, nicht nur in Sportspielen. 10 seconds to go in this third round. Nice two-punch combo by Lights Out. And the round comes to an end. Puh, jetzt habe ich nur 3% Erholung. Ich bin aber in dieser Runde auch wirklich rangegangen. Also richtig heftig. Ich muss ein bisschen ruhiger angehen jetzt. Well, he's up 3 rounds to zip on Teddy's scorecard here as we start round number 4. He's a volume puncher, and that's exactly what he's doing to bank away these early rounds here, Teddy. Yeah, he's not hurting him with any of those shots, and quite honestly, a lot of them are missing. But the other guy's not staying up with him with the punch numbers. He's winning the round. Für die neuen Konsolen ist ein neues Boxspiel entwickelt. Was soll das denn sein? Das muss an mir vorbeigegangen sein. Also, das wird nichts werden. Ich weiß nicht, keinen vom Gegenteil überzeugen. Hey, look, if you're gonna be an accountant, you better know math. You better know how to add. You're gonna be a good fighter, as far as I'm concerned. You better have a good jab. Esports Boxing Club. Esports Boxing Club. Muss ich jetzt googeln. Sports Gamers Online Creating Independent Sports Games mit Patreon. Junge, also mehr Indie geht ja gar nicht. Also wenn das was wird. Sorry, da glaube ich nicht dran. Do you see any way
in which he can take his opponent's aggression and turn it against him? Yeah, the perfect way. I mean, boxing 101, counterpunching. You got a guy coming at you, no better way than to change his mind, make a miss. Guck mal, ich habe nicht mal hingeguckt und damit gerade K.O. geschlagen. Oder zumindest down gekriegt. Er hat angeblich auch Legenden wie Joe Frazier und so drin. Wo auch immer die Lizenzen dafür herbekommen haben. Ich hab gerade literally mit meiner Geraden, obwohl ich Check geguckt habe, hinaus runtergehauen, ey. Ja, ich hätte gesagt, das ist kein Kampf, der über die Distanz geht. Ja, aber also das mit dem Bier will ich jetzt mal überlesen haben. Warum hast du dich denn dann nie gekümmert? Aber Dankeschön, freut mich sehr. Macht auch echt Spaß mit euch. Boah, irgendwas hat mich hier gerade richtig kaputt gemacht, ne? Meine Ausdauerleiste ist völlig RIP. Round comes to an end. We saw the knockdown there in that round. A little bit of a momentum gainer. Yeah, obviously it gives you confidence, but you know what? Alter. 47 zu 66. Ich bin ja komplett RIP. Ich muss es gefühlt 3 Minuten lang nur verteidigen. Irgendwas hat mir gerade richtig wehgetan. Lights out. It's almost as if he's scared to throw punches right now, that he's just thinking strictly about defense. Guck dir das an, er ist sehr clever, der Moderator. Gerade ist nichts mit Punches thrown. Mein Gegner sollte bitte so viel wie möglich in die Luft schlagen. And now he brings the left hand upstairs. Ja, ich muss jetzt mal eine Runde lang komplett gar nichts machen, ne? Aber er macht auch nichts. Das ist irgendwie nicht Sinn meines Gameplans. Nice work with the left hand. Tja, Koch, das versuche ich gerade rauszufinden. Wie viel Energie ich regeneriere, wenn ich einfach mal gar nichts tue. Nicht einen Schlag. Ich weiß es nämlich leider nicht. Aber ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie mindestens 12% regeneriere. Ansonsten habe ich ein Problem. Aber er macht dann auch nichts. Das ist sehr belastend. Das heißt, er regeneriert sie auch. Ja, mehr Schläge in die Luft. Gut so. Sehr geiles Spiel, oder? Final 10 seconds. Ja, kommen noch ein paar Schläge in die Luft. So, mal gucken, was passiert. 12%, wie ich es gesagt habe, aber er halt auch 10. A fight where there's just bad intentions. The fight that just doesn't have the feel of a fight that's going to be a decision win for somebody. Also, um meinen Vorteil zu arbeiten, müsste ich quasi nochmal eine komplette Runde lang gar nichts tun. Going the decision, as you just touched on, has not been in their minds at all. Well targeted two-punch combo by Lights Out. Good looking jab there. Ja, ein bisschen jabben werde ich diesmal. So viele Runden kann ich auch nicht abgeben. Ich meine, ich habe ihn einmal umgehauen, das sollte mir also eigentlich schon einen guten Vorteil geben. Der hat auf jeden Fall brutale Körperjabs, der Haken, der Typ. Boah, zweimal jetzt perfekt gekontert, Mann. Halfway through round 6. Don't let him get to you. Erkenne ich eigentlich meine Reebok-Schuhe? Erkennt man das? Gegner hat Adidas scheinbar, oder? Ja. Keep moving.
Ich sehe meine eigenen Schuhe nicht. Boah, wieder gekontert. Nice. Ja, ich habe auch das Gefühl, ich kann ihn ausnocken, aber dafür muss ich halt noch ein bisschen Erfahrungsvorteil sein. Und jetzt habe ich gerade meine Rebook gesehen. Ihr seht ja gerade, was ich versuche. Ich baite ihn so ein bisschen, dann gehe ich zurück, damit er seine Schläge alle in die Luft setzt, weil diese in die Luft sitzen ergibt so wahnsinnig viel Ausdauerverlust. Und dann sollte ich sogar die Runde gewinnen, weil er so viel in die Luft gesammelt hat. 9% und 8%. Ne, viel bringt uns das tatsächlich gar nicht. 48, 50. Zumindest ist es jetzt wieder ausgeglichen, was das angeht. Back to action now. We're underway in what has been a completely one-sided fight. You get the sense this one may not go the distance. That is exactly what the corner wanted to see. A good combination punch by Lights Out. Gott, ich habe keine Energie mehr. Ja, nach Punkten mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Aber seine Körperhooks, die machen mir Sorgen. There's another left hand from him. Lights Out's jab continues to carry the day. He's wanted it, he's gotten it. There's a good right hand. Ja, der Kommentator weiß, was ich machen muss, was ich zu tun habe hier. And another jab comes in by Lights Out. At the halfway point of round 7. Good clean shot, returning fire. Well done by big shot there. This is going to take some guts to get up from this. Once again, he goes down. Da hat's aber geknackst. Yes, der erste K.O. This fight is over. Lights Out, bombs away, worked again. Knockout victory for him. I told you, das wird keine Distance, Mann. Yeti, danke schön für den 29. Geiler Knockout. Die eine linke Hook, Junge. Let's go. Oh. Hallo. Ja, guck mal, ich hatte bis auf die eine Runde. Ist sehr geil. Ich habe in der einen Runde gar nichts gemacht, ja nicht mal einen Schlag angebracht, aber auch 10-8 dann. Also ich war aber overall ziemlich gut. Herr Kleiner, das in der letzten Kampf erster K.O. Dafür kriegt den Mike Tyson Fruity. Mantel. Ja, das läuft. 43% Trefferquote nur bei dem. Junge. Es geht vorwärts bei uns, Leute. Es geht vorwärts bei uns. 29 Ranking, 8 Wins, no Losses. Schlage deinen Gegner bis Runde 6 nieder. Gibt sogar die Bonuserfahrungspunkte. Geil. Stimmt, haben wir ja geschafft, ne? Und wir sind endlich Vereinskämpfer. Mein Gott. So. Du hast auf der Karriereleiter einen Schritt nach oben gemacht, Kleiner. Wirf in der Karrierezentrale unbedingt einen Blick auf die Karriereziele, um herauszufinden, welche Platzierung du einnimmst. Und viel wichtiger, wie wäre es mit dem Last-Minute-Kampf? Jan Johansson zieht sich offenbar wegen persönlicher Probleme aus seinem anstehenden Kampf gegen Gerard Hicks zurück. Möchtest du einspringen? Du hast nur wenig Zeit zum Trainieren, allerdings wartet eine Menge Geld auf dich. Wie viel Geld? 19.000. Wie gut ist Gerard Hicks?
Boah, das ist schon eine Nummer. Schon eine Nummer. Ist wahrscheinlich nicht unmöglich, aber ich gucke mir erstmal die anderen Angebote an. Meine hat eine Reichweite von 203. Ich könnte Vitali Klitschko herausfordern. Ja, dann habe ich aber auch zum letzten Mal gekämpft, ne? Schaut euch seine Stärke an! Ah, Junge, Kopf gerade 20. Rechter Haken zum Kopf 20. Oh, da bin ich aber total tot. Da bin ich ja total tot. Lassen wir das. Erratics. Ja, Sanders ist auch gestiegen. Boah. Joe Stevens hat auch zweistellige Stats. Gerard Hicks, das scheint echt machbar zu sein. Vitali ist raus. Sanders ist machbar. Roddock haben wir gerade rausgekickt. Drew Ellis wäre noch offen. Drew Ellis könnte ich mal so ein bisschen nutzen zum Aufbaukampf. Also entweder Drew Ellis oder wir gehen tatsächlich jetzt auf Gerard Hicks. Gerard Hicks würde mir 19.000 geben, Drew Ellis 13.000. Also ich denke, wir machen es. Gerard Hicks ist next. Wir riskieren's. Der Last-Minute-Kampf wird angenommen. Mit all der Kohle gehen wir jetzt wieder nach Puerto Rico und machen Folgendes. Ich brauche nämlich mehr XP, damit ich meine Haken trainieren kann. Das heißt, ich möchte trainieren. Ich mache wieder offenes Sparring, weil da bin ich mir sicher, dass ich die meisten XP rausholen kann. Ja. Gute Nacht, Jones. Das war unser letzter Kampf für heute, by the way. Da geben wir dann also nochmal alles. Und dann machen wir am Freitag oder so nochmal weiter. Wir trainieren mit Sanders. Ja, ich guck bei den Champs gleich nochmal, ob sich irgendwas getan hat. Chin down. Keep those elbows in. Good job. Keep it coming, kid. Die wenige Vorbereitungszeit ist mir egal, weil wenn ich Sparring mache, ist 3 Wochen eh besser für mich. Und ist eine Woche nicht wasted. 4 Wochen lohnt sich halt dann auf die Athletik-Dinger zu gehen. Aber da wir langsam aber sicher eh nur noch Sparring machen. Beziehungsweise fähig auf EXP gehen. Ich krieg's gerade nicht so ganz geschissen irgendwie. Hab ich auch schon mal besser gemacht. Gefühl, der Sanders verteidigt mehr und greift weniger an, weshalb ich schwierig hier die Punkte rausholen kann. Ich muss die 40 Punkte, 40.000 irgendwie schaffen eigentlich. Uff, oder auch nicht. Froh sein, wenn ich jetzt hier nicht down gehe. Ah.
Vermutlich. 788. Besser als nix. So, weil dann habe ich nämlich jetzt noch einmal Athletik. Da würde ich dann eben meine Kondition nämlich nochmal pushen. Damit ich ein bisschen mehr aus dem Allgemeinen regeneriere auch. Dann habe ich meine Ruhephase. Komme auf 100 Ausdauer und dann werde ich schauen, dass ich meine Haken noch ein bisschen links, rechts ein bisschen pushe. Boah, das wird nicht einfach. So, linker Kopfhaken. Ich konzentriere mich auf einen Haken. Gerade war der linke schon nicht schlecht. Entweder gehe ich bei den beiden eins rauf oder ich glaube, ich mach's so. Links. Ja. Genau so machen wir das. Boah, Gerard Hicks, 36 Wins, nur 4 Losses. Irgendwann wird die erste Niederlage kommen. Das ist, glaube ich, unvermeidlich. Den Kampf machen wir uns, dann gucken wir uns nochmal die ganzen Statistiken an, wer auch so Champ ist im Moment. Oh, wir sind im Ballroom in Chicago. Lecker. Der hat mehr Reichweite als ich, Alter. For a much anticipated main event. 10 rounds in the heavyweight division. Boy, and we expect this to be a big night of action. We spoke with both fighters yesterday. Fireworks anticipated here tonight. Let's see. Hammersmith, England. Wow. Na dann, im Ballroom. Immer eine Ansage hier. No matter what the sport, Teddy, it's very challenging to string together two absolute masterpiece performances. Krasser Typ, ey. Mehr Reichweite als ich. So, wir können uns definitiv mal ein bisschen um den linken Haken jetzt bemühen. Problem ist, Haken macht halt auch müde. He scored well after being hit himself. Lights out power has been shown off early on in his fights. Teddy, what effect Definitiv taktischer angehen als beim letzten Kampf. Das ist clever, dass er viel links blockt. If he catches his opponent and his opponent survives it, guess what? It could be a long night for him. So, jetzt viel auf Distance halten, damit seine Schläge daneben gehen. Können wir direkt in der ersten Runde dafür sorgen, dass er viel Ausdauer verliert. Der war übel. Schau mal, wenn der nach vorne springt, Junge, dann hat er einen Arm von 3 Metern. Dismisses his opponent's headshot. That's a fierce left hand that landed by Hicks. Little double jab to the head. Very nice work to the head. The right hand landed. Ja, der ist sehr aggressiv. Er wird also auf jeden Fall müde. Lights Out's knowledge of the game is showing through. 3 ways to defend. One of them is to block. He did it there well. Solid hook upstairs. 12%, er 6. Ich bin auf 100. Und er auf 92. Weltklasse. Das haben wir jetzt richtig nice gemacht. This is basic rudiments, basic fundamentals. Some guys have not been taught the defensive skills. So langsam wird das was, ne? Wir haben jetzt 8 Siege, das ist jetzt also der 9. Kampf. Naja, so langsam kann man ja auch mal richtig stark werden, oder? Look at that combination by Lights Out. Pulls the trigger right away with the left hand after getting tagged himself.
Ich habe das Gefühl, seit wir jetzt gerade nochmal im Trainingscamp in Puerto Rico waren, lege ich viel weniger Ausdauer im Vergleich. Ich habe jetzt aber auch hier eine geile Combo. Jab, gerade Hook. Jab, gerade Hook. Das gefällt mir gut. Greift fast gar nicht mehr an, der ist mega am Chillen. Parries that punch intended for the head. Nice work. Schön auf Distance gehalten mit dem Jab gerade. Oh, schöne Hook-Combo. Meine Fresse. Let's go. Lights out's giving us something to think about early on in this fight here, but his opponent has even more to think about. He has established the jab already. Yes, he has established the jab, and now his opponent has to think about moving his head so he can get past it. Final 10 seconds of round number 2. Good job on the two-punch combo by Hicks. And that's the end of round 2. 11%. Also das sieht jetzt ausdauertechnisch gleich ganz anders aus, ne? Seit wir da an dem Trainingscamp waren. Dann macht das Boxen glatt noch ein bisschen mehr Spaß, weil ich nicht so ultra defensiv jede Runde machen muss. Aber ein bisschen was wagen kann. Was unsere KOs wahrscheinlicher macht. Takes one, but gives one. Good work by Lights Out. How about that left hand? Straight right was lined up, but he missed. Excellent 1-2 by Lights Out. Turns over that hook upstairs. Macht's dafür jetzt schon lange keine Uppercuts mehr, aber solange ich die nicht trainieren kann, ist es eh nicht nötig. Ja, also solange die nicht trainiert sind. Das bedeutet im Übrigen auch, wenn ich jetzt so langsam meine Ausdauerprobleme in den Griff kriege, bedeutet das dann wirklich, dass ich irgendwann auch mit 80% nur noch in den Kampf gehen kann und dann habe ich viel, viel, viel mehr Erfahrungspunkte zur Auswahl. Took a shot, now he gives a left. Lights Out's doing a very nice job of jabbing his way to the inside. That's exactly where he wants to be. Now he's got the key to unlock that door. So I'm not even sure if he's unlocking the door. To me, it looks like he's banging it down. Just kicking it open with that left hand. Ja, jetzt waren wir sehr aggressiv diese Runde und haben trotzdem mehr Ausdauer, weil wir ja auch durch die ganzen Treffer seine Ausdauer senken. Lights Out's punch is mal ausgekontert, ey. A crushing two-punch combo by Lights Out. Hicks has got to be feeling the sting of that big, powerful hook. See how he targets that hook? And that does it for this round. Okay, nur 7%, das heißt, wir sind jetzt ganz so krass. 88, 86, ja. Ich habe jetzt wirklich sehr viel Gas gegeben in die Runde. Das hätte ich vielleicht nicht unbedingt machen sollen. I think that's the only way you can have it right now, although I've thought that before and the judges see it a different way, but he's been aggressive and he's been Ich würde nicht sagen, dass wir klingen wie Arnie, aber... Good exchange, he fires back. Lights Out's not skipping a beat. Okay, der haut jetzt auf jeden Fall wieder rein. Die Runde gibt er wieder Gas. Ja, der wird wissen, dass er drei Runden zurückliegt, ne? Langsam muss noch mal was kommen. Hicks has got to figure out a way to do something different here. I mean, I know he's committed to being a counterpuncher, but right now he's giving rounds away. Yeah, he is, because he's waiting for things to happen that are not happening. You know, he's laying back, he's waiting for the guy to walk in. See, to be a good counterpuncher, an effective counterpuncher, guy has to come Diese Konter knallen aber auch einfach rein. Staying at a distance, he's not giving him anything to counter. Accurate hook by Lights Out.
Good step back counter punch there. Lights Out's combination punching here is showing you what good boxing is all about. 3 punches thrown, 3 punches landed. And a smart counter punch by Lights Out. Solid left hand to the head. Now hugging on the inside. There's the old 1-2. Schöne Combo. Scores up top with a left. Good job. It was sudden, it was fast, it was direct by Lights Out. What a good war this has been. What a good, solid fight it's been. The kind of fight that tells me somebody wants to get rid of the other guy. It almost looks like they made a deal where neither one could win by decision, where if they didn't win by knockout, it doesn't count. Lights Out's doing what every trainer wants to see their fighter do. Land punches in bunches. The combination lands. This is just beautiful to watch. Watch how he just links one to the next, Teddy. A beautiful sequence, almost like musical notes being played. Well, exactly. It's a nice tune because it just follows. One, as you said, follows the other. Nice and smooth. He returns the favor with a right hand of his own. Trotzdem ruhig bleiben, Wir wissen nicht, was der Hicks da für einen Haken im Zweifel mal raushauen kann. Aber das ist gut, wenn wir das mit den Ausdauerproblemen in den Griff kriegen. Das heißt, wir trainieren jetzt, damit wir unsere Fäuste ein bisschen aufpäppeln. Und dann traue ich mich wahrscheinlich auch mal gegen die Klitschkos dieser Welt schon zu kämpfen. Ich meine, wenn wir 9-0 stehen, dann müssen wir was auf dem Kasten haben hier. And now he's acting like a fighter, coming back with the right hand after getting scored upon. Oh, good exchange there. And just grabbing onto his opponent. Lights Out's gonna think about the next time he throws a punch because he just got hit by a good solid counter. Oh, a nice 2-punch combo by Lights Out. Ja, 2-Punch-Kombos war Jab, Jab gerade, Mann. And he's really doing a nice job of hitting the Ja, mark ist with nur noch the am jab. Verteidigen der Hex hier. Oh, ja, ein bisschen chillen. It's not hard to hit the mark when the mark's coming at you. The right choice of a punch. Hicks's failure to protect himself from that left hand, it's become a big story now. Yeah, and he has to understand why. He's not controlling distance. He's standing too close in front. Needs to adjust a little further Ja, out. langsam mal mehr Erholung, sollten jetzt fast gleich auf sein, ne? Bin ich sogar schon unter ihm. Dominating form here tonight. He's doing everything he wanted to Nee, do. sogar noch über And he's ihm. ahead on our scorecards ringside. Yeah, but don't forget, he's in the other guy's hometown. So don't let up too soon. Don't start partying too soon. Was für ein Hometown? Ich dachte, das ist England gegen Mexiko hier gerade. Wo ist denn der Ballroom Hometown? Hicks is making for a tough target there. He gets away from that punch. Scored well up top. Good combination to the Also nach head. Runden hätte ich das Ding vermutlich schon lange gewonnen, wenn ich nicht ausgenockt werden würde jetzt. Also knockdown würde. He took a shot, but he gives one of his own. A left hand scores. You can see he's trying to score. Boah, das war ein schöner Konter. Meine Fresse. Hicks is the target of a hook. Lands flush with the 2-punch combo by Lights Out. Hooks to the head. Good, strong uppercut. He comes right back with it after taking one. Right hand downstairs. Oh, and he got caught right there. Everything was going fine, and then he got caught. Well, that's the problem. It was going too fine. He got a false sense of security. The other guy wasn't throwing back. He took for granted, and bang, you can't take for granted in this ring. See the accuracy now with that double jab up top. Here's a moment here. Ja, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Where you realize this is the sweet science, not just some raw savagery swinging out there. Look at the little subtleties here, Joe. What he does is he forces them into a position to stop the punch. And then when he stops, steps back, makes a miss,
and comes right back. Lights Out's ability to utilize that jab is really making this a very easy fight. He likes to get to the inside, and now he's got the key to that door. Yeah, well, first of all, it's controlling the outside. You know, it's keeping his opponent defensively, and it's setting up, as you just said, offensive opportunities in the kitchen. Very nice work there. Jab, uppercut. Boy, another solid round for him. Teddy, this is one of the best displays of precision punching we've ever seen. And if precision had a relative, had a cousin, guess who it would be? It would be timing. Because the timing has been perfect and has allowed him to be so precise. He took a shot, but he came back with a right hand of his own. Excellent 1-2 by Lights Out. He just missed that shot up top. Schön. He got hit right there, but he also gave one. Solid effort by Lights Out. And now he's targeting upstairs. Nice strike after catching one by Lights Out. Ich muss jetzt eigentlich nur konzentriert bleiben, dass ich nicht ausgenockt werde. Und das kann leider immer noch passieren. Nice work with the combination by Lights Out. And he returns on that exchange. Nice work, the left hand to the head. Lights Out's opponent's probably looking at him right now saying, wow, you're not changing anything up. You know, he got to him moments ago. Now, he's got the same style that he's looking at again. Yeah, but he got to him moments ago. Got to him. One time. I think right now it's too early. Interessant, die Reebok-Schuhe habe ich jetzt aber immer noch an, obwohl ich dafür gar nicht mehr bezahlt werde. Okay, ich muss auf jeden Fall langsam aufhören. Meine Ausdauer geht zu weit runter. Then you might have to look for a change. You might have to make a change if you're going to survive. Das heißt surviven. Engages in the clinch. Keep doing what you're doing. Wir werden die 8. Runde und wieder was ausprobieren. Goes up top again. Jetzt, wo ich ja gerade Kondition ein bisschen trainiert habe, möchte ich wissen, wie viel Ausdauer ich jetzt dazu kriege, wenn ich wieder gar nichts tue. Okay, ich bin so im Vorteil. You know, he's just been outpointed. He hasn't been damaged. He's still very much alive in this fight. No doubt about it. He's a little lazy, to be honest with you. Davor waren es 12, als ich gar nichts gemacht habe. Mich würde mal interessieren, ob es jetzt 15 sind oder so. Oder ob das 12 quasi Maximum ist, wenn man einfach immer nichts tut. Yeah, give him a little shot of espresso. Get him going. Und du sollst schon ein bisschen zuschlagen. Du sollst deine Ausdauer auch ein bisschen runterbringen. Kann ich ihn vielleicht in Runde 9 nochmal auslocken. Protecting his head well with his guard. Goes up top with a right hand. Combination to the head. Boah, jetzt haut aber richtig was raus, der Hicks, ne? Schau dir mal die Kombos an, ey. Da wird ja richtig Interesse. Great hook to the head that time. Ihr könnt jetzt tun, was ihr wollt. Oh, wieder die Hook getroffen. Easy. Dino, ich bin durch und außerdem solltest du unbedingt das gucken, was unter Ausrufezeichen UFC kommt. Okay, get your hands up. Der X hat sich hoffentlich müde gemacht jetzt. 14%, guck mal. Und ich habe sogar noch den einen oder anderen Schlag dazu gebracht. 14% eine Runde gar nichts tun. Let's go.
Well, he looks ready for action here. Hicks' defense did a good job there, able to avoid that punch. Fine looking right hand by Hicks. Lights out's left now getting into the mix. The jab has been able Würde mal to interessieren, ob es jetzt immer noch 10-8 gewertet wird. Oder 10-9, weil ich diesmal ein bisschen was gezeigt habe dadurch. His opponent, that sweet spot. You know, you hear about that in baseball. You want to just hit that ball in a sweet spot. Well, the jab, he's catching his opponent just as he's starting to get into his range before he can get off. Double jab by Lights Out. Here's one for you now, he says. Right back. Oh, a big shot comes home. Was habe ich gesagt? Runde 9? Perfectly executed combination. Hicks is down. He's going to have to beat the count. Okay, und er ist sauer. So now the question becomes, after that knockdown, and he has gotten up, how does he survive? So one of the ways he survives is if he's been taught. Have good habits, have good fundamentals been put there. You're going to find out right now. He needs them right now. Focus, focus. Oh! Can he get up from this? He's done Gameplan voll aufgegangen. Wie angekündigt, Runde 9. Das ist der zweite Knockout. Das ist der zweite Knockout-Sieg. Hicks is smashed and he can't get up. Unable to beat the count. Alles richtig gemacht. Runde 8 gechillt. Runde 9 down gemacht. Good, solid shots all night. Und ja, guck mal, es long by ist sogar Lights Out. tatsächlich 10-9 geworden, weil ich was Last one gezeigt ending habe. things here. And now Easy I life. have to say that the commission, wherever Nee, das he war fights echt next, gut. make sure that this Bin ich sehr opponent zufrieden mit. is checked and he gets all. Drauf auf Rang Nummer 28, damit sind wir über dem Vitali. Geil. Sehr geil. Oh, wir haben noch gar nicht geguckt, was wir für Herausforderer machen müssen. So, der Champ hat dich zum Sparring eingeladen. Jawohl, Mike Tyson. Sparring mit Mike Tyson. Let's go. So, Serie. Deine Serie hat enorme Aufmerksamkeit verschafft. Wir sollten gegen einen Boxer antreten, der etwas besser ist. Ja. Grant möchte dich sponsern. Einmal mit Mantel. Okay. Und Last-Minute-Kampf von Matthias Sanders. Haben wir gegen Sanders schon mal gekämpft? 10.000. Kampfverlauf. Sanders hatten wir noch nicht. Barnes, Grab, Tony, Lambert, Forbes, Day, Bell, Roddock, Hicks. Und die letzten beiden haben... Wow, der war sogar ohne TV-Übertragung. Was, der ist im Ballroom? War ohne TV-Übertragung? Was für eine Frechheit, Mann. Weil ich hatte den... Der Sanders ist der Typ, der im Sparring mit mir arbeitet, ne? Lass mal gucken, was wir eigentlich machen müssen, um jetzt Herausforderer zu werden. Siegquote gleich oder größer als 70, Beliebtheit größer als 45, Anzahl der Kämpfe 15. Größer als 15, also 16. Das bedeutet, ich bin gerade bei Sieg Nummer 9 gewesen, das heißt, ich muss noch mindestens 7 Kämpfe haben. Wuff. Und gewinne einen ESPN Friday Night Fight. Autsch. Okay. Wie soll ich eigentlich jemals einen Wechsel in eine andere Gewichtsklasse machen? Mit meinen 2 Meter. Es zieht sich ein bisschen, ja. Vielleicht mache ich den ein oder anderen Kampf off-Stream bis Freitag, damit wir Freitag quasi schon Richtung Number One Contender Spot blicken. Ich glaube, das ist gar nicht mal so dumm, oder? Wenn ich das ein bisschen off-Stream mache.
Ich weiß, ganze Karriere-Stream wäre schon cool, aber wenn ich bedenke, dass das dann doch recht lange ist und die Kämpfe alle doch 20 bis 30 Minuten gehen, ist es vielleicht nicht dumm, wenn ich das ein bisschen nachmittags Offstream mache, damit wir Freitag wirklich schon Number One Contender Richtung Champion blicken können. Ich denke, das ist keine dumme Idee. Krass, wie langsam das da hochgeht, ey. So, Champion. Oh, Holyfield hat Hughes eliminiert. Oh boy. Und Judd Black. Boah, wen hat denn Judd Black geschlagen? Judd Black war vorhin auch nicht Champ. Muhammad Ali. Von wem wurde Ali nochmal ersetzt? Von irgendeinem anderen. Nicht von Judd Black. Hughes hatte den Titel. Achso, der hat den wahrscheinlich, Judd Black hat den von Hughes genommen. Und Holyfield hat jetzt den Ali-Titel. Frazier? Echt schon Frazier Champ? Nee. Der Frazier Champ? Warte mal, ich kann es herausfinden. Warte mal. Mike Tysons letzte Kämpfe war Holyfield. LOL. Wait. Wow, unentschieden gegen Ali. Holy crap. Er hat erst Holyfield geschlagen, dann hat er als Gegner Muhammad Ali. Das waren Unentschieden. Frazier hatte den gewonnen, okay. Er hatte Judd Black geschlagen, dann hat er gegen Tyson verloren und hat sich dann den Titel von Frazier geholt. Und Judd Black hat zuerst gegen Holyfield verloren, hat dann Muhammad Ali geschlagen und dann Hughes, jeweils nach Punkten und ist so neuer Champion geworden. Ja, krasser Shit. Und bei Ali läuft es im Moment ja gar nicht. Verliert gegen Frazier, verliert gegen Judd Black und verliert gegen Tyson. Jeweils 2 Titelkämpfe verloren, Muhammad Ali. Ja, das läuft ja gar nicht. So einmal unentschieden, aber... Ja, es sind verschiedene Verbände, Tausendie. Die Auflistung ist mega geil. Ich finde es auch super spannend, to be honest. Das heißt, wir haben mittlerweile schon echt verschiedene Champions. Tyson, Holyfield, Black, Ali, Frazier, Hughes. 6 Champs schon gehabt. Sehr, sehr, sehr geil und interessant. Wladimir Klitschko, da läuft es irgendwie nicht mehr so rund. Eine Niederlage, 3 Siege, eine Niederlage. Naja. Bei Vitali... Vitali kämpft sehr viel. Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Sieg, Niederlage. Naja. Tja, und dann wird's ernst, denn da wartet der Roberto Flynn. Hat bald 2-stellige Siege, das ist wichtig. Ja, das sieht alles sehr gut aus. Der Black ist Champion mit einer Gesamtwertung von 80. In der Tat. Hat aber trotzdem gute Stats. Aber ja, Hughes? Nee, nicht Hughes, sorry, verklickt. Judd Black, ja. Na, der hat aber auch gute Stats. Aber sie sind nicht so super insane, ne? Vielleicht einer der Champion, die man mehr herausfordern könnte. Ja, mal gucken. Mal gucken. Da ist auf jeden Fall eine Menge möglich. Und jetzt habe ich erstmal Training mit Mike Tyson. Das ist halt super, super geil. Wir müssen einen neuen Kampf ansetzen erstmal. Wenn einer der Weltmeistertitel in Rente geht, ja, dann haben die beiden besten Number One Contender halt quasi die Chance drauf. Wen nehmen wir denn hier? Also irgendwie sehe ich mich bei Matthias Sanders nicht, aber ich glaube, ich sollte erstmal die Leute vergleichen, was für Stats die haben. Serge Hansen hat einen bösen Uppercut zum Kopf. Ansonsten ist er nicht gefährlich. Dann wird das werden. Sanders ist auch nicht gefährlich, aber
Sanders bringt mir 3000 weniger und der ist unter mir. Das heißt, Serge Hansen ist mein nächster Gegner im State Palace. Kampf wird gebucht. Und dann möchte ich mal ordentlich überlege, wie ich das jetzt mache. Wo ich mich am besten nach vorne setze. Vielleicht unsere Schläge noch schneller machen? Ja, ich glaube, wir gehen nach Detroit. So, jährliche Awards. Boxer des Jahres ist Ricky Hatton. Kampf des Jahres war Estrada gegen Rivera. Runde des Jahres Basilio gegen Money. Money. Ah. Schön. K.O. des Jahres war Hearns. Sensation des Jahres Carvajal. Comeback des Jahres Phillips. Defensivboxer Barry. Talent des Jahres Lara. Wirklich? Nicht ich? Der steht 14-1-2, 9 KOs, Rang 12. Ich bin nicht Boxer des Jahres im Talentbereich. Buh. Im Schwergewicht? Vielleicht bin ich im Schwergewicht. Boxer des Jahres im Schwergewicht ist Areola. Wow, 36-3 ist natürlich auch nice, ne? Hughes gegen Black war Kampf des Jahres. Das war um den Titel, ne? Runde des Jahres Fraser Holyfield. K.O. des Jahres von Wladimir Klitschko. Boy, oh boy. 58 Siege, 50 K.O.s. Sensation des Jahres ist Lloyd Wheeler. Wer auch immer. Comeback des Jahres von Cam Gordon. Defensivboxer des Jahres Corey Grab. Und jetzt gib mir Talent des Jahres. Ja. Jesus Christ, wer ist Florian Scott? Ja, 26-3 ist eine gute Statistik, ne? Naja, gut. Ich akzeptiere diese Meinung. So, wer hat seine Karriere beendet, den man so kennt? Forbes! Forbes hat seine Karriere beendet. Das ist aber ganz gut. Mit 28. Oh boy. Wait. Ist das der Typ, von dem ich nicht gesagt habe, der beendet seine Karriere, weil er dann 6-mal hintereinander verloren hat, wenn er gegen mich verliert? Ist das actually gecalled? Holy shit. Kelly? Oh wow. Das ist ein Schocker. Das ist ein Schocker. Guck mal, wie jung die alle sind und ihre Karriere beenden. Da ist keiner über 30. Da ist keiner über 30. Die beenden alle ihre Karriere, Mann. Wow. Wochen bis zum Kampf 5. Also wie immer. 4 Trainingswochen. Oh, das ist eine ESPN Fight Night. Lecker. Fight Night. Eine ESPN-Nacht. Also ich habe einmal Sparring. Okay, dann weiß ich, wie ich das mache. Das heißt, ich trainiere erstmal Athletik.
Da ist 7 das Maximum. Hier. Schnelligkeit war noch gut. 13, 20. Okay, dann gehe ich jetzt voll auf Stärke. Das heißt, ich mache hier Gymnastik. Mach dann Training im Bereich Schnelligkeit, weil ich dringend schneller mal werden muss. Ach, guck mal an, das geht aber auch irgendwann wieder runter. Ah, diese Stats gehen immer mal wieder runter, okay. Oh boy. Weiß ich, warum ich mir irgendwann mal das ganz krasse Studio leisten muss. Ja, es wird auf jeden Fall... Ja, es wird auf jeden Fall Schnelligkeit werden. So, und dann werden wir jetzt mit niemand Geringeren zum Abschluss dieses Streams mit Mike Tyson sparen. Oh boy. Das ist eine Ansage. Alright, let's see how you do with some sparring. So, nimmt mich Mike Tyson jetzt hier aus dem Leben? Ey, du sollst nicht so weit zurückgehen. Ich muss Hits landen. Huch! Ja, Mike Tyson hat mich mal ganz kurz aus dem Leben genommen. Ich meine, nicht, dass ich das nicht hab kommen sehen. Gegen den hole ich keine... Das Training ist waste of time, I guess. So Leute, wir sind noch sehr weit davon entfernt. Sind sehr weit davon entfernt, es mit den ganz harten Jungs aufzunehmen. Ganz weit entfernt. Oh shit, Alter. 70.000 Punkte hätte ich mir eigentlich schon gewünscht. Ich glaube, das kann ich mir abschminken. Der Konter war wichtig. Da muss man mehr angreifen. Tyson geht so, der ist zu defensiv. Und Sparring-Partner ist der zu defensiv. Das jubelt auch noch, ja. Findest dich ganz toll, wa? Jetzt habe ich die 15.000 noch geknappt, aber 392 XP ist halt mies. Naja, hilft ja nix. Gegen ein Tier erstmal zweimal umgebracht worden. Bist du soweit, bist du in anderen Bekannten in Rente? Na, ich glaube nicht. Ich glaube, das könnte noch zu einem krassen Duell kommen. 1100 XP, damit kann ich auf jeden Fall noch meinen rechten Kopfhaken fertig machen. Und Blocken aufs nächste Level heben. Das werden wir nämlich definitiv brauchen. Das heißt, mein linker und mein rechter Kopfhaken sind jetzt böse. Und ich habe noch ein bisschen besser geblockt. Der nächste Kampf ist Fight Night.
Okay, pass auf. Ich wollte eigentlich aufhören, aber ich glaube, die müssen wir noch machen. Ihr sollt zumindest noch die Fight Night sehen und danach mache ich ein bisschen was off-stream. Aber die Fight Night, für die Fight Night nehme ich euch noch mit. Das war dann wirklich der letzte Kampf für heute. Serge Hansen, 32 Siege, nur 4 Losses. Let's do this. Für die ESPN Fight Night nehme ich euch noch mit. Danach werde ich bis zum Number One Contender werde ich dann selber machen. Good evening, I'm Joe Tessitore alongside Teddy Atlas, and we welcome you to the New Orleans State Palace Theater for a much Der mit anticipated 25, 36 Wins und nur 4 Losses. This should be What a good the one fuck? tonight. Both fighters say they are primed, coming off a very intense and passionate training camp. So, das ist mein Grand-Anzug, by the way. Schau euch den Typen an. Ne, 32 Siege, 25. Okay. Wenn der Liste nicht höher ist mit solchen Stats, ist absurd. So, Hansen, All the hype, now the fight. Round 1 scheduled for 10. Lights Out's trying to repeat his last outing. Remember that impressive knockout he had, Teddy? Yeah, I don't know if he should be... Wow, What the? right hand he just got caught by, and he's looking to tie up. Hanson's got to do a better job. He is getting rocked. Sound defense. Good block that time Okay, by und Hanson. mein neuer rechter Haken ist lecker. Good work on the combination by Lights Out. Der Herr Hansen. Both these guys obviously hopeful that their cut men will be up to the task tonight. What does it take to be a great cut man? And you know, that's a great question. First of all, you better have the right coagulants, the right chemicals, the right medications in that corner. Avatine, adrenaline, and you have to have Vaseline where you can put it on it. But the most important thing, you have to be calm. You can't panic. And you have to put pressure on that cut, just the right amount of pressure, and then you put those medicines in it, and then you better have a fighter that can give you a round or two. He can move around and not get caught right away. Der ist ja Give the super medicine a chance to passiv. work. Off to the side, a little swing and a miss going upstairs. That was nice. Boah, der Haken. Als Konter. Yeah, like running through the rain without getting wet. Beautiful. Ich glaube, den Hansen habe ich hier Blocking that punch. Very good defense by Hanson. einen ganz netten Gameplan. Oh, that's good stuff. Firing right back with one of his own. Good work by Lights Out. Der Rest muss ich jetzt chillen. Ganz schön viel Gas gegeben jetzt. Last 10 seconds of this first round. Lights Out's back in his corner now, probably reflecting on what was a very solid round. Now, he didn't overwhelm his guy with a quantity of punches, but he was so effective with what he did put forth. Yeah, you're right. You know, a lot of times people think that the muscles that count the most in any sport, and especially in this sport, such a difficult sport, is, you know, the biceps, the physical things that you see, you know, the chest, the back. You know, this guy's got the strong muscle up top, you know, over his shoulders, in between his shoulders, his brain. And that's why Der erste Runde Hansen war bestimmt nicht der, den er eigentlich darstellt. Wird eine sehr interessante Taktik in der ersten Runde. Keeps his hands up defensively, protecting the head. Und wie gut er ausweicht. Left hand came after the jab. Halfway through this round here. Wow, sehr defensiver Kampf. So, ich hab den in der ersten Runde gerockt, ey. Oh, and he returns fire with a left hand. Good defensive skill. Versuche hier sehr ruhig zu bleiben, damit ich selber jetzt nochmal mindestens 10 Ausdauerpunkte regeneriere.
Weil der verliert ja selber auch keine. Das heißt, wenn der so auf Ausdauer geht, muss ich mich seinem Gameplan quasi anpassen. Er macht ja nichts. Ich gewinne die Runde ja mit selbst super wenigen Schlägen, weil er gar nichts macht. Scored well upstairs with the right hand. How about that exchange? As we come to the end of the round. Perfekt. Er aber 11. Was hat denn er für eine Ausdauerregeneration? The fuck? Yeah, very close, but one of those rounds where you could steal it. You did a little bit more in those last Wow, der ist bei 99% einfach nach 2 Runden. Ja, gut, er macht ja auch kaum was. Ne? War in der ersten Runde schon fast ein bisschen zu aggressiv. Hat mich halt müde gemacht in dem Moment, wo er gerockt ist. Hätte ich vielleicht gar nicht machen sollen. Gut, aber wer rechnet mit so einem Gameplay wie der von Hansen hier gerade? Frustrating his opponent with great defense. Lights out, hit flush by a right hand. Keep moving around the ring. Puh. He is damaged Okay. there. He may hit the floor. What a big shot. He Okay, goes up top and Hansen. gets to him, hammering the head. Okay. Down he goes, but he's going to continue on, beating the count. Reaching the halfway mark of this Okay, round. ich hab sehr viel eingebüßt. Good shot to the head with that right hand. Nice work, nice work. Basic but beautiful, jab right hand. Okay. Boah, ich glaube, ich sollte mir den jetzt auf Distanz halten. Oh, he just misses with that headshot. Able to block that away. It was targeted for his head. Ja, ich kann mich jetzt erstmal darum kümmern, dass ich mir eine komplette Runde lang mal Ausdauer zurückhole. Sonst ist hier schnell Feierabend, I guess. Lights out's right hand did a nice job that time. That works well for him. And this round comes to an end. Alter, wie viel Erholung der immer hat. 77 habe ich. Round number 4 is underway as we look Shit, at Teddy's scorecard, and you can see what a difference the knockdown can make. Hanson's fans have to be loving this early lead. Yeah, but with that power, you know, he can make a mistake and he can win the fight. His opponent can't afford any mistakes and not any more mistakes. Ich würde jetzt gerne sagen, ich mache den müde, aber der ist ja so ruhig. Sometimes a guy is making a silent agreement in his mind that maybe if I don't hit him hard, he won't hit me hard back. He's not confident enough now to throw the punches without worrying about what will come back at him. Good work defensively by Hanson. Plus, he landed that counter punch. Ich komme mit diesem super Defensiven von ihm ja gar nicht klar. So verliert er halt nie Ausdauer. A well-placed left hand up top. Normalerweise sagst du dann, ja, dann kann der das auch niemals durch Runde gewinnen, aber wenn er dich natürlich irgendwann knockdownt, dann schon. Lights out, coming up with the answers, avoiding that punch. Schön auf Distance halten. Ich muss mindestens wieder 10 Punkte regenerieren. Der Vorteil ist, ich kann die Runden gewinnen, ohne viel machen zu müssen. Das heißt, ich kann die Runde gewinnen und krieg 10 Ausdauerpunkte, was normalerweise bei einem aggressiven Boxer niemals funktionieren würde.
Und das ist für mich ziemlich gut. There's that proficient jab by Lights Out. Last 10 seconds. Throw punches. So, ja, 10 Erholungen, aber eher 9. Also erholungstechnisch habe ich da keine Chance. Ich habe actually Ausdauer verloren, obwohl ich fast nichts gemacht habe. Ich weiß echt noch nicht, wie ich diesen Kampf hier gameplay-technisch jetzt über die Bühne bringe. Ich kann nur hoffen, dass er jetzt irgendwann mal so richtig aktiv wird und sich mega auspowert. Weil jetzt gerade in den ersten 30 Sekunden gefühlt schon mehr gemacht als in den 4 Runden zuvor. Lights Out's movement helped out there. He avoided that punch. Why is he doing this? Can you explain this right here? I mean, he's not doing anything. Either he's been hurt where we didn't see the punch early on, or right now he's thinking about getting out of there. He just doesn't want to fight anymore. He's broken down. Jetzt ist er wieder ruhiger. Ich finde das Verhalten der gegnerischen Kämpfer schon ziemlich cool. Kannst du teilweise überhaupt nicht rauslesen, wie die sich verhalten. Ich mache das sehr spannend. Was und das bei so einer ESPN Fight Night, da haben sie so einen super defensiven Kämpfer. Ich hätte den Gefühl, in der ersten Runde ausnocken müssen. Ja, mehr als der eine oder andere Jab ist nicht drin. Ich muss eigentlich wieder auf 80% Ausdauer rauf. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wie das funktionieren soll. Just 10 seconds to go in this round. Hanson's got to find a way to take what he just did in that last round. Ich war gerade auf 73, jetzt hoffe ich wenigstens wieder auf 77. Gleich geblieben? Ich bleib von meiner Ausdauer her gleich, wenn ich gar nichts tue. Fuck. Okay, dann muss ich jetzt super taktisch das Ding am besten Overtime gewinnen. Wenn der Typ nicht viel macht, kann ich das gut über Zeit gewinnen. Einfach ein paar Schläge pro Runde ansetzen, auf Distance bleiben und das Ding wunderbar über die Runden ziehen. Ja, von seinen 32 Siegen waren ja irgendwie auch nur die Hälfte KOs. Weiß auf jeden Fall warum. Ja, mit dieser defensiven Taktik eher so die Runden gewinnt. Über Zeit gewinnt wahrscheinlich. Oder lässt sie eben alle müde machen. Und ich wette, das ist sein Gameplan gewesen. Der versucht mich einfach müde zu machen. Und knockt mich dann irgendwie in Runde 8 oder so aus. Absolut, ich bin auch schwer dafür, dass wir mit den nächsten Erfahrungspunkten mal ein bisschen auf Herz und Kinn gehen. Dass wir einfach grundlegend da etwas mehr Punkte haben und viel weniger Ausdauer verlieren, wenn wir gehittet werden. Gerade bei Körpertreffern fällt es extrem auf, wie heftig die Ausdauerleiste runtergeht. Und meine Ausdauer geht ja nicht rauf oder nicht runter, weil ich eben nichts tue, sondern weil ich halt ein paar Hits kassiere. Und die Hits senken meine Ausdauer. Wir müssen halt so viel skillen, das ist das Problem, ne? Und die ganzen Experience Points haben wir dafür alle gar nicht.
Look, you're standing straight up. Move that body. Guck mal, wie hoch mein Schaden ist. Irgendwas ist gerade vorhin richtig kaputt gegangen an mir. Ich habe 75% Schaden. Bin kurz davor ausgenockt zu werden. Ich weiß nicht, wann ich irgendeinen Hit kassiert habe, der mich so kaputt gemacht hat. Back to live action now in what has been a closely contested fight. One of those fights that somebody is still waiting to break through. Also jetzt ist es wirklich eine Art Überlebenskampf geworden. That's great stuff. He fires one right back after taking one. Gotta love the work by Lights Out. Unload! Unload! That's a forceful two-punch combo by Lights Out. Also wenn ich das gewinnen sollte, bin ich sehr stolz auf mich. Weil dann habe ich mich seinem Gameplan irgendwie perfekt angepasst. Ich muss sehr... Ich kann jetzt in dem Moment froh sein, dass er ein sehr defensiver Kämpfer ist. Aber wenn ich wirklich Schaden 75% habe, dann könnte er mich halt locker jetzt aus dem Ring fegen. Ja, gegen die Gegner perfekt skillen sowieso nicht, weil du ja auch vorher nicht weißt, was deren Taktiken sind. Der hat jetzt zum ersten Mal die Taktik, mich fertig zu machen, indem er gar nichts tut eigentlich. Guck mal, ich habe hier auch den einen oder anderen nicen Konter gerade am Start, so ist das nicht. 10 seconds remaining in this round. Beautiful. Fucking beautiful. That was 5% Erholung, was das angeht, nur das ist natürlich traurig. Round number 8. Lights Out's opponent may believe he's in front on the scorecards. This is a very close competitive fight. Now you have him up, Bin but with only a few scheinbar laut Runden vorne. Das heißt, ich muss jetzt schauen, dass ich 3 Runden lang, also noch 9 Minuten, irgendwie den auf Distanz halte, dass ich das über Runden gewinne, weil der kann mich KO'en. Der hat die Knockout-Power. Das weiß ich mittlerweile. Ich kann so froh sein, dass der kaum Schläge an Mann bringt. The halfway point of round number 8. War interessant, ne? Wir hatten bisher noch keinen Kampf, dass es mal einen Cut gab. Keeping him honest with the double jab up top. Muss so konzentriert bleiben, ich sag's euch. Ein Fehler und ich bin raus. Keep doing what you're doing. Muss die Balance halten zwischen nicht so aggressiv sein, aber trotzdem so viel Schläge machen, dass mir die Runde am Ende gehört. Das ist nun wirklich nicht einfach. Able to defend and then go on the offensive. Ja, es war stark. Der Rest chillig. Konter. Die Magengegend war stark. 10 seconds to go.
This has been a very entertaining fight. A little time to reflect here at the end of this round. My thoughts being this. I would really be surprised if we go to a decision here. It just has that kind of feel to it. Yeah, it has a feel to me like Boah, die werden überrascht, wenn wir in die Decision gehen. Das ist aber mein fucking Gameplan. Sehr schwer zu judgen. Man sollte ja vor allem das hier nicht den Judges überlassen, nicht in so einem Kampf, ne? Jetzt haben wir 11% Schaden regeneriert. Das war gut. Ich habe gerade super auf Distanz gehalten. Good effective work with that straight right hand. Work in the body. Aber ich glaube, der Hansen verspielt sich's gerade so ein bisschen mit seiner Taktik, dass er gar nichts tut. Hansen's proving to be elusive. Come on. Here in these later rounds, you can start to see a trend, and one is developing. He cannot get away from that left hand. Now listen, when you throw your punches, it's not enough just to chuck Der them einen out. Haken You gotta drauf. throw them from the right distance. He's throwing them from a little too close, where he's vulnerable, as you said, to that left hand. Halfway through the 9th round. Wenn ich meinen Gameplan so runtergespielt hätte wie sonst, wäre ich in Runde 8 schon drauf gegangen. Ich musste mich komplett ihm anpassen. Das war der interessanteste Fight by far, den wir bisher hatten. Nicht der spannendste, aber der interessanteste einfach, weil ja so noch kein Boxkampf bei uns stattgefunden hat. Aber ich weiß auf jeden Fall, warum der Hansen nur 4 Losses hat, wenn er die Taktik sonst immer fährt. Und die Leute nicht damit klarkommen. Auf so eine Taktik. Würdiges Streamende sehe ich auch so, ja. Hansen's now returning to his corner, where they're gonna have to deal with that cut. Wait, oh, da ist der erste Cut. Ich habe einen Cut. Speaking of, huh? Das ist ridiculous, dass Hansen halt keinen Schaden hat, ne? Okay, 3 Minuten, Leute. 3 Minuten nochmal Wolfpack P jetzt hier. What a great job. He gave one right. Oh, he is stunned. He could go down. Hansen's got. Wow. And he goes down again. Nein. Will he get up from this? Oh Gott, bitte kann ich wieder aufstehen. Bitte. Steh auf! Down he goes, now up he gets. And if he wants to stay up, he's gonna have to grab on. Kill a little time. Ach du Scheiße, ey. Oh, das ist schwer jetzt. Das bringt ihm natürlich jetzt nochmal eine Menge Punkte. Halfway through this 10th and final round. Beat him to the punch. Targeted counter punch by Hansen. Oh. Double up on your punch. Not able to land the headshot. Last minute of this last round. Watch that. Lights Out's putting forth that hard work he did in training camp there, landing a crisp combination. Jab, jab. Doubles up the jab. Great movement to get away from those punches.
Jetzt gerade einfach nur nicht ausgenockt werden. Last 10 seconds of the fight. Final bell of a close fight. Teddy, sometimes there's close fights that are actually easy to score. This wasn't one of them. No, you could make arguments for both guys almost every round. Actually ein Unschieden. He came into this night being touted as a real fighter on the rise. He leaves the ring having suffered his first loss. That's going to be tough to swallow. Was für eine Frechheit. Der eine gibt mir sogar den Sieg. Und das actually sehr, sehr deutlich. 95, 93. Naja, anders geht's ja nicht. Das andere ist halt 94, 94, ne? Nein, wenn ein anderer 95, 93 entscheidet, habe ich das gewonnen. Ich hätte einfach nur in der letzten Runde nicht den Knockdown erleiden dürfen. Dann hätte ich es in der Tasche gehabt. Was für ein Kampf. Aber ich glaube, das war es würdig und wert, oder? Ich glaube, das war... Das ist halt... Musste halt hinnehmen, ne? Es gibt halt auch einfach manchmal einen Unentschieden. Crazy. Mein erstes Unentschieden, Mann. Boah. Das war echt super crazy. Aber mein Gott, so ist das. So ist das. Auch ein... Mike Tyson hatte schon einen Unentschieden in seinem Leben. Judd Black offensichtlich nicht, aber gut. Holyfield 2. Ali hatte auch einen Unentschieden. Achso, aber nee, nicht im echten Leben. Das hat er gerade bekommen, weil er es hier gegen Tyson gemacht hat. Achso, Tyson auch nicht. Tyson und Ali hatten beide einen Unentschieden und das war jetzt gerade gegeneinander. Wie witzig eigentlich. Ja, aber sowas gibt's halt nun mal manchmal einfach. Ich habe wohl mein erstes Unentschieden. 9:0:1. Krass. Das war einfach sehr krass. Dieser Kampf hat dich heftig mitgenommen. Es ist zwar nichts gebrochen, aber die Behandlung deiner Rippenprellung kann zu einer Lungenentzündung führen. Es gibt einen Spezialisten für solche Fälle, einen Psychotherapeuten. Soll ich dich für 8.000 € zu ihm schicken? Boah. Ich glaube, wenn ich noch ein paar Jahre boxen möchte, sollte ich das machen, wa? John Johansson möchte gegen dich antreten. Er steht in den Ranglisten über dir. Der ist 20. Der hat einen bösen linken Kopf-Uppercut. Ansonsten geht's. John Johansson. Der böse Körperhaken. Ah, dann wissen wir ja schon, was wir skillen müssen, wa? Nämlich Herz. Ich glaube, es ist zu früh. Ich glaube, es ist zu früh. Ich denke nicht, dass ich das machen werde. Ich habe gerade erfahren, dass Vitali Klitschko einen Unfall hatte. Okay. Er muss sich aus dem Kampf gegen Serge Hansen zurückziehen. Man hat uns Geld geboten, wenn wir direkt Hansen gegen Flynn 2 sehen. Halsmaul. Not gonna happen. Serge Hansen hat seine letzten... Du musst dir das mal geben. Serge Hansen hat seine letzten 3 Kämpfe 2-mal unentschieden gespielt und 3-mal verloren. Das bedeutet, dass er vor seinen letzten 5 Kämpfen 32-1 stand. Wow. Okay, und Rematch. Nee, das sehe ich eigentlich, glaube ich, gerade auch nicht. Ich sage euch gar nicht, was für einen Kampf ich mache, weil ich die nächsten ja sowieso auf Stream mache. Bis ich Number 1 Contender werde. Wobei ich actually nicht mal ansatzweise
Number One Contender werden möchte gerade. Ich bin ja noch so underskilled. Da bin ich ja so weit entfernt von, dass es mir glatt Angst macht. Ich werde jetzt erstmal dann jetzt mal ganz viel auf Herz skillen. Dafür, das steht auf jeden Fall fest. Steht auf jeden Fall mal fest. Wobei es ist ja, du skillst da ja mit eigentlich nur Benommenheitsresistenz. Du skillst damit ja nicht, dass du Ausdauer verlierst. Sollte man eher Kopfbewegung skillen, weil ich damit extrem viel arbeite. Ja, Leute, da werde ich mir actually eine Menge Gedanken machen müssen, wie ich das mache. Da müsst ihr euch Gott sei Dank keine Gedanken drüber machen. Das muss ich jetzt alleine erstmal ausbaden. Fakt ist nur, ich muss zum Arzt. Gute Wahl, du hast dir eine verlängerte Erholungsphase erspart. Perfekt. What a day to be alive, Leute. 9 Wins heute geholt, ein sensationelles Unentschieden, 2 KOs erreicht. Soll ich euch was sagen? Diese KO-Modus macht unfassbar viel Spaß. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich heute nochmal 5,5 Stunden spiele nach dem gestrigen Abend, aber der macht unfassbar viel Spaß. Ich werde ein bisschen oder viel vermutlich sogar, wir haben jetzt 10 Kämpfe gemacht, ich werde vermutlich 6, 7, 8 Offstream machen, damit ich für den nächsten Stream ein bisschen mehr Spannung und auch einen etwas besseren Charakter reinbringen kann. Denn so wie es gerade ist, habt ihr gesehen, haut mich jeder Haken von Mike Tyson ins Jenseits. Von dem her, ich bedanke mich fürs Zugucken. Es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß, dieses alte Spiel im Jahr 2020 zu genießen, denn es ist absolut super und unterhaltsam.